Minderheiten in Xinjiang eröffnen zu dürfen. Auch wenn das Schicksal der Uiguren angesichts der schrecklichen Kriegs in der Ukraine in den Hintergrund des öffentlichen Interesses und der Politik getreten ist, darf es nicht vergessen werden. Ganz im Gegenteil, dieser Krieg zeigt nur allzu deutlich, wie wichtig es ist, dass die demokratischen Länder der Welt tatkräftig zusammenstehen gegen Machtmissbrauch und Grausamkeit autokratischer Diktatoren. Xi Jinping ist als Führer der zweitgrößten Volkswirtschaft der mächtigste Diktator der Welt. Er und Putin haben vor Olympiade in Peking eine neue Weltordnung angekündigt, angeführt von der Kommunistischen Partei. Das heißt, unsere freiheitlichen Systeme sind ernsthaft bedroht. Wir dürfen davor nicht länger die Augen verschließen. Wir müssen klar und deutlich unsere Haltung zeigen. Wenn die deutschen Politiker sich bisher auch gescheut haben, den Begriff Genozid für die Verbrechen der KP China an Uiguren und anderen türkischstämmigen Völkern zu benutzen, so hat doch jetzt der Überfall Russlands auf die Ukraine eine außenpolitische Zeitenwende markiert. Wir müssen lernen, das Denken dieser Autokraten zu verstehen, wenn wir unsere Demokratien weltweit gegen deren aggressive Strategien schützen wollen. In dem Sinne möchten wir mit der heutigen Veranstaltung die deutsche Politik mahnen, sich bezüglich der Situation der Uiguren ihre Verantwortung, auch ihrer historischen Verantwortung, bewusst zu sein und sich ernsthaft Gedanken zu ihrer Haltung zu machen. Mein ganz herzlichen Dank gilt deshalb Herrn Rainer Bütikofer, Mitglied im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten und internationalen Handel im Europäischen Parlament, dass er die Schirmherrschaft dieser Veranstaltung übernommen hat. Somit übergebe ich Ihnen das Wort, lieber Herr Bütikofer, diese Konferenz zu öffnen. Vielen Dank. Einen schönen guten Morgen allerseits, lieber Herr Can, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung, verehrte Vertreterinnen und Vertreter der Medien. Viele im Saal kenne ich schon lange, will jetzt aber nur eine Person besonders hervorheben und besonders herzlich begrüßen, nämlich Margrethe Bause, weil sie lange im Bundestag als Mitglied des Menschenrechtsausschusses für diese Themen eingestanden ist und als einer Vertreterin des Gewissens der deutschen Nation bezeichnet werden kann. Vielen Dank, dass du Wir tagen hier im Haus, im Europäischen Haus, in Räumen des Europäischen Parlaments. Das passt gut, denn das Europäische Parlament hat sich sehr intensiv mit der Frage der Unterdrückung der Uigurinnen und Uiguren auseinandergesetzt. Das Europäische Parlament hat eine sehr klare Position bezogen und ich würde mir wünschen,
wir hätten eine europäische Phalanx von Parlamenten, die gemeinsam so intensiv für die Menschenrechte gerade in diesem Fall eintritt. Das Europäische Parlament hat auch den Namenspatron ihrer Initiative, Herr Can, Ilham Tohti, zum Sacharow-Preisträger gemacht. Und wir haben gerade einige Kolleginnen und Kollegen vor kurzem an die Menschenrechtsbeauftragte der Vereinten Nationen, Frau Bachelet, geschrieben, dass sie, falls sie tatsächlich nach China fährt, von den chinesischen Behörden verlangen soll, dass sie auch Ilham Tohti sehen kann, von dem wir nichts wissen. Ich habe vor kurzem in Washington seine Tochter getroffen, Joa Ilham, und sie kommt auch in Kürze nach Europa. Und ich glaube, man kann wirklich sagen, es hat sich hier eine internationale Kooperation zur Unterstützung des Anliegens versammelt, das wir gerade heute gemeinsam besprechen wollen. Sie haben den Titel gewählt, die Krise der Uigurinnen und Uiguren. Davon kann man sicher sprechen, aber diese Krise ist eben nicht eine, die nur die Uigurinnen und Uiguren betrifft, sondern es ist eine Krise, die zugleich eine Krise der Humanität, eine Krise der internationalen Verantwortung ist und damit eine Krise, die alle angeht. Und Sie haben das zu Recht gesagt, Herr Can, wir erleben gegenwärtig eine neue Achsenbildung zwischen verschiedenen autoritären und totalitären Herrschern, die mit diesem revisionistischen Dokument vom 4. Februar diesen Jahres am Rande der Olympischen Spiele klargemacht hat, dass sie nicht damit zufrieden sind, nur die Bürgerinnen und Bürger der jeweils eigenen Länder zu unterdrücken, sondern dass sie auch sehr offen die Absicht vertreten, auf der Basis ihrer Zusammenarbeit eine neue Weltordnung zu errichten, die nicht auf den Prinzipien der Menschenrechte, nicht auf den Prinzipien des internationalen Rechts gegründet wäre, sondern die nach dem alten zynischen Spruch Might makes right strukturiert sein soll. Der Mächtige handelt, wie er will, der Schwache leidet, wie er muss. Ich glaube, es ist deswegen in unser aller Interesse, an keiner Stelle, wo genau diese verhängnisvolle Grundhaltung zur praktischen Politik gemacht wird, wegzuschauen, etwas Wichtigeres zu tun zu haben, sondern dass wir uns dem gemeinsam widmen. Ich danke Ihnen allen, dass Sie gekommen sind, damit wir das heute hier gemeinsam tun. Ich danke Herrn Can für die Initiative. Ich danke der Ilham Tohti-Initiative und der Gesellschaft für Rote Völker für die Kooperation, die intensive Kooperation in der Vorbereitung. Und jetzt wünsche ich Ihnen und uns einen guten Verlauf. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Bütikofer, für die schönen Worte. Und ich glaube jetzt und habe geglaubt, diese Worte sehe ich in Ihren Aktionen, in Ihrer Politik, in Ihren öffentlichen Auftretungen. Und Sie meinen ernst. Und ich glaube auch, Sie haben diese Initiative unterstützt, um Ihre Liebe zu KP China.
unser Programmablauf. Sie sehen, ich bin auch der Moderator in der ersten Sitzung und gleichzeitig Übersetzer für Frau Sairagul. Ich wollte Sairagul und danach gleich Frau Alexandra Cavelius mit beiden zusammenarbeiten und zusammen ein Buch geschrieben haben. Kurz vorstellen, ich bitte um Entschuldigung, das hätte, finde ich, zurzeit nicht, aber vielleicht später. Gleich möchte ich mit Sairagul anfangen. Wir haben uns zusammengesetzt, gebeten, dass sie aufschreibt, was er sagen will, und in kürzeren Paragraphen sie liest vor, was sie sagen hat, und dann ich übersetze, und so gehen wir weiter zusammen. Die erste längere Teil, 20 Minuten. Sie liest 20 Minuten, 10 Minuten, wie ich versuche zu übersetzen, in 10 Minuten. Also der erste Beitrag ist ein bisschen länger. Fangen Sie an. Assalamu alaikum. Moyun jığını təşkilçilərə və vaxt çıxırıb kelib qatnaşqan barlıq əziz mehmanlarga minnətdarlığımı bildirirəm. Yana mənim şu sözdə fürsətni berganlikləri üçün köp rəhmət. Grüß Gott, Assalamu alaikum, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Hiermit möchte ich mich bei den Organisatoren bedanken, dass die für mich die Möglichkeit gegeben haben, dass ich mich hier äußere. Mening ismim Sairagul Soğutbay, millatim Qazaq. Men Xitoy hukumatining irqiy qirg'inchilik siyosatining qurboni va jazolarning tirik shahidi bo'laman. Xitoy hukumatining bu Uyg'ur, Qozaq, Qirg'iz qatorliq yerlikli millatlarga qaratgan nishonli irqiy qirg'inchilik siyosati bu oldin planlangan. Ich heiße Sairagul Soğutbay und bin eine Kasachin. Ich bin ein Opfer der chinesischen Regierung und ihrer genozidialen Politik und eine Zeuge der Straflager. Die Politik des Genozides der China gegen die Uiguren, Kasachen, Kirgisen und andere einheimischen Völker ist gezielt geplant. Bu rezil planni unumli holda ishga oshirish uchun Xitoy hukumati bizning tilimizni, an'anaviy madaniyatimizni va bizning diniy e'tiqodimizni yo'qotishni oldirib boshlagan. Masalan, 2006 yılı ular Xo'sh til degan yolg'on nom bilan bizning ana tilimiz maktablarini butunlay yo'qotdi. Shunga biz oilamiz bilan Qozog'istonga ko'chib ketishni qaror qildik. Lekin Xitoy hukumati mening pasportimni majburiy tortib berib, oilam bilan birga Qozog'istonga ketishimga yo'l qo'ymadi. Diesen abscheulichen Plan erfolgreich zu verwirklichen, hat die chinesische Regierung zuerst damit begonnen, unsere Muttersprachen, die traditionelle Kultur und Religion zu vernichten. Seit 2006 unter der sogenannten Doppel- oder Multisprachigkeit wurden unsere Muttersprachen komplett zerstört. Deswegen hatten wir uns entschlossen, nach Kasachstan auszuwandern. Aber die chinesischen Behörden haben mit Gewalt meinen Pass beschlagnahmt und verhindert, dass ich mit meiner Familie nach Kasachstan ging. Ailam Qozog'istonga borgandan keyin 5-da biz aloqa qilib turardik. Keyin Xitoy hukumati bizning chet el bilan bo'lgan aloqamizga butunlay qarshi bo'ldi, butunlay uzdi. Shunday qilib mening Qozog'istondagi ailam bilan bo'lgan aloqam butunlay uzilib qoldi. Als meine Familie in Kasachstan war, konnte ich am Anfang noch mit meiner Familie kommunizieren, aber dann hat die Regierung die Verbindung zum Ausland komplett verboten. So habe ich den Kontakt zu meiner Familie verloren. Xitoy hukumati 2016 yılı kuzda bu irqiy qirg'inchilik siyosatini rasmiy boshladi.
aldı bilen kolda yasalgan 72 türlük yalgan cinayetlari bilen adamlarni keng ko'lamda tutqun qilishga boshladi. Shunda qilib mening qo'shnilarim, yurtdoshlarim, do'stlarim bir-birlab yerim kechida uyga besib kirgan saqchilar tarafidan tutqun qilindi. Adamlar bek qo'rqib, kiyimlarini so'mbaga silib qo'yib, manda eshikka ilib qo'yib, endi tayyorlik bilan yotadigan bo'ldi. Im Herbst 2016, die chinesische Regierung hat damit begonnen, Menschen nach einer Liste von 72 verschiedenen Gründen willkürlich festzunehmen. Viele meiner Nachbarn, Freunde und Landsleute wurden während nächtlicher Polizeirazzien zu Hause inhaftiert. Polizeiautos mit Sirenen haben Tag und Nacht Razzien gefahren. Aus Angst, Furcht gingen meine Nachbarn mit ihrer Arbeitskleidung schlafen, in ständigen Bereitschaft festgenommen zu werden. Während dieser Zeit, ich war als Kindergarten, Ben şu çağda Ballar Bahçesi'nin direktörü bulup hizmet işleydim. Xitay hükümeti menin ailemnin Kazakistan'da geldiğini bana kılıp, beni 20 de tutup ekitip sorak kılıp, besim kıldı, beni kıyın kıstakka aldı. Yana beni cazlı lager'de okutucu buluşka mecburledi. Während dieser Zeit, ich war als Kindergarten-Oberdirektorin tätig. Weil meine Familie in Kasachstan war, hat die chinesische Regierung auf mich Druck ausgeübt und hat mich dazu gezwungen, den Job als Lehrkraft in einem Lager anzunehmen. Ben malum olup işleyen aşı cazda lagerinde ayal çok küçük olup tahminen 2500'dek adam kamalgan idi. Olar er saha kişileriydi. Olar ermisi günahsız adamlarıydı. Xitay hükümeti adamdan aldı bilen kolga aldı, andan olarga cinayet bektudu. Cazda lagerdeki emir hizmetler kun tertipleri naiti esteydi ornaştırılgan. Bunun emrisi Beijing'in bir tutaş buyruğu bilen mamudur. Mahbuslarga cazda lagerdeki hizmet xadimleri mahbuslarını adam katarda kömeydi. Beijing olarga çeksiz hukukunu bergen. Olar adam öldürsün ve olarga hiç qanday javobgarligi surishti qilinmaydi. Şuna olar xalqan ishni qilalaydi. In dem Lager, wo ich tätig war, waren junge und alte Männer und Frauen, insgesamt ungefähr 2500 Insassen. Alles unschuldige Menschen. Der Arbeitsverlauf im Lager verlief entsprechend den Befehlen der Behörden in Beijing. Erst werden unschuldige Menschen willkürlich festgenommen, dann werden sie willkürlich für irgendetwas beschuldigt. Die Regierung gibt dem Lagerpersonal so viel Macht, dass es nicht zur Rechenschaft gezogen wird, falls der eine oder andere umgebracht würde. Deswegen können die Aufseher machen, was sie wollen. Eğer bir adam cezalaları kamalsa, bu onun ailesiga ve urug' tuqqanlarga bevosita ta'sir qiladi. Cazalagerdagi sog'lomlik xotirasiga belgi qo'yilgan, aşı belgi qo'yilgan sog'lom odamlar, yana yoshlar keyingi tuyuqsiz yo'qolib ketish obyektiga aylandi. Men ularning organ etkazishchiligining qurboni bo'lib ketganligini taxmin qilaman. Cazalagerdagi qamalgan odamlarni faqat 3 xil oqibat kutib turadi. Buning birinchisi hayotidan ayrilish, ikkinchisi sog'lomlikni yo'qotish, uchinchisi ruhiy kasallikka kiribtar bo'lish. Ular jazolarga qo'yib bergan taqdirda ularning hayoti uzoqqa bormaydi. Wenn jemand im Straflager eingesperrt ist, beeinträchtigt das seine ganze Familie und Verwandtschaft. Einige Menschen, insbesondere junge Leute, die als kerngesund registriert wurden, verschwinden plötzlich. Ich vermute, diese Menschen wurden für Organraub mitgenommen. Die Insassen erwarten 3 Schicksale. Sie werden ihr Leben verlieren, entweder oder ihre Gesundheit verlieren oder
psychisch krank zu werden, diejenigen, die freikommen, leben nicht länger. Xitoy hukumati keng ko'lamda tutib turish uchun 72 xil qo'ldan yasalgan yasalma töhmetler orqali bir bölüm adamlarni jazolarga hamda bir bölüm adamlar turmalarga solindi. Turmalarga solingan adamlar uzun yillik kesib etildi. Andan ata-onalar solinib ketgan bolalarni yig'ib bolalar lageriga elib ketdi. Xitoy hukumati mushu irqiy qirg'inchilik siyosatini o'limlik oldi ishga oshirish bilan bir vaqtda ya'ni aşı nurg'unlagan beguna odamlardan nurg'un pul yasaydi. Masalan, ularni majburiy emgak kesilish, majburlab qon elish, ularning cheshini suvdiga silish va organ attishlik qatorliq manbasida kapolatlik qilish qatorliq yo'llar bilan. Die chinesische Regierung hat, wie ich erwähnt habe, mit 72 willkürlich erfundenen Anschuldigungen bis jetzt zahlreiche unschuldige Menschen festgenommen, im Straflager oder Gefängnisse eingesperrt und ungerechtsweise zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Ihre Kinder wurden in Waisenhäusern interniert. Außerdem hat die chinesische Regierung mit ihrer Politik des Genozides viel Geld verdient. Zum Beispiel werden die Straflagerinsassen zur Blutspende gezwungen, ihre Haare werden verkauft und Organ geraubt. Jazolarga hayallarning bosqinchilikqa uchrasi voqeasi bu doim uchrab turgan voqea. Yana bu odatga ishga aylanib ketgan. Masalan, navbatlash bosqinchilik qilish voqeasi bizning ko'z oldimizda yuz berdi. Bizni bir kuni bir chiq odamlarni bir zalga yig'ib 20-21 yosh atrofida yosh qizni chiqib oldiga onun jo'q jinoyatni e'tirof qilishga majburlab oldi bilan uning keyindan jazolarga soqchilar uningga bizning ko'z oldimizda navbatlash bosqinchilik qildi. Bu shu inson qalbidan chiqqan voqeani nurg'un reaksiya ko'rsatgan odamlarni ular jazolashga olib ketdi. Shuni ko'rib turib men o'zimni bir tirik o'likdek his qildim. Shuningdan boshlab men uxlayamaydigan bo'lib qoldim. Die Vergewaltigung von Frauen wurde im Straflager immer mehr zu einem normalen Fall. Ich wurde sogar einmal Zeugin einer kollektiven Vergewaltigung von Frauen. Eines Tages wurde uns eine 21-jährige junge Frau vorgeführt. Die wurde gezwungen, sich schuldig zu erklären. Danach haben die Polizisten sie der Reihe nach vergewaltigt. Einige Häftlinge, die auf diese Gräueltat reagiert haben, wurden bestraft. Als ich das beobachten musste, habe ich mich wie eine lebendige Tote gefühlt und konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Jazolarning ayni yerda kuzatish kamerasi bor. Ularning har bir ish harakati 24 soat kuzatishda bo'ladi. Faqat bir qor uyda batiladigan jazo uyida kamera yo'q. Bu uy ularni maxsus jazo iparadigan o'rin. Jazolashga olib ketgan odamlarning ba'zilari qaytib kelmaydi. Biz o uydan vaqirgan, qutqizilib chegaragan ovozlarni ishni havola doim anglab turamiz. Qaytib kelmagan odamlarni men qiynash jarayonida o'lib qoldi deb o'ylayman. Überall gab es Beobachtungskameras. Wir wurden 24 Stunden am Tag beobachtet. Nur das sogenannte schwarze Zimmer hat keine Kamera. Dieses Zimmer war ein besonderes Zimmer, Strafzimmer. Von da hörten wir immer Schreie und wehklagende Stimmen. Die Menschen, die zu dieser Bestrafung dahin gebracht wurden, kamen manchmal nicht zurück. Ich glaube, manche dieser Menschen starben während der Folter. Jazolardagi mahbuslarga majburlab tug'maslikni keltirib chiqargan o'kil doktorlar ular qabul qilishga majbur bo'ladi. Va bu o'kil doktorlar ularning salomatligiga yana urfiy tarafdan ziyon olib keladi ularga.
mahbuslarga jazolarga turli qiynash jazolash epirish bilan biri ruhiy tarafdan besim qilish orqali ularning yo'q jinoyatini e'tirof qilib o'zini tabiatidan voz kechishga majbur qiladi. Die Inhaftierten wurden zu Medikamenten und Spritzen gezwungen, die zur Unfruchtbarkeit führen. Diese Medikamente schaden der Gesundheit und dem Nervensystem erheblich. Sie wurden auch durch psychische Folter dazu gezwungen, ihre Schuld einzugestehen und ihre Persönlichkeit aufzugeben. Keyin ular meni jazolarga qaytib kelib, endi meni ailemning Qozog'istonga kelib bana qilib, endi meni jinoyatchi sifatida 1-3 yillik jazolarga qamaydiganligini uqtirdi. Men o'zim ko'rgan shu qo'rqinchli, dahshatli jazolarga agar qamaldigan bo'lsam, o'zimning tiri chiqmaydiganligini biletdim. Ular shu usul orqali mening ko'zimni yo'qotmoqchi bo'ldi. Später wurde ich von meiner Arbeit freigestellt, denn weil meine Familie in Kasachstan war, sollte ich 1 bis 3 Jahre in einem Straflager eingesperrt, mundtot gemacht werden, weil ich Zeugin all der Gräueltaten geworden war. Ich wusste, dass ich diese Lager als Häftling nicht überleben würde. Bərabər ölüb bolğandan keyin keç gündü sığıngan ballarımda əgər ölüdüğanın aldıda bir görüp alsam, əgər ayat qalsam, Xitayning bu erkek qirg'inchilik jinoyatini butun dunyoga oshkorlayman deb cho'ng xatarga tavakkal qilib Qozog'istonga kechib ketdim. Qozog'istonga borganki Qozog'iston soqchilari meni tutib elib, bu yerdan Xitoyga qaytarib etmoqchi bo'ldi. Xalqaro tashkilotlar yana matbuotlarning yordami bilan birinchi qatam Xitoyga qaytarishdan omon qoldim. Ondan ular meni turmaga solib qo'ydi. Qozog'istonda ikkinchi qatam yana Xitoyga qaytarilish xavfiga duch keldim. Men xalqaro yordam so'radim. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yordami bilan Shvetsiya davlati bizni oilamiz bilan qabul qilib, Shvetsiyaga olib keldi. Ich habe mich trotz aller Gefahren entschlossen, bevor ich sterbe, meine Kinder noch einmal zu sehen, und falls ich am Leben bleibe, wollte ich alle Gräueltaten der chinesischen Regierung und des Genozids an unserem Volk in der Weltöffentlichkeit weiter erzählen. Deshalb bin ich nach Kasachstan geflohen. Ich bin eine von wenigen, die das Straflager überlebt haben. Zum Unglück wollte die kasachische Polizei mich verhaften und nach China abschieben. Qozog'iston qechib chiqqan hozirgacha bu jinoyatni butun dunyoga oshkorlab to'xtamay kurash qilib kelyapti. Men bu jarayonda Xitoy hukumati turli rasmiy vositalar bilan hozirgacha menga tahdid qilib kelyapti. Men og'zimni etish uchun. Xitoyning qilayotgani herkes kishilik huquq dafsanchiligi emas, bu planliq irqiy qirg'inchilik. Bu irqiy qirg'inchilikning nishoni Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorli yerlikda millatlar. Bu yerda jazo lagerlari, ballar lagerlari, yer asti jazo lagerlari, yana turli qatorli nurg'unlagan joylar bor. Mushlarni qo'shganda qamalgan odamlarning hozirgi e'tirof qilingan bir 3 milliondan eshib mamadu. Mit Hilfe der Weltöffentlichkeit und freien Medien bin davon geschont geblieben. Trotzdem lehnte die Regierung von Kasachstan meinen Asylantrag ab und steckte mich ins Gefängnis. Man wollte mich nach China abschieben, aber mit Hilfe der UNO hat mich dann die schwedische Regierung abgeholt. Seitdem habe ich die Weltöffentlichkeit über den Genozid der chinesischen Regierung an unserem Volk informiert, und ich setze meinen Kampf fort. Was die chinesische Regierung tut, ist nicht nur Menschenrechtsverletzung, sondern geplante Genozid an Uiguren, Kasachen, Kirgisen und andere einheimische Nationalitäten. Da sind die Straflager, Lager für Waisenkinder, Gefängnisse und Untergrundstraflager, die wirklich Zahl der Insassen liegen weit über 3 Millionen. Gerçi Amerika başlagan Garp devletleri nurg'un
nurgulagan bu qirg'inchilik to'xtatish uchun nurgulagan önümlük hareketlerini kılgan bolsun lekin Xitayning ilmi davam kılıp to'xtagani yo'q. Mesela Qozog'iston fuqarosi Baran Ömrali degan adam yaqinda o'zining ishki ukisining tutqun qilganligini oshkorladi. Shuning bilan birga obwohl die Vereinigten Staaten und andere westliche Länder versucht haben, gegen diese Politik Chinas wirksame Schritte zu unternehmen, hat China mit ihren Verbrechen nicht aufgehört. Vor kurzem erst hat Gülbaran Ömerali, eine kasachische Staatsbürger, erklärt, dass ihre zwei Brüder verhaftet wurden. Xitay saqta saqlayışqa naydı usta. O faqat o'lgan adam tilida maydi, undan boshqa yolg'onchilikni amisin qila oladi. Bu Xitoyning eng cho'ng alayligi Xitoy hukumatining. Shunga o yana o'sha yolg'on saqna yasab tayyor qildi. Shunga BBTning kishilik huquq xodimlarini Xitoyga kirib tekshirish qilishga ular qo'shildi. Lekin bu yolg'on saqna yasash uchun Xitoyda yetarli vaqt bo'ldi. U uning amisini tayyorladi. Shunga ularning bu tekshirishga kirishi biz uchun foydali emas, gerçi biz uchun nayda ziyanlı deb qarayman. Die chinesische Regierung hat ein großes Talent für Inszenierungen. Sie kann nicht nur Tote wiederbeleben, aber ist zu allem anderen fähig. Das ist ihre Besonderheit. Deshalb fürchte ich, dass die UNO-Menschenrechtskommissarin bei ihrem geplanten Besuch eine Opfer solcher Inszenierung werden könnte. Ich hoffe auf baldige Veröffentlichung des UNO-Menschenrechtsreports über die Menschenrechtslage in meinem Heimatland. Shunga benim birinchi talab qilganim BBTning o'sha qirg'inchilikqa munosabat bo'lgan dokladini baldur jariy qilishini umid qilaman. Xitoyning nishoni butun dunyoga hukmronlik qilish, bu nishonni ishga oshirish uchun qilayotgan irqiy qirg'inchiligi buning asosi. Ukraina bilan Rossiya o'tirishidagi urush, bu faqat ikki davlat o'tirishidagi urush emas, butun dunyo shuni bilish kerakki, buning aksida Xitoy hukumatining turganligi. Bu diktatura bilan demokratiya o'tirishidagi urush. Yig'ib aytganda Xitoydek bir diktator ahamiyatning dunyo demokratiyasiga jang e'lon qilishi. Das Ziel Chinas ist, auf der ganzen Welt zu herrschen. Die andauernde genozidale Politik ist Teil dieses Plans. Der sogenannte Ein Weg, ein Gürtel ist der goldene Brücke Chinas zu diesem Plan zu verwirklichen. Der Krieg in der Ukraine ist nicht nur ein Krieg zwischen den beiden Staaten, es ist ein Krieg zwischen Diktatoren und Demokratie. Man sollte wissen, dass auch China dahinter steckt. Kurz gesagt, es ist eine Kriegserklärung von einem Regime wie China an die demokratische Welt. Wir stehen jetzt an einem Wendepunkt des Kriegs zwischen Demokratie und Diktatur. Biz hozir demokratiya bilan diktatura orasidagi urushning alqiliq paytida turibamiz. Ben Germaniyaga o'xshash bir kuchli davlatning bizning beshimizdan kechayotgan bu zulmatni irqiy qirg'inchilik deb rasmiy e'tirof qilishini umid qilaman va talab qilaman. Dunyoning Xitoydagi irqiy qirg'inchilikka taqobil turish uchun o'limli harakatga o'tishi bu faqat bizning xalqimiz uchun emas, balki o'zimlar uchun kurash qilish. Öz davlati va xalqining demokratiyasi erkinligi bilan kelgusi uchun kurash qilishidir. Ich hoffe, dass ein starkes Land wie die Bundesrepublik Deutschland die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die von China auf uns ausgeübt werden, auch als Genozid anerkennt. Wirksame Maßnahmen in der Weltöffentlichkeit gegen den von China ausgeübten Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist nicht nur wegen uns, sondern auch ein Kampf für euer eigenes Land, für die Zukunft, Freiheit der Bevölkerung und Erhalt der Demokratie. Uyg'undigan vaqtimiz keldi. Mustabid ahmiyatning demokratiyaga qarshi urushining mag'lubiyati bilan ularning muvaffaqiyati bizning bugungi qiladigan harakatimizga bog'liq. Bugun harakat qilmasak, erta kech bo'ladi.
Agar biz bugun erkatmasak, bizning xalqimiz millat sifati yo'qolib ketadi. Ondaqda biz Xitoy hukumatining butun dunyoga hukmronlik qilish razil maqsadini ishga oshirishga o'zimiz ish bergan, fursat yaratib bergan bo'lamiz. Hammalarga rahmat. Es ist Zeit zu aufwachen. Erfolg der Kampf von Diktatoren gegen die Demokratie wird von unserer heutigen Position abhängen. Falls wir heute zusehen, wird es morgen zu spät sein. Wenn wir heute nichts tun, wird unser Volk verschwinden. Und wir werden China die Möglichkeit geben, die Welt zu erobern. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss heute beugen. Es war nicht einfach, von hier aus das zu übersetzen. Und ich glaube, sie ist so stark. Sie hat das selber erlebt und kann weiter so erzählen. Und ich glaube, sie ist sehr stark. Ich weiß nicht, wie sie das da geduldet hat und wie sie so geblieben ist. Danke dir. Sehr geehrte Damen und Herren, ich finde meine Sätze immer noch nicht. Ich werde versuchen, kurz vorstellen die nächsten Referentinnen und Referenten. Jetzt komme ich gleich zur nächsten Referentin, Frau Alexandra Cavelius. Sie hat mit ihrem Talent, mit ihrer Liebe zu Menschenrechten, zu unserem Volk, bisher 3 Bücher geschrieben. Und die vorletzte ist mit Sarah Gül zusammen. Und sie trägt damit sehr gut bei, dass die deutsche Öffentlichkeit, sogar Weltöffentlichkeit, über das Schicksal unserer Menschen mehr erfährt. Und jetzt, sie ist gleich dabei. Ich möchte Sie zu Frau Cavelius geben. Danke. Also danke für Ihr Kommen und danke für Ihr Interesse. Ich habe meinen Vortrag jetzt in aller Eile zusammengekürzt, weil ich gemerkt habe, dass Frau Soid-Bay eigentlich die wichtigsten Punkte schon genannt hat. Aber was es genau bedeutet, in einem von der KP geführten System zu leben, haben wir in diesem Buch genau dargelegt. China-Protokolle heißt es. Und der Vernichtungsfeldzug gegen die Einheimischen in der an Bodenschätzen sehr reichen Nordwestprovinz ist ein äußerst gewinnbringendes Geschäft, das aus mehreren Bausteinen besteht. Zum Beispiel Zwangsarbeit, Organhandel, medizinische Versuche, Geburtenkontrolle, Folter, aber auch Mord. Und für jedes Verbrechen der KPCH ist es uns gelungen, einen Zeugen zu finden, dem die Flucht ins Ausland geglückt ist. Und vielleicht sollte man kurz sagen, dass der Arm Pekings sehr lang ist und dass die Situation der Zeugen, wie zum Beispiel von Frau Soid-Bay, sehr schwierig ist, weil sie unter großem Druck stehen, denn die KPCH gibt sich sehr viel Mühe, auch im Ausland andersdenkende Mundtoten zu machen oder zum Schweigen zu bringen. Und aus unserem Buch habe ich kurze Beispiele herausgegriffen, um die dramatische Situation in Xinjiang zu veranschaulichen. Also erstes Beispiel,
zum Umgang mit den muslimischen Kindern. Da Hunderttausende Eltern in die Lager gesperrt werden, bleiben Hunderttausende muslimische Kinder alleine zurück. Und zu diesem Zweck hat die Partei sogenannte Erziehungslager aufgebaut. Und eine Zeugin hat in so einem Lager gearbeitet und berichtet. Sie hat erzählt, diese Kinder dürfen nicht in ihrer Muttersprache, sondern nur Chinesisch sprechen. Sie wachsen ohne jede Liebe, ohne jeden Respekt auf, in sehr ärmlichen Verhältnissen, werden auf militärische Art zu Parteisoldaten gedrillt und mit dem Hass aufs Ausland und auf ihr eigenes Volk geimpft. Und die Heranwachsenden seien derartig verroht, berichtet die Zeugin, dass sie nur für ein Stück Schokolade ihren Körper verkaufen oder auch einen Mord begehen würden. Also sie hat das so zusammengefasst: In diesen Lagern zieht die KPCH genau die Menschen groß, vor denen sie sich eigentlich am meisten fürchtet. Zweiter Punkt, Vergewaltigung. Systematische Vergewaltigungen gehören in Xinjiang zum Alltag. Einige sterben elendig infolge der Misshandlungen oder begehen später Selbstmord. In den Lagern dürfen die missbrauchten Mädchen keine Gefühle zeigen und nicht weinen. Sonst werden sie bestraft oder womöglich nochmal vergewaltigt. Eine Zeugin berichtet über deren zutiefst verstörenden Zustand, wenn sie nach der Vergewaltigung zurück in die Zelle gebracht werden. Und da würde ich gerne einen ganz kurzen Abschnitt vorlesen. Sterben, das wäre eine Erlösung gewesen. Doch für uns gab es kein Messer und keine Klinge, womit wir uns die Pulsadern hätten aufschneiden können. Es gab kein Seil, um einen Knoten zu knüpfen, womit wir uns hätten aufhängen können. Es gab keine Waffe, außer unseren eigenen Zähnen. Ich habe dabei zugeschaut, wie diese Mädchen und Frauen sich ihre eigene Zunge durchgebissen haben, wie sie ihre Hände zerfleischten, voller Wut und Schmerz, wie sie aus dem Mund bluteten. Sie waren so durchgedreht vor Pein, nur noch damit beschäftigt, ihr eigenes Leben zu beenden. Dann, letzter Punkt, zu Gehirnwäsche und Pekings Welteroberungsplänen. Ja, manche mussten im Lager nicht nur grausame Folter erleiden, sondern auch stundenlang Xi Jinping, die einen Gott loben, und die Welteroberungspläne Pekings lernen. Und demgemäß will Peking bis spätestens 2055 die USA an der Spitze der Weltmacht ablösen. Und bis dahin sollen sich, also nach diesem Plan, alle Bürger der Welt zur KP bekennen. Und wichtige Hilfsmittel, wie Frau Said-Bay vorhin auch schon angesprochen haben, zur Eroberung der Welt sind die neue Seidenstraße und zweiter Punkt, der Export des Überwachungsstaates auch in andere Länder. Und den Gefangenen machen die Wachen im Lager unmissverständlich deutlich: Wer sich nicht assimilieren lässt, wird eliminiert. Im Übrigen, also kann man das jetzt gerade auch am Beispiel Russlands ganz gut erkennen, dass dieser Export des Überwachungsstaates tatsächlich stattfindet. Russland hat sich ja durch diesen blutigen Krieg in der Ukraine in völlige Abhängigkeit Chinas begeben.
indem es sich auf internationaler Bühne total isoliert hat. Und wir erleben gerade, wie ukrainische Flüchtlinge nach Russland in Lager deportiert werden, wie ihre Handys ausgelesen werden auf ihre Kontakte, wie sie Fingerabdrücke abgeben müssen, wie sie verhört werden und vermutlich auch gefoltert werden. Und genau so hat es auch 2016 in Xinjiang angefangen. Also wer Pekings langfristige Pläne verstehen will, sollte unbedingt diesen Zeugenaussagen zuhören, denn keiner kennt das Denken besser, also das Denken der Partei besser als sie. Ja, und damit möchte ich gerne schließen. Danke, Frau Alexandra Corelius. Jetzt komme ich gleich zu Dr. Adrian Sens, eine Anthropologin und ein Researcher. Und letzte paar Jahre hat er mit seinen wissenschaftlichen Befunden über die Situation. Ich benutze dieses Wort berühmt geworden. Er war berühmt, aber dies hat Schlagzeilen gemacht. Und er möchte uns mehr beibringen, wie sieht die Situation wirklich aus von seiner Sicht. Und gleichzeitig möchte ich vor euch bedanken, dass er ein Herz für die Sache hat und deswegen über den Ozean hierher geflogen. Danke. Ja, vielen Dank an alle Veranstalter, Schirmherrschaft und Einladung, über den großen Teich zu fliegen. Ich bin möglicherweise doch der weitgereisteste Gast heute. Bin aber sehr gerne gekommen. Ja, die Unterdrückung der Uiguren in Xinjiang hat viele Facetten, das haben wir gehört. Die Zeugenaussagen sind ganz wichtig und haben auch immer wieder natürlich die entscheidenden Impulse für meine Forschung geliefert, die ja weitgehend auf den Dokumenten basiert, der chinesischen Regierung. Vertrauliche interne Dokumente, interne Reden, geheime Reden von Xi Jinping, die geleakt wurden durch die Xinjiang Paper, erst in den New York Times im Jahr 2019 und dann an das Uiguren-Tribunal in London im Jahr 2021, belegen ja, inwieweit diese verschiedenen Aspekte oder fast alle Aspekte der Unterdrückung, die wir in Xinjiang dann beobachtet haben, nämlich sei es die Internierung in Lagern, sei es Zwangsarbeit, sei es die Trennung von Eltern und Kindern durch Internate und so weiter, die Geburtenverhinderung oder Bevölkerungsoptimierung, die Zerstörung von Moscheen, Religionsverbot, Beamte, die in Familien eindringen und sie bei den Einheimischen Schlafenden ausspionieren, dass diese Maßnahmen direkter oder indirekter den Anforderungen Pekings entsprechen, die 2014 geäußert wurden. Und dazu ist es wichtig, halt auch zu verstehen, Xi Jinping hat zum Beispiel nicht direkt, von manchen Dingen nicht sehr direkt gesprochen, er hat auch von Umerziehungslagern nicht direkt gesprochen. Das liegt halt auch daran, dass wir so ein bisschen die Phasen und das Timing des Ganzen etwas verstehen oder einordnen müssen. Nämlich im Jahr 2013 bis 2016 sehen wir, dass es die Phase des Experimentierens war. Dass also mit verschiedenen Formen der Umerziehung, mit anderen Maßnahmen experimentiert wurde. Dass ab 2014 die Beamten in die Dörfer geschickt wurden, in Arbeitsteams. Und deswegen ist es wichtig auch zu verstehen, im April und Mai 2014 war das sozusagen mitten während dieser Experimentierphase. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, dass Xi Jinping und andere Figuren der Zentralregierung da entscheidende Impulse gegeben haben und vor allem das Ganze bestätigt haben. Eine Bestätigung, also wie eine Art Segen
ausgesprochen haben über diesen Maßnahmen, mit denen ja vielfältig einfach noch experimentiert wurde in dieser Phase, bevor dann unter Chen Quanguo, dem Parteisekretär, ab Ende 2016 diese Massenmobilisierungskampagne stattfand, wo also durch Mobilisierung das dann alles durchgezogen wurde. Ich hatte 2020 bereits argumentiert, dass diese doch markante, parallele und straff durchgeplante Implementierung all dieser verschiedenen Maßnahmen in Xinjiang ab dem Jahr 2016 darauf hindeutet, dass die Durchführung dieser Maßnahmen im Vorfeld doch offenbar recht genau abgesprochen und vorbereitet war. Die Jahre 2013 bis 2016 schufen hierfür die Grundlage. Durch das Experimentieren mit verschiedenen Formen der Umerziehung wurde das erfolgreichste Modell der Umerziehung ausgewählt, nämlich die zentrale Umerziehung in geschlossenen Anstalten. Es wurden mit unterschiedlichen Formen der Umerziehung experimentiert. Ein Teil davon wurde danach auch weitergeführt, wie zum Beispiel in Abendschulen, in Abendveranstaltungen oder Teilzeitveranstaltungen. Aber die Regierung hat sich dafür entschieden, dass diese zentralisierte Umerziehung in geschlossenen Anstalten das effektivste Modell war und hat es dann einfach unter Chen Quanguo hochskaliert. Im März 2016 war Xinjiangs damaliger Parteisekretär Jiang Chunqian, der ja auch zur Zeit von 2014 schon Parteisekretär war der Region, damals Tibets Parteisekretär Chen Quanguo, zwischen 2011 und 2016 war er Parteisekretär von Tibet, und Präsident Xi Jinping waren alle drei in Peking. Es ist wahrscheinlich, dass bei dieser Gelegenheit der Plan zur Umerziehungskampagne konkret besprochen und abgesegnet wurde. Das ist meine Vermutung hier aufgrund dessen, was wir beobachten können. Im August 2016, nur wenige Monate später, nimmt Chen Quanguo dann das Amt des Parteisekretärs von Xinjiang auf. Er beginnt sofort, ohne jegliche Verzögerung, zunächst mit der Umwandlung Xinjiangs wie Tibet in einen Polizeistaat, setzt natürlich bestehende Maßnahmen fort, aber führt halt auch viele Maßnahmen ein, die er in Tibet schon ausprobiert hatte, durch die rapide, massenweise Rekrutierung von Polizei und einem drastischen Ausbau der Überwachungssysteme. Also Chen hat hier wirklich das Mehrfache, innerhalb von 12 Monaten, das Mehrfache geleistet, was Xinjiang in den Jahren davor hatte an Polizeikräften und Überwachungssystemen. Durch diese rapide Ausweitung schafft Chen innerhalb von nur 6 Monaten die Voraussetzung dafür, mit der Masseninternierung von anfänglich möglicherweise bis zu 1 Million und dann später möglicherweise noch mehr, vielleicht bis zu 2 Millionen, wir wissen es nicht genau, Minderheiten zu beginnen. Er schafft die Voraussetzung durch den Ausbau des Polizeistaates. Denn es ist ja ein Risiko, gewesen. Die Menschen könnten sich ja vielleicht wehren. Davor bestand auch Angst bei der Regierung. So wurden also die Voraussetzungen geschaffen innerhalb der ersten 6 Monate. Kurz nach dem August, im Herbst, berichteten dann die Arbeitsgruppen, die 100.000 Kader, 70 bis 100.000 Kader, die jedes Jahr in die Dörfer geschickt wurden, berichten dann zurück von ihren Erkenntnissen, von ihren Erlebnissen, die monatelang in den Dörfern gelebt haben. Das hat wichtiges Material geliefert natürlich dann für die darauffolgende Kampagne der Masseninternierung. Am 1. März 2017, nach dem chinesischen Neujahrsfest, sind Hunderttausende staatliche Regierungsbeamte in Arbeitsgruppen eingeteilt, in uigurischen Dörfern stationiert. Sie beginnen ihre Arbeit und füllen detaillierte Listen aus. Das Datenmaterial bestimmt dann in den kommenden Monaten, wer ins Lager kommt. Am 29. März des gleichen Monats 2017 veröffentlicht die Regierung von Xinjiang den Erlass zur Deextremifizierung, der eine quasi legale Basis für die extralegale Internierung von Minderheiten in Umerziehungslagern schafft. Und das Timing oder der Start der Umerziehungsmaßnahme können wir nachvollziehen anhand der Zeit, die Chen Quanguo braucht, erstmal um den Polizeistaat weiter auszubauen auf ein Mindestniveau. Zweitens aber die Stationierung dieser Arbeitsgruppen fand nämlich jedes Jahr direkt nach dem chinesischen Neujahrsfest statt.
Und das Timing des chinesischen Neujahrsfests im Jahr 2017 schuf von daher die Voraussetzungen für den Beginn der Kampagne der Masseninternierung. Gleichzeitig allerdings ist es vielleicht bekannter, dass anfangs 2017 die Masseninternierung begann. Aber gleichzeitig begannen auch eine ganze Reihe von anderen Maßnahmen, auch im Frühjahr 2017, Anfang 2017, nämlich der Staat baut Schulen zu Vollzeitinternaten um, baut Vorschulen und Kindergärten. Im Jahr 2018 geht die Internierungskampagne weiter. Viele Menschen kommen jetzt in größere Lager, die überfüllter sind. Wir sehen auf Satellit durch Zeugenaussagen eine Ausweitung der Kampagne. In der zweiten Hälfte 2018 baut die Regierung massenweise Fabriken, um die Internierten von den Lagern in die Zwangsarbeit zu schleusen. Mittlerweile leben viele Kinder von ihren Eltern getrennt in Internaten. Babys und Kleinstkinder werden in Kindertagesstätten betreut, während ihre Mütter in Satellitenfabriken in Dörfern arbeiten. Das ist in dieser Zeit alles geschehen gleichzeitig. Also auch die zwei parallelen Systeme der Zwangsarbeit, die Zwangsarbeit aus den Lagern und die Zwangsarbeit durch die Arbeitsbekämpfung, den Arbeitstransfer, wurden parallel ausgebaut. Den Arbeitstransfer gab es ja schon davor. Auch hier fand 2017 die große Zwangsmobilisierung statt und dann der Ausbau auch im Jahr 2018. In der ersten Hälfte 2019 werden viele Lagerinsassen stückweise entlassen. Viele der sichtbaren Sicherheitsmerkmale wie Stacheldraht oder Wachtürme werden entfernt. Einige Lager werden der westlichen Presse gezeigt. Währenddessen werden viele Lagerinsassen werden entweder in die Zwangsarbeit entlassen oder in die lokale Kontrolle, wo sie also dann noch ein Jahr ganz stark weiter kontrolliert werden von der Polizei, oder zu langen Gefängnisstrafen verurteilt und verschwinden dann in Gefängnissen, die auch dann zunehmend weiter, diese Hochsicherheitsanstalten wurden massiv ausgebaut, während viele dieser improvisierten, im Jahr 2017 gebauten Umerziehungslager dann auch abgebaut wurden. Gleichzeitig, ebenfalls im Jahr 2008, fängt im Jahr 2018 an, läuft aber im 2019 auf Hochtouren, ist die Kampagne der Geburtenverhinderungsmaßnahmen, die das Bevölkerungswachstum in Minderheitenregionen massiv reduzieren. In manchen Regionen auf nahezu 0, in manchen Gegenden unter 0% oder Promille natürliche Bevölkerungszunahme. Dokumente belegen Pläne im Jahr 2019 große Prozentsätze von geburtsfähigen Frauen zu sterilisieren. Wir haben hierzu punktuelle Daten, nicht vollständige Daten. Ab dem Jahr 2020 und 2021 erkennen wir das deutliche Zurückfahren der sichtbaren Polizeipräsenz. Die erste Einladung von Frau Michelle Bachelet fand statt, ich glaube im Jahr 2020. Der Besuch soll jetzt ja im Mai 2022 stattfinden. Nun, zum Verständnis der aktuellen Lage ist es wichtig, dass wir diese Phasen erkennen. Also von Jahr 2013 bis 2016 war die experimentelle Phase unter Jiang Chunqian, bestätigt durch Xi Jinping. Die Implementierung dann dieser massenhaften Kampagne, das Aufziehen dieser Großkampagne unter Chen Quanguo 2017 bis 2021. Ende 2021 wird Chen Quanguo dann ersetzt durch Ma Xingrui. Ma Xingrui, Gouverneur der Provinz Guangdong, ein Technokrat. Jemand mit Erfahrung in Wirtschaft, in Modernisierung. Es ist wichtig zu verstehen, diese Maßnahmen, die hier durchgeführt werden, die werden jetzt institutionalisiert. Das heißt, diese kampagnenartigen Bewegungen, halt auch in der Masseninternierung, auch in den anderen Maßnahmen, waren sozusagen erfolgreich. Und was wir jetzt sehen, ist eine Institutionalisierung, eine Normalisierung der Situation. Langfristiges auch Wirtschaftswachstum, Entwicklung ist geplant, natürlich durch verschiedene Formen der Zwangsarbeit oder Arbeit oder Entwicklung gefördert und durchgeführt.
Wichtig für uns ist die Erkenntnis, dass diese Maßnahmen direkt dem Willen und den Anforderungen Pekings entsprechen. Deswegen ist Xinjiang eine rote Linie. Das heißt, die Gegensanktionierung europäischer Bürger im März 2021 als Antwort auf die Sanktionierung von 4 Regierungsbeamten in Xinjiang durch die Europäische Union ist deswegen unter diesen neuen Erkenntnissen keine Überraschung. Denn Xi Jinping und andere zentrale Regierungsbeamte wie Yu Zhengsheng und Li Keqiang haben gesagt, damals schon, dass die Unterdrückung, diese Maßnahmen in Xinjiang notwendig sind zur Erfüllung zentraler nationaler politischer Ziele des 21. Jahrhunderts. Das Zusammenspiel der Methoden, mit denen Peking die Uiguren unterdrückt, geht in die Richtung eines schleichenden Völkermords. Rechtlich gesehen definiert die Völkermordskonvention von 1948 diesen Tatbestand nur anhand einer physischen oder biologischen Vernichtung oder Teilvernichtung einer geschützten Gruppe. Im Fall von Xinjiang ist die relevanteste Kategorie hier die systematische Geburtenverhinderung, also die biologische Vernichtung sozusagen, mit der sowohl das Wachstum wie auch potenziell der Umfang der Bevölkerung stark eingeschränkt wird. Wobei wir hier auch vergleichen können, die Teilvernichtung einer Bevölkerung, hier auch der Vergleich, wie hätte sich die Bevölkerung entwickelt ohne diese Maßnahmen, zum Vergleich, wie entwickelt sie sich mit den Maßnahmen. Auch diese Diskrepanz zählt als Teilvernichtung einer geschützten Gruppe. Der moderne Völkermord ist nicht unbedingt schnell und blutig, sondern zielt zunehmend auf die Zerstörung der Existenzgrundlage einer Gruppe ab, ein Prozess, der auch über Jahre und Jahrzehnte hinweg geschehen kann. Darüber werde ich mehr in meinem zweiten Vortrag nach der Kaffeepause sozusagen sagen. Ich wollte noch ganz kurz auf das Konzept des Weltherrschaftsplans eingehen, das ja von Frau Southgate und dann auch in dem Buch angesprochen wird. Das Konzept des Weltherrschaftsplans hört sich ja erstmal, sagen wir mal, recht krass an, recht weit dahergegriffen, sag ich mal so, oder vielleicht sogar unglaubwürdig, oder schwierig zumindest. Hierzu nur ganz kurz ein paar Gedanken. Erstens ist Frau Saatber nicht die Einzige, die davon spricht, sondern es gibt 3 bis 4, insgesamt 4 Zeuginnen und Zeugen, die mittlerweile hat es zugenommen. Okay. Also wo ich zumindest das mal nachgeschaut habe, die relativ ähnliche Pläne und Zeitfenster über ähnliche berichten. Erstens würde ich dazu sagen, dass die Vermittlung so eines Schemas, dass also eine stückweite Ausweitung der Kontrolle Pekings über die Welt, dass das erstens diesen Einheimischen, also den Minderheiten, denke ich mal, psychologisch vermittelt wird, um ihnen die Hoffnung zu nehmen. Das heißt, selbst wenn man mal davon ausgehen würde, wenn man mal die Frage zur Seite legen würde, ob das tatsächlich so ein Plan, ob dieser Plan tatsächlich so von Peking ausgeführt werden möchte oder nicht, mal ganz unabhängig davon, ist eine Vermittlung, denke ich, wir haben hier authentische Zeugenaussagen, die den Menschen die Hoffnung nehmen soll. Gerade die Kasachen haben ja auch ein eigenes Land, Kasachstan. Da besteht ja auch Hoffnung, dass da vielleicht mal eine Rettung kommt. Diese Menschen, die in Umerziehung gesteckt wurden, die in einem unglaublichen Polizeistaat leben, wird durch dieses Muster jegliche Hoffnung genommen, weil gesagt wird, diese Länder werden von Peking, gibt es einen Plan, dass die immer stärker kontrolliert werden, sprich, dass sie den Uiguren, Kasachen und so weiter nicht zur Hilfe kommen. Und auf den Westen könnt ihr euch auch nicht verlassen, denn auch da gibt es einen langfristigen Plan, dass der euch auch nicht zur Hilfe kommt. Zweitens entspricht, jetzt mal ganz egal, wie man diesen Plan genau nennt, ob man ihn Weltherrschaft nennt oder wie auch immer man ihn nennt oder wie auch immer der umgesetzt wird, das Interessante daran, vieles daran lässt sich natürlich nicht direkt unabhängig überprüfen. Ne, das ist klar, jetzt mal wissenschaftlich gesehen. Aber Aspekte davon lassen sich wissenschaftlich sehr wohl korroborieren, nämlich es gibt in China selbstverständlich den Plan, als zur sozialistischen Großmacht zu werden. Ja? Und das beinhaltet ja auch außenpolitische Ziele. Wir erkennen,
Jetzt mal nicht unbedingt angenommen, dass China tatsächlich versucht, mit Armeen woanders einzumarschieren. Das wissen wir nicht. Aber es gibt mindestens das Ziel, und das wird jetzt hier schon durchgeführt, in anderen Ländern Einflussnahme zu nehmen. Teilweise sogar auf die Innenpolitik, zumindest auf die Gesellschaft, auf eine bestimmte Art und Weise, mindestens auch unter den Exilen. Der Druck, der auf die Uiguren und Kasachen im Ausland ausgeübt wird. Das Ziel sozusagen, das sehen wir auch, Peking fördert systematisch andere Regimes, die ähnlich sind wie sie selber. Das heißt, die Welt zu einer Region, die Welt einen sicheren Ort für autoritäre Regimes zu machen. Das ist, denke ich mal, das Mindestmaß, was wir empirisch schon erkennen können. Ich denke mal, das würde ich gerne noch einfach dazu gesagt haben als Kommentar. Und es passt eigentlich sehr gut, mindestens passt es sehr gut, den Einheimischen, den Uiguren und Sachen in Xinjiang jegliche Hoffnung zu nehmen, indem man sagt, ihr könnt euch nicht auf andere Länder verlassen, so gar nicht auf den Westen, denn der Plan ist, die Einflussnahme, wie auch immer geartet dann, stückweise zu steigern. Herzlichen Dank. Danke, Dr. Stenz. Unser vierter Referent wäre eine uigurische Wissenschaftler aus Paris, Dr. Mamdouh Abbas. Er ist Covid erkrankt und vom Flughafen musste er nach Hause zurück. Gestern Nachmittag kam auch diese Nachricht. Gleicherweise, wir haben unter unsere Gäste angemeldet, war Professor Björn Alpermann aus Uni Würzburg und Dr. Sigrun Abels, Direktorin TU Berlin China Center. Björn Alpermann selber krank, selber Covid erkrankt und von Frau Abels Vater oder Mutter, Entschuldigung, war erkrankt und sie musste nach dorthin zum Versorgung. Ich wünsche Ihnen auch eine schnelle Genesung. Jetzt komme ich zu Frau Tianqin Martin Liao, eine Autorin, eine Menschenrechtlerin, eine Freundin der Uiguren. Sie ist in Taiwan ins Welt gekommen und seit Jahrzehnten in Deutschland. Ich habe meine Biografieliste leider verloren. Ganz kurz vorgestellt. Jetzt, sie möchte ihre Beobachtungen, was in unserer Heimat geschieht, uns nachbringen. Danke, Frau Sekretärin. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss mich eigentlich erstmal vor Frau Sayun verbeugen. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir wirklich Augenzeugen direkte Bericht erfahren. Denn wir wissen, dass die chinesische Regierung solche Schwarzmalerei über die türkische Volk und Uiguren machen. Das wissen wir. Was ich gehört habe, das ist zwar mir nicht ganz neu, aber trotzdem, das bewegt mich sehr, weil die chinesische kommunistische Partei begeht solche Verbrechen, Völkermord, im Namen von vielen Chinesen. Und ich bin eine Chinesin. Und das ist inakzeptabel. Das ist nicht nur bei der Chinesenwelt nicht akzeptabel, das ist auch in der ganzen Welt nicht. Gut, jetzt die ganze Welt konzentriert sich auf der Krieg in Ukraine. Was macht die Xi Jinping-Regierung? Was macht China jetzt in diesem Moment? Ein Monat später, als der Krieg ausbrach, am 24. März, hat die chinesische Außenminister Wang Yi, ist er nach Afghanistan gereist und hat mit der Taliban-Regierung
verhandelt. Eine Woche später, am 31. März, hat die chinesische Regierung 7 benachbarte Länder nach Peking eingeladen, die Außenminister nach Peking eingeladen. Das sind die Länder, natürlich Afghanistan, aber Usbekistan und Iran, Russland, Tadschikistan, Turkmenistan und so weiter. Wenn Sie diese Namen hören, dann wissen Sie schon, was das bedeutet. Wo die ganze Welt, die Konzentration woanders ist, machen die Chinesen immer ihren dreckigen Geschäft. So, was bedeutet, dass chinesische Regierung, Xi Jinping-Regierung mit solcher, sagen wir, hauptsächlich die Region aus der Islamkultur noch mehr sich annähern? Erstens, die chinesische Regierung ist scharf auf diese Öl und diese ganze Geschichte, was jetzt durch die ganze Welt ist, diese Energiepolitik durcheinander gekommen. Und die chinesische Regierung schaut natürlich noch viel mit schärferen Augen, was sie davon profitieren, von dieser Region. Erstens. Zweitens, Afghanistan ist zerstört worden. Aber auch die anderen Länder, was ich vorhin genannt habe, nachdem die Sowjetunion weggezogen sind, die Länder brauchen aufgebaut zu werden, besonders in Afghanistan. Die Chinesen sind schon jetzt reingegangen. Die werden all diese Arbeit übernehmen. Drittens, das Wichtigste. Die chinesische Regierung haben mit diesen Ländern eine Abmachung. Uigurische Geflüchtete, die in diesen Ländern befinden, sie sind ja zum Beispiel aus Kasachstan. Uiguren, die in solchen Ländern geflüchtet sind und Asyl beantragt haben, die sind da in Gefahr, die werden ausgeliefert. Ja, Sie haben vorhin schon erwähnt, China hat mit 28 Ländern solche Abkommen, die sind gebunden. Also ich kann nicht diese 28 Länder nennen, aber viele dieser Länder sind uigurischen Asylanten, befinden sich die Asylanten. Und diese Länder können mit chinesischer Regierung zusammenarbeiten und diese Leute ausliefern. Was ich auch nicht bestätigen kann, ist nach Berichterstattung von einer bestimmten Organisation. In den vergangenen 2 Jahren sind über 2000 uigurischen Asylanten nach China zurückgeliefert worden. Also Herr Sens weiß gut Bescheid. Vielen dieser Daten können wir nicht prüfen. Wir haben nicht die Möglichkeit, aber irgendwie als ein Anhaltspunkt. Was macht die chinesische Regierung? Immer wenn die Welt durcheinander ist, wenn Weihnachten kommt oder so, dann verhaften sie eine Gruppe von Leuten. Und jetzt, wo dieser Krieg in Ukraine ausgebrochen ist, machen sie solche Zusammenarbeit mit dieser Region. Noch ein anderer Punkt, was ich noch in dieser kurzen Zeit erwähnen möchte, ist diese massive Propaganda. Das ist also die Welt ist in Unruhe, aber die chinesische Regierung macht riesen Propaganda. Erstens, innerhalb China. Wenn Sie die offiziellen chinesischen Medien beobachten, das sind alle pro Russland Berichterstattungen. Also Putin wird als ein großen Held, Nationalheld, gefeiert unter der chinesischen Bevölkerung. Und dann im Ausland versucht auch die
wenige, aber zum Beispiel chinesische Journalisten dürfen nach Ukraine reisen. Und sie können an Ort und Stelle Berichte machen. Und die werden von der russischen Armee beschützt. Dann dürfen sie filmen und senden sie solche Filme nach China ein. Und sagen, wie toll, wie tapfer die russische Armee vorantreiben und wie hilfsbereit, wie menschlich sie gegenüber der ukrainischen Bevölkerung sind. Das sind total andere Berichterstattung, was wir, ich würde nicht sagen, dass im Westen da alles okay ist, aber es ist eine ganz andere Berichterstattung und das sind viele Menschen, die sind dann Opfer von solcher Fake News. Und eigentlich diese Unmenschlichkeit, was passiert ist, nicht nur in Xinjiang, aber auch in Tibet, auch in der Mongolei. Wenn die Chinesen, ich meine die Chinesen in China, wenn sie wissen, was da passiert ist, ich glaube, sind sie alle dagegen. Aber sie wissen das nicht. Sie bekommen genau das Gegenteil dieser ganzen sogenannten Wahrheit. So insofern diese Propagandakrieg, nenne ich, das ist total inakzeptabel. Und selbst unter den chinesischen demokratischen Persönlichkeiten, sowohl in China, das in verschwindenden Minderzahl, und aber auch im Ausland sind viele Aktivisten für die chinesische Demokratiebewegung. Sie kämpfen für ihre eigene Demokratie, Menschenrechte und so weiter. Aber wenn wir über diese Nationalitätenpolitik der chinesischen Regierung sprechen, sind die meisten sehr zurückhaltend. Ich komme jetzt gerade aus London, ich war Teilnahme an einer Konferenz. Wir haben auch über solche Probleme gesprochen. Die meisten sogenannten demokratischen Persönlichkeiten, die sind sehr zurückhaltend. Vielleicht zu Tibet anders. Die haben Sympathie für Dalai Lama und so weiter. Aber für diese Situation in Xinjiang, wenn Sie nur das Wort East Turkestan hören, dann sind Sie schon sehr erfreut und sagen, was ist das? Ja? Und ich wollte nur sagen, dass diese Propagandamaschine in China ist in voller Gange zurzeit. Und wir müssen sehr, sehr darauf achten. Und es sind noch viele andere Punkte, und zum Beispiel Taiwan ist ja auch betont, ja, und das ist nicht unser Thema heute. Ich wollte nur noch einmal betonen, dass nicht, dass die chinesische hinter dieser Regierung steht. Ich stehe nicht hinter dieser Regierung. Die sind nur Opfer von dieser Propaganda. Und Völkermord, wie Sie vorhin schon erklärt haben, wir haben heute eine andere Definition. Ja? Und das ist ein vollkommener Völkermord, Genocide, was in Xinjiang, in Tibet, in Mongolei passiert ist es schon in Hongkong passiert. Und ich fürchte, es kann ja auch in Taiwan passieren. Und das ist absolut nicht akzeptabel. Ich bedanke mich. Danke, Tianjin. Wir hoffen alle hoffentlich der Tag bald kommt, wo die Chinesen selber erfahren, was die Wirklichkeit ist und dass die dann selber wissen, wie sie regiert werden, was für Regierung sie haben und dann auch eine Wende kommt, wo alle Menschen in Frieden nebeneinander als Frauen zusammenleben können. Jetzt, obwohl eine von unseren Referenten ausgefallen ist, jemand hat sich freiwillig gemeldet, kurz den Beitrag zu leisten, und das ist Frau Alicia Hennig, beschäftigt sich mit ethischen Prinzipien in der Wirtschaft. Und sie wird jetzt uns kurz ihren Beitrag leisten. Ja, vielen Dank, Herr Enger. Ich habe die Einladung. Ich habe nichts vorbereitet.
vorbereitet, aber ich kann etwas anfangen. Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Auch danke für deinen Beitrag. Das hat mich sehr berührt, das live zu hören. Kurz zu meinem Hintergrund, weil es mag vielleicht für manche Anwesende hier von Interesse sein. Ich bin Wirtschaftsethikerin, ich arbeite an der TU Dresden und ich beschäftige mich mit dem Thema Xinjiang aus wirtschaftsethischer Perspektive und genau schaue ich mir eben an, wie es um das Verantwortungsbewusstsein deutscher Unternehmen bestellt ist, die in Xinjiang operieren. Dieses Semester werde ich mit Kollegen aus der Managementdisziplin eine Fallstudie zu Volkswagen vorbereiten. Das ist das Unternehmen, was wir uns jetzt genauer anschauen werden. Und die Frage, die mich einfach in dem Kontext von Xinjiang beschäftigt und Menschenrechtsverletzungen, systematischen Menschenrechtsverletzungen, muss man eigentlich sagen, ist gerade im Hinblick auf die deutsche Geschichte und dass wir im letzten Jahrhundert zweimal den Totalitarismus in unserem eigenen Land hatten, frage ich mich, wie kann es sein, dass in der Politik, außer von bestimmten Leuten wie Rainer Bütikofer und Margarete Bause, das Thema Menschenrechte und Menschlichkeit und der Mensch, der im Zentrum steht, kaum adressiert wird in Politik und Wirtschaft in Deutschland, was im Gegenzug dazu führt, dass Unternehmen wie Volkswagen offensichtlich diesbezüglich auch kein großes Bewusstsein haben, auch im Kontext ihrer eigenen Geschichte während des Dritten Reiches. Und insofern finde ich diese Frage sehr spannend, sich gewisse Unternehmen doch in diesem Kontext genauer nochmal anzuschauen. Und das ist mein Arbeitshintergrund. Danke. Danke, Alicia. Vielen Dank für den kurzen Beitrag. Jetzt komme ich zum Schluss dieser Sitzung zu Professor Marie Horstmann. Sie ist Sinologin, Journalistin, Autorin und Menschenrechtlerin. Ich habe sie vor 22 Jahren im Europäischen Parlament während unsere erste Konferenz im Europäischen Parlament kennengelernt und seitdem sie steht mir bei und insbesondere während der Gründung der Ilham-Tohti-Initiative hat mich voll unterstützt und jetzt sie ist auch extra hergeflogen und ich bitte Frau Marie Horstmann, Professor Horstmann, die abschließende Worte zu dieser Sitzung zu sagen. Bitte mal. Ja, sie spricht Deutsch, aber fühlt sich besser, Englisch zu sprechen. Ich hoffe, Mehrheit hier bei uns sie verstehen wird. Danke. Yes. I'm very sorry I can't speak German easily. I can listen and understand, but if I speak, I sound really stupid, so I try not to sound so stupid in English, but I'll do my best. The idea of Enver Can was that I should make a sort of resume of what we have said here today, so I will try to do that. But first, our hero, Enver Can and me, is Ilham Tohti. So I do want to say a few words about him in the context of what we have all said. It's very clear, especially from what Adrian Zensex has said, and Alexandra too also, that everything is first thought of in the communist system, then carefully planned, and then it comes out. I think the arrest of Ilham Tohti belongs to that. Because in 2014, Xi Jinping was just starting getting worse. And there was really one man who was able to talk to the Chinese government, to talk to the Uyghur, and to talk to the Chinese population. Because he had organized this Uyghur Biz, that was his network, he was able to allow Chinese people, Uyghur people, officials,
pro-government, anti-government people to speak together and in that way have a discussion and were able to sort of formalize their plans, their thoughts and so forth. So such a person was obviously the first one to arrest. That couldn't be allowed, that someone was organizing a free conversation in China on Uyghur questions. I had met him just a few years before, and I could feel his strength and his willpower. And of course I was surprised that he was so brave, so outspoken, and so knowledgeable, because he had traveled almost all around the world. But one thing he had done was to go to Kazakhstan, Uzbekistan, all those countries, and study the way minorities or different people live together and how the government's plans those Zusammensein situations. And I thought that was very clever. It hadn't occurred to me that a Uyghur professor had been able to do all that, because at that time we already knew that the Uyghurs were under constraints, and I didn't imagine that he had had so many possibilities to study the situation. So the loss of Ilham Tohti for our world, for the time being, and hopefully for not too long, is tremendous. It's tremendous because he could talk to everybody and he attracted everybody. All his students just were in love with him. I know a French sinologist, and she followed his course, and she liked him so much that she went to his house and they had long talks together. No one else had been able to do that in China. As usual, it's often a one-man thing or a one-woman thing, and when that person disappears, then the whole field is ended. So that way of thinking of the Chinese Communist Party is quite remarkable, and we don't always notice, but they usually say it in advance. They don't hide it. They actually plan. It was interesting, under Hu Jintao, we have to remember a little bit that there was another China. Hu Jintao's China was not perfect, but it kept the door open. It kept the door open that we Chinese, we China, were going towards some kind of opening. Hu Jintao came to France once, and I heard his speech. Within his speech, he talked about 27 times about democracy. Of course it was propaganda, of course he was trying to make us happy because he was talking about democracy. He didn't mean it, but at least he pretended. Xi Jinping will never talk about democracy to us. He will tell us democracy is nothing, we are efficient, and you're so stupid, you spend so much time on strike and doing all sorts of silly things. We don't, we're efficient. So Hu Jintao used the Xinjiang territory to expand Chinese economy. I've been once in Xinjiang, but very long ago, that was 1986, and during that time I could see that there was no agriculture except in those small parts where there was water and rivers, etc. But the Chinese were able to get the water from under the soil and create those huge cotton fields and tomato fields, and from nothing created a tremendous economy with exportation, etc. So that was, in a way, a good beginning. But when Xi Jinping came, he transformed it into slavery, and with a very, very sort of traditional attitude that we know everything and you have to adjust to us and you have to serve our goals, and nothing else matters. So everything was planned, every single detail. When you observe Chinese society, Chinese politics, you can see that it has an aim. I just want to say one word about Wang Junzhang. Wang Junzhang
has been the new secretary of the party in Tibet since last October. Wang Junzhang was the head of the Xinjiang Production and Construction Corps, the Bingtuan. Many people here know what that Bingtuan is, but maybe some don't. It's really a country within the country. The Bingtuan doesn't answer to anybody. It's military, it is organized in a military fashion, it's exclusively for Han people. The Xinjiang may be slaves there, but they have no decision, no role, no nothing. And so the Bingtuan is the origin of this huge economic development in Xinjiang. And because it was made through the Han, all the Uyghur people were put aside and only given the menial jobs and the jobs that were not making very much money. So this Wang Junzhang being sent now to Tibet because the secretaries turn around, they don't stay in their province forever, they have to turn, is really a slap in the face for us democratic countries. Wang Junzhang is already under many sanctions. He can't travel abroad. If he has something in a Swiss bank, it should be taken away, etc., etc. He's the one that has been sent to Tibet. And you were talking about destroying hope. I think we have seen the renewal of immolation by fire in Tibet in the last month. 3 Tibetans, we didn't have any immolation in 2021. Now the number has gone up to 169 such deaths. And I think maybe, of course I don't know, those immolations have something to do with the coming of Wang Junzhang. Because I don't think the Tibetans had much hope, but that's really the nail in the coffin. Talking about loss of hope, Adrian Zenz mentioned the fact that the Uyghurs knew they couldn't go to Kazakhstan anymore because the Kazakhstan now more or less obeyed the Chinese government. But the Chinese government has done the same thing with Nepal. Until, let's say, 12, 13 years ago, you had Tibetans fleeing China and going to Nepal and being well accepted and well received. Now, people who manage to flee from China, Tibetans who manage to flee from China to Nepal, count at most, maybe 8 people, 9 people per year. So it's a sideline, but it's a real problem for the schools, you know, the schools for the children in the Hamsala, because now the children can't come anymore. They used to accept many children, raise them in the Tibetan culture and language. And now there are no more children coming, no more Tibetan being able to flee, because when they go to Nepal, the Nepal police sends them back. Simple. So they don't go anymore. And that is also end of hope. So I think this conference is really hard on all of us, because we don't see a ray of light for the moment. What is happening in China now with the confinement is beyond imagination. But maybe from there we have a little bit of hope. You just talked about Volkswagen. We have about 30,000 French people working in Shanghai, Beijing, and also. They all want out. When I mean all, of course, I don't know all, but they are all calling up their families and saying, we can't go out. We can't leave our house. We can't go to the airport. We can't buy a plane ticket. And there is a real human rights violation that is going on. They couldn't vote for our president. Thank God the majority was high for Macron and it wasn't Le Pen. But if it had been very thin, maybe those 30,000 people would have made the difference. We can imagine that. So it's a true attack to our democracy. I hope that the Western
governments will realize how big their capacity for intruding into our lives now, how big it has become. And you were talking about the separation from parents and children being taken away. They've done that to foreigners in China now. Now there is no privilege for foreigners. They have taken babies away because they were tested positive and sent them to those concentration camps, confinement camps. And the parents were separated from the children. Thank God it didn't happen too often, but it did happen. And the families was just going crazy. So I hope, because I think nobody can imagine what a totalitarian regime is until he has felt the pain. We all know that. And unless we have never lost a loved one, we don't know what it means to be really, really sad. When you have that, then you understand. The totalitarian system is beyond our imagination because we have never lived under such circumstances. These 30,000 French now, they know. They know. And I hope they will talk and say what it is to be in a totalitarian system. I will end with that with one example. We know some stories about the confinement, but maybe you haven't heard about what's going on in Tangshan now. Because, you see, they learn from experience, as they say. They are practical people. It's hard to put everybody in jail. Don't have enough jails. So now the houses are jails. How? When you have a home, you have the door, you have a key. You have to give the key to the police. The police stands outside, closes the door, and leaves with the key. If you have a number code, then they can't take the number code away. So they take plants and put nails in the plants, and you just can't open the door. So now the city of Tangshan has literally is beginning to become a complete jail. People can't go out. So we all wonder, what is the Chinese government trying to do? Is it trying to test how much the Chinese citizens can bear? Because I think this is going to such an extreme that it would mean that at one point the Chinese will revolt, will rebel, will come out and scream and break everything. But it doesn't look like that. It looks like we're going to go as far as we can and teach you who's the master. This is, unfortunately, what it looks like. And this is, for me, once again, beyond my imagination. But I'm a witness. I saw an interview on TV just 3 days ago of two Peking people. Of course, they were talking to journalists, so they knew that what they had to say. But they were saying, yes, Beijing will be in confinement, but we feel very secure. We have 1 month's food reserved, and everything is well organized by the government. They cannot not have heard what is going on in Shanghai. Some people are literally starving, and the food they get is ridiculous. I mean, sometimes they get only noodles, sometimes they get only cabbage, but half the cabbage is already rotten, etc., etc. It's a pure tragedy. Anyway, I could go on forever. I will stop. What I just wanted to say is that by putting Ilhan Tohti in jail, they have cut the hope for the Uyghur people. And they have cut a path that could have been completely different. So, Herr Bütikofer said that Mrs. Bachelet will be trying to see him. I have a suggestion. We all know she will not see him. But she could ask for a video conference, maybe, because they will never let her into a jail. But maybe a video conference, if she was persistent enough, would be possible, and we could at least see first that he's alive, and maybe that he's not in terrible health.
situation. This is my hope. I think this would be a better request, more likely to succeed. Thank you very much. Danke, Marie. Professor Holzmann hat vor 50 Jahren in Taiwan, Japan und China studiert. Und sie ist, soweit ich kenne, eine französische Professorin mit Herz für die Menschenrechte. Und sie gehört zu diesen wenigen auch, die genau weiß, wie die KP China tickt. Ich möchte anschließend ein paar Wörter über Ilham Tohti sagen. Zum Beispiel, ich finde es schade, dass die chinesische Regierung statt von seinem Wissen und Visionary Thinking Gebrauch zu machen, versucht ihn im Gefängnis mundtot zu machen. Die andersrum wäre vor allem besser für die chinesische Bevölkerung, für die Menschenwürde, für Frieden und Stabilität. Ilham Tohti ist ein Held und durch diese Art, ihn im Gefängnis zu stecken, hat die Chinesen, die Regierung hat ihn eine bessere Held gemacht in der Weltöffentlichkeit. Und der Sacharow-Preis bis jetzt der höchste, ist ein Zeichen davon, dass die Weltöffentlichkeit sagt ganz offen zu China, was du für Kriminelle hältst, ist ein Held für Menschenrechte, für Freiheit und für Demokratie. So, in diesem Zusammenhang, als Ilham Tohti Initiative, unser nächstes Ziel, jetziges Ziel ist, weil er auch bis jetzt öfter für das Weltnobel-Friedenspreis nominiert wurde, und das fortzusetzen, diese Arbeit, bis er diesen Preis bekommt. In den letzten 3 Jahren in den europäischen Ländern, EU-Ländern, inklusive Deutschland, verschiedene Abgeordnete, die zugelassen ist von dem Nobelkomitee, also die Möglichkeit hatte zu nominieren, haben Ilham Tohti zu dem Preis nominiert. Und meine Bitte und meine Arbeit, unsere Arbeit im nächsten Jahr wird viele Politiker, Wissenschaftler in den europäischen Ländern, insbesondere in Deutschland, erreichen und denen bitten, bitte euer Mann mit Sacharow-Preis, er kann nicht freikommen, auch mit diesem Weltfriedenspreis zu krönen, ihn zu nominieren. Dafür werden wir zusammen unsere Arbeit fortsetzen. Damit möchte ich auch jetzt diese erste Sitzung schließen. Wir haben, Entschuldigung, ja, ist genau aufgelegt. Wir kommen zur Frage und Antwort. Da haben wir normalerweise 15 Minuten, aber ich bekomme die Information, wir haben die Möglichkeit, länger diskutieren, wenn Fragen da sind. Jetzt ist, wir sind in Frage- und Antwortsession. Bitte schön. An alle Referenten und Referentinnen, ich glaube, da sollen viele Fragen auf uns zukommen. Ja, Michael Lee. Eine Frage. Das französische Parlament hat ja das Vorgehen der Chinesen in Xinjiang als Völkermord verurteilt. Ja. Die französische Regierung hat sich mehr oder weniger gleich wieder davon distanziert. Nichtsdestotrotz ist das ein starkes Statement. Das französische Parlament hat von Völkermord gesprochen. Frage, kann hier jemand sagen, wie es im Deutschen Bundestag aussieht? Es wäre doch erstrebenswert, sinnvoll, wünschenswert, dass auch im Bundestag hierzu eine Initiative ergriffen wird. Vielleicht kann dazu jemand was sagen. Das ist der Werbeblock für die zweite Runde.
Ja, ich wollte als Moderator auch die zweite Runde, wie Sie das Programm gesehen haben, ist eine Diskussionsrunde mit deutschen Politikern, Bundestagsabgeordneten, und da würde die Moderator, glaube ich, Ihre Frage weiterleiten und dann hören wir darüber. Weil wenn wir auf diese Diskussion jetzt eingehen, dann wird viel länger dauern, als wir vorstellen. Vielen Dank für Ihre Frage. Andere Fragen, bitte. Wenn Sie ohne Maske, ich persönlich höre schlecht. Gerne. Fabian Mahler vom Bayerischen Rundfunk. Ich hätte eine Frage an Herrn Zenz. Sie haben gerade angedeutet, dass sozusagen die Lagerphase langsam abläuft, wenn ich Sie richtig verstanden habe, und dass es zu so einer Art Konsolidierungsphase kommt. Also bedeutet das, dass sozusagen ich nehme mal nicht an, aber dass die schlimmen Menschenverbrechen jetzt weniger werden, weil die Regierung schon so weit erfolgreich war mit ihrem Modell, oder was erwarten Sie da jetzt von der Entwicklung? Also die Phase, dass massenweise Menschen aufgegriffen und in Lager gesteckt worden sind, die ist grundsätzlich vorbei. Nun, das Problem ist aber, dass wir mangelnde Informationen haben. Das heißt, wir wissen, es sind ein Teil dieser Lager, dieser sogenannten Bildungszentren, die 2017 halt speziell gebaut wurden. Ein Teil von denen ist abgebaut worden und nicht mehr wirklich in Betrieb. Diese Menschen es gibt auch interne dokumentare Hinweise, dass diese Menschen in die Arbeit oder Zwangsarbeit entlassen worden sind. Nun ist allerdings das Problem, dass die Gesamtkapazität, sagen wir mal, der Internierung in Xinjiang ja eigentlich weiter gewachsen ist. Also die Anlagen mit höherer Sicherheit, nicht nur formale Gefängnisse, sondern auch Haftanstalten, sind deutlich ausgebaut worden und auch Anstalten, von denen man gar nicht genau weiß, was sie sind. Von daher, es gibt ja eine ganze Reihe verschiedener Lager, gab es auch schon 2017 und 2018. Es gab die Berufsbildungszentren, es gab diese Transformation- oder Umerziehungslager, die nichts mit Berufsbildung offiziell zu tun hatten, und dann halt die Haftanstalten, in denen halt auch Umerziehung betrieben wurde, und dann halt die Gefängnisse. Jetzt würde ich dazu zwei Sachen sagen, um Ihre Frage zu beantworten. Ja, diese kampagnenartige Mobilisierung schwenkt um in eine Institutionalisierung. Gleichzeitig wissen wir aber nicht, wie viele Menschen noch in verschiedenen Arten von diesen Anstalten insgesamt sind. Und andererseits ist es, denke ich mal, ganz wichtig, dass wir als Akademiker und auch in den Medien erkennen, wir machen ja ganz gerne die Trennung von Umerziehungslagern, das ist die extralegale Internierung, und dann Gefängnisse. Gefängnisse hat jedes Land. Und da gibt es irgendwie auch einen Prozess vielleicht, und dann ist jemand im Gefängnis. Wir trennen das. Ich denke, es ist wichtig, und das entspricht meinem zunehmenden Verständnis und auch meinen zunehmenden Forschungserkenntnissen, dass wir die Gefängnisstrategie oder die Gefängnisinsassen in Xinjiang, dass wir das auch als eine Form der extralegalen Internierung deklarieren. Dass wir also nicht sagen, nur weil jetzt eine unbekannte, wahrscheinlich recht große Zahl von Menschen von Umerziehungslagern in Gefängnisse gesteckt worden sind, dass wir jetzt sagen, der Straftatbestand in Xinjiang ist vielleicht nicht mehr so dramatisch. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir diese Menschen auch als extralegal interniert sehen und dass man dann in unserer Kommunikation das nicht als einen akzeptableren Zustand sehen würde. Von daher würde ich sagen, die Form und die Methodik wandelt sich und wir sehen eine Institutionalisierung. Das würde ich jetzt aber nicht als einen verminderten Straftatbestand oder Verbrechen gegen Menschlichkeit oder Völkermordstatbestand bezeichnen. Also ich würde das nicht moralisch nicht als weniger schlimm bewerten, diesen Umschwenk jetzt in die längerfristige Situation. Sondern ich würde es halt eher konzeptuell als eine konzeptuelle Umstellung darstellen. Und es ist auch nicht ganz gesichert, dass tatsächlich insgesamt weniger
Menschen in irgendeiner Form von Haft oder Internierung sich befinden. Wir wissen, dass eine Form der Internierung weitgehend oder zumindest teilweise abgebaut ist. Ja, danke. Gleich, bevor ich zu Ihnen komme, wegen die Kindertrennung von Eltern oder nach so Waisenhäuser zu schicken. Marie hat erwähnt, da ist auch ein großer Unterschied zwischen woanders, was woanders gemacht wird, was bei uns gemacht wird. Das ist Teil des Programms Zivilisierung. Das ist dann eine Möglichkeit, 100.000 Kinder in Waisenhäuser als Chinesen auszuziehen. Nicht ausziehen. Wie sagt man es? Aufzuziehen. Entschuldigung, ja, abzuziehen. Und in 10 Jahren, wenn die Kinder in Universitätenalter sind, ich glaube nicht, dass die als Uiguren bekannt werden, weil das ist dann der schleichende Genozid ist ein Teil. Und dazu ganz kurz noch sogenannte Population Movement, Enforced Population Mobilization or Movement. Da werden seit mindestens 6, 7 Jahren junge Leute, insbesondere junge Frauen, dazu gezwungen, in Inland China Arbeit aufzunehmen und die nach einem Jahrzehnt, 2 Jahrzehnten, die sind auch durch Heirat, Mischehe oder die sind auch Teil der schleichenden Genozides. Das wollte ich noch dazu sagen und wollte Ihnen fragen, Sie haben teilweise beantwortet, Entschuldigung, Professor, diese Normalisierung, ist das dem Westen das zu zeigen, wir hören auf, wir machen nicht weiter, oder ist das Kontinuität des Politik, diese Politik mit anderen Methoden? Das bisschen, dass Sie darauf eingehen. Ja. Danke. Also ich würde mal behaupten, dass dieser extrem auch sichtbare und aktive Polizeistaat, der ja auch die Gesellschaft unglaublich behindert hat, die Bewegung unglaublich behindert hat, der unglaublich sichtbar war, zusammen halt auch dann mit den Lagern, diese kampagnenartige Systematik, dass es geplant war, dass das eine Phase ist. Das ist meine Überzeugung. Dass also die Planung war, dass man das durchzieht, ganz drakonisch, ganz massiv durchzieht, dass man dann aber versucht, das Ganze halt auch zu normalisieren und dann umzuschwenken auf eine etwas nachhaltigere Situation, wo die Gesellschaft wieder etwas normaler funktionieren kann, wo sozusagen die Probleme gelöst sind in verschiedener Hinsicht, wo man also die Leute auch sortiert hat. Manche Menschen, also die Umerziehung, man sagt, ist dort geglückt vielleicht und die Menschen kann man entlassen. Andere aber tut man ins Gefängnis und dann tut man auch vielleicht wieder neu in die Umerziehung. Ich würde sagen, das war Teil des Plans. Und einerseits, weil es halt auch nachhaltiger ist, weil es auch Sinn macht, weil diese drakonische Kampagne war auch nicht, denke ich mal, als Dauerzustand geplant. Aber sie hat natürlich auch den Vorteil, dass das Ganze zumindest dem ungebildeten Beobachter gegenüber nicht mehr vielleicht so extrem vorkommt. Das heißt, dass man auch gegenüber der Weltgemeinschaft dann sagen kann, ja, wir mussten hier ein paar Jahre Deexumifizierung machen und die Leute brauchten Berufsbildung und so weiter und das ist jetzt alles besser. Das hilft natürlich auch. Aber ich denke, ich würde jetzt nicht sagen, dass der westliche Druck zu diesem Umschwenk oder diesem Strategiewechsel geführt hat, sondern ich denke, das war mehr oder weniger so phasenweise geplant. Das würde ich mal behaupten. So, danke Ihnen. Es war Professor Küchler. Bitte schön.
Wenn Sie ohne Maske uns dann werden wir besser. Vielen Dank. Mein Name ist Küchler, ich arbeite an der Technischen Universität Berlin. Wir haben ein China-Zentrum und eigentlich wollte Frau Dr. Ares heute hier sein, genauso wie Herr Alpermann aus Würzburg. Ich finde eigentlich, es wäre wirklich gut gewesen, wenn Sie hier gewesen wären, weil Sie damit auch zum Ausdruck gebracht hätten, dass innerhalb dieser großen Debatte um den Stand der China-Wissenschaften und akademischen Aktivitäten in Deutschland, der ja relativ polarisiert jetzt geführt wird, dass es da doch eine starke Position innerhalb der China-Studien gibt, die klar Farbe bekennen und keine Angst davor haben, Dinge so auszusprechen, wie sie sind. Entsprechend dem Motto der Shanghaier Fudan-Universität, Freiheit in der Wissenschaft und Freiheit des Denkens. Sie wissen, dass dieses Motto beseitigt werden musste, weil an die Stelle dessen ein opportunistisches Denken zugunsten der KP rücken sollte. Jetzt habe ich zwei Fragen. Die eine geht an Frau Liao. Und zwar, Sie sprachen davon, dass es in China kaum die Möglichkeit gibt, sich über die Situation in Xinjiang und Tibet zu informieren. Wie bewerten Sie die Arbeiten von Wang Lixiong? Wenigstens ein Autor, der doch sehr mutig Stellung bezogen hat. Und die zweite Frage habe ich an Herrn Zenz. Können Sie etwas sagen über die Situation der inhaftierten Wissenschaftler in Xinjiang? Die hatten ja zum Teil Todesurteile bekommen. Wird das jetzt auch wieder relativiert und kann man da von einer Rückkehr zur Normalität in Anführungsstrichen sprechen? Oder wie ist die Situation? Zuerst zu Wang Lixiong. Ja. Er ist der Ehemann von Zedin Worse, nicht wahr? Und er, oder sagen wir das Ehepaar, konzentriert sich hauptsächlich auf die Tibet-Issue und weniger um die Situation in Xinjiang und Uyghur. Aber trotzdem, das ist eine gute Frage, ist es eine verschwindende Teil von doch Leuten, die sich für die Situation in Xinjiang interessieren. Aber sie dürfen nicht öffentlich ihre Meinung äußern, sonst verschwinden sie sofort. Aber wir haben immer noch ein bisschen die Möglichkeiten, durch welche Medien auch immer zu wissen. Es gibt Leute, die über die Situation in China schon ein bisschen wissen und dann verbreiten in einen kleineren Kreis. Es gibt die, aber zum Beispiel auch zu diesem Ukraine-Krieg. Es gibt auch Leute, die dagegen sind. Es ist nicht totale Stille. Zu Wang Lixiong würde ich nur sagen, ich kenne ihn auch persönlich, er konzentriert sich auf die Situation in Tibet. Das ist ein großer Beitrag. Also ich finde, Leute, die in China, die für Menschenrechte kämpfen, besonders für Menschenrechte für andere Völker, nicht nur für die Chinesen, für ganz besonders mutig. Die opfern ihr Leben, ihre Freiheit und so weiter. Ja, danke für Ihre Frage. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir nicht von einer Rückkehr sprechen. Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir von einer phasenweisen Entwicklung sprechen. Aber Rückkehr würde ja so ein bisschen implizieren, dass man so wie vor die Zeit vor 2016 oder sogar 2013 zurückkehrt. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir ganz deutlich machen, dass wir trotz dieser gestuften Entwicklung weiterhin einen ganz drakonischen Unterdrückungsstaat haben, auch einen Polizeistaat, der stärker im Hintergrund getreten ist, dass aber diese Menschen und auch diese wissenschaftlichen Eliten, es sind ja ganz Wissenschaftler, Künstler, Musiker und so weiter, nicht wahr? Und auch Geschäftsleute, erfolgreiche Geschäftsleute, Leute mit viel Geld, Figuren mit viel Geld und Besitz, wurden ja auch gezielt interniert und so weiter, ins Gefängnis gesteckt, dass diese Leute wie aus dem Weg geräumt sind. Also es ist klar, es gibt keine Rückkehr, sondern diese neue Normalität, die in Xinjiang gebaut wird oder sich entwickelt wird, die
basiert sozusagen auf dem Erfolg dessen, was getan wurde und einer Weiterführung ganz vieler Menschenrechtsverbrechen. Darunter, dass, soweit ich das beurteilen kann, dass sich die Situation dieser Eliten oder auch von anderen in den Gefängnissen nicht gebessert hat, sondern wir müssen davon ausgehen, dass diese Eliten absichtlich aus dem Weg geräumt werden. Das sind, gerade bei den Älteren muss man das ja schon auch als de facto Todesurteile bezeichnen, wenn ein 60-, 65-jähriger Person für 20 oder mehr Jahre in diesen Gefängnissen, ob die dann jemals lebend entlassen werden. Also das sieht meiner Meinung nach ganz schlecht aus. Und da werde ich ein klein bisschen in meinem nächsten Vortrag darauf eingehen. Das gezielte, sagen wir mal, Entfernen oder zur Seite schaffen von Eliten ist ja leider Gottes ein häufiges Phänomen von systematischen Menschenrechtsverbrechen oder Völkermord oder dem, was, sagen wir mal, zum Völkermord hinführt oder hinführen könnte. Das heißt, weil nämlich diese Eliten natürlich oft einen wichtigen Einfluss haben auf die Weiterverbreitung der Kultur. Das sind natürlich Vorbilder für die Figuren oder einflussreiche Menschen. Und das zur Seite schaffen dieser Eliten ist leider eine ganz wichtige Strategie von vielen dieser Massenverbrechen, dieser Atrocity Crimes, wie sie im UN-Framework bezeichnet werden. Und es gibt keinerlei Anzeichen, dass sich das verbessert. Und leider müssen wir davon ausgehen, dass diese Menschen halt dann vielleicht irgendwann mal in vielen Jahren völlig gebrochen oder schwer krank oder gesundheitlich, geistlich gebrochen entlassen werden. Vielleicht überleben sie es, vielleicht überleben sie es nicht. Also das ist leider ein wichtiger Bestandteil dieser Kampagne, das passt zu dieser neuen Normalität, in die eingeschränkt wird. Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage soweit. Hat man denn Kollaborateure gefunden, die anstelle dieser Führungskräfte getreten sind? Also der Mann von der Sinja-Universität hat ja ein Todesurteil bekommen und der von der medizinischen Hochschule genauso. Und wer sind Ihre Nachfolger? Sind das auch Uiguren, die jetzt da einspringen müssen? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt nicht speziell etwas, was ich mir speziell angeschaut habe. Also da gibt es zum Beispiel auch einen ganz guten Bericht eigentlich vom Uyghur Human Rights Project, dem UHRP in Washington DC. Die haben halt auch geschaut, was ist mit den Besitztümern. Da sind ja teilweise die Besitztümer von diesen Geschäftsleuten versteigert worden. Ja? Wer jetzt die Nachfolger sind von diesen Wissenschaftlern, die ja diese auch Führungspositionen hatten, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke aber, es ist wahrscheinlich, es gibt sehr viele Kollaborateure, zum Beispiel ja auch viele der Polizisten oder auch der Aufseher in Umerziehungslagern sind ja auch Figuren. Viele der Figuren in den Sicherheitsbehörden, im Sicherheitsapparat und so weiter, natürlich belegen die Han-Chinesen viele Schlüsselrollen, aber es sind ja ganz, ganz viele Figuren, sind ja im Apparat, auch im Sicherheitsapparat, in der Regierung und so weiter. Also ich gehe mal davon aus, dass es dass die Regierung wahrscheinlich auch aus Gründen natürlich der ethnischen Minderheitspolitik und der Präsentation dem Ausland gegenüber da Figuren reingesteckt hat, habe ich jetzt aber nicht konkret erforscht. Danke, Dr. Schenz. Jetzt nehmen wir die letzte Frage für diese Session, weil die Zeit übersteigt. Und ich hoffe, dann in der zweiten Sitzung werden wir mehr Zeit haben, wenn noch Fragen auftauchen sollen. Ich möchte die Frage nehmen von Roman Kühn, neuer Direktor von Gesellschaft Bedeutet Völker, und gleichzeitig gratulieren für die neue Stelle, weil ich noch nicht die Gelegenheit habe. Bitte schön. Ihre Frage. Ja, Roman Kühn, schönen guten Tag. Erstmal möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken für die ganzen Berichte, die wir heute gehört haben, insbesondere bei Frau Rosenberg. Das ist sehr bewegend, sehr berührend. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wir haben gehört von unglaublichen Sachen, Menschenrechtsverletzungen, Völkermord. Wir reden über schreckliche Sachen und die werden durchgezogen, wie Herr Zenz gesagt hat, also ohne Rücksicht auf Verluste. Meine Frage wäre, was würde denn die Leute beeindrucken? Was könnte zu einem Umdenken führen? Wäre es wirtschaftlicher Druck? Wir haben
bei Olympia gesehen, dass öffentlicher Druck aufgebaut wurde, zumindest im Westen wurde viel berichtet über die Situation. Oder wo wäre ein Druckpunkt, um vielleicht auch Sachen in Bewegung zu bekommen? Oder ist das eigentlich total ausgeschlossen, weil China so mächtig ist, dass denen sowieso eigentlich alles egal ist und sie machen, was sie wollen? Oder ist es vielleicht auch internationales Recht, was irgendwo nochmal greifen könnte? Oder steht eigentlich China schon über dem? Danke. So, wir haben einen Experten. Bitte schön. Vielleicht nur kurz. Das ist eine Frage, die wir uns wirklich den Kopf zerbrechen. Diese kommunistische Partei, die versuchen in verschiedene Strategien. Eine sehr wichtige Strategie ist, sie teilen ihre Macht nicht an das Volk, aber sie teilen diese Profit an das Volk. Das ist die chinesische, ich sage die Han-Chinesen, ja? Die Han-Chinesen. Der Lebensstandard hat sich sehr, sehr, sehr gehoben. Und auch, ich meine, vorhin hat Marie Holzmann über die Situation in Shanghai gesprochen. Aber wir haben auch Fotos bekommen aus Shanghai, direkt durch Laupans Freunde aus Shanghai. Die Regierung verteilt alle Tage, also seit diesem Lockdown in Shanghai, große Körbchen von Lebensmitteln, frische Sachen, also ich habe das in meinem Handy, frische Gemüse und Fleisch und verpackte Entenbeinchen und Reis, 25 Kilo, kostenlos. Stellen Sie sich mal vor, Shanghai hatte 26 Millionen, so wie in Holland, die ganze Bevölkerung. Sie verteilen alle paar Tage diese Lebensmittel an der Bevölkerung. Na gut, die Wut ist trotzdem sehr stark, aber die meisten Leute denken, naja, also die Regierung hat es auch nicht einfach. Ja. Ich habe das in meinem Handy, können Sie sehen. Ich will das nicht verteidigen. Ich sage nur, weil die Partei ist so raffiniert. Sie kennen die menschliche, die Züge so gut. Ich weiß echt nicht, wie wir dagegen wehren können, gegen ihre Propaganda. Also das sind, wahrscheinlich können wir nur die, entschuldigen Sie das Wort, Eliten mobilisieren und sagen, denk mal, die Menschen sind nicht Tiere, wir sind keine Hunde, wir werden nicht nur gefüttert werden, wir haben noch was anderes. Ihr könnt ja nicht meine Tür zunageln und das geht nicht. Ja? Es ist ein ganz anderer Prozess. Dankeschön. Dankeschön. Einen Punkt möchte ich sagen. Ich glaube, ein wichtiger Schlüssel sind die Medien, unsere Medien auch, ob sie das Thema aufnehmen, ob sie darüber sprechen und ob sie das widerspiegeln, welche Gefahr uns von dort droht. Und unsere Aufgabe ist wahrscheinlich, das Thema deutlich zu machen, aber wir sind darauf angewiesen, dass sie den Ball aufnehmen, den wir ihnen zuspielen. Und das Problem ist auch, man spielt den Ball, aber keiner fängt ihn an. Danke. Jetzt gehen wir zur Kaffeepause. Ich möchte auch selber Kaffee trinken. Also, wie gesagt, daneben ist auch im Raum eine andere Tagung und hier steht uns frei und der Balkon und der Terrasse wird auch für uns aufgemacht. Also, Sie machen dann so 20 Minuten Kaffeepause. Vielen Dank. Ja,
Sehr geehrte Damen und Herren, wollen wir weitermachen? Wenn Sie alle zu Ihren Plätzen gehen könnten. Ja, mein Name ist Kai Hüller, ich bin Geschäftsführer der studentischen Politik und begrüße Sie jetzt im zweiten Block, wo wir uns über die deutsche Diskussion über China unterhalten wollen. Ich denke, das wird wahrscheinlich nicht nur bei Deutschland sein, sondern wir werden uns in andere Ebenen auch betrachten, wie die Vereinten Nationen der Grenzen. Wir werden es auch miteinander zusammen. Bevor wir anfangen, wurde ich gebeten, hinzuweisen auf diese Plakate, die freundlicherweise von Bücher von der TU Berlin angefertigt wurden. Sie sind, glaube ich, Berlin erhältlich. Des Weiteren hat Martin Patzelt, ehemaliger CDU-CSU-Abgeordneter im Deutschen Bundestag, leider absagen müssen. Er kann heute nicht hier sein, hat eine Grußbotschaft geschickt, die wir jetzt aus technischen Gründen nicht zeigen können, aber die später noch auf dem YouTube-Kanal, wie ich gehört habe, sein werden. Also herzliche Grüße auch von ihm, darf ich ausrichten. Wir sind etwas so ein bisschen in Zeitverzug geraten. Wir haben hier zwei Bundestagsabgeordnete, Michael Brandt von der CDU-CSU, Menschenrechtsversprecher, Boris Mijatovic von Bündnis 90 Die Grünen, auch menschenrechtspolitischer Sprecher. Da war Maloch wieder, ehemalige Europaabgeordnete, langjährige Amnesty-Generalsekretärin und jetzt im Ausschuss gegen das Verschwindenlassen der Union und auch im Vorstand der Martin Ennels Foundation. Jetzt habt ihr alles. Und natürlich herzlich willkommen Adrian Zenz, den Sie ja schon aus dem ersten Panel kennen, Anthropologe, wenn ich sagen kann, bahnbrechende Recherchen über die Situation in Xinjiang. Er arbeitet, die, glaube ich, die Diskussion bewegt haben oder mitbestimmt haben. Es wurde eben gerade schon in der Fragerunde ein Thema angesprochen. Ich möchte gleich darauf eingehen, auch bei unseren Abgeordneten noch eine namentliche Abstimmung haben werden. Wie steht eigentlich der Deutsche Bundestag zur Situation in Xinjiang? Wenn wir denken an das letzte Jahr zum Beispiel, es gab eine große Anhörung, es gab ein Gutachten vom Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages und auch eine Erklärung des Ausschusses zu Xinjiang. In diesem Jahr gab es eine Erklärung zu den Olympischen Spielen, wo eben auch die Situation in Xinjiang eine doch große Rolle gespielt hat. Es kam die Frage auf, andere Parlamente haben die Situation als Völkermord bezeichnet. Sollte das auch die deutsche Politik tun? Boris Mijatovic, Michael Brandt? Wer möchte zuerst? Erst die Opposition. Wenn die Regierung sich nicht traut, dann muss die Opposition ja ran. Also ich würde erst mal sagen, die damalige Regierungsfraktion, und dann lassen wir die Parteiensachen, hat ja dieses als Schwerpunktthema gesetzt, die religiösen Minderheiten in China. Dort haben wir ja auch die Tibeter, die fast kaum noch Beachtung finden, und die kulturelle Auslöschung an den Tibetern, die seit Jahrzehnten stattfindet. Ich will auch die Christen nennen, über 80 Millionen. Sagt man auch in Deutschland sehr oft, sind ja nicht so viele, sind mehr als wir Einwohner haben. Und natürlich die brutale Unterdrückung gegen die Uiguren. Und insofern haben wir gesagt, wir wollen dieses Thema der religiösen Minderheiten nicht nur diskutieren, sondern wir wollen auch Konsequenzen daraus haben, nämlich die Politik zu drängen, dass man nicht weiter wegschaut. Und das hat sich natürlich auch im Kontext der Olympischen Spiele auch mit abgespielt, wenige Monate vor diesen Olympischen Spielen. Und ich muss mal festhalten, dass wir es noch nicht mal hinkriegen, dass man offiziell noch nicht mal einen diplomatischen Boykott hinbekommt. Das halte ich für einen Skandal. So, und dann sagt
sagt man sehr schnell nach dem Motto, ist doch eigentlich alles nur Symbolik. Ja, Politik lebt eben auch von Symbolen. Das erleben wir in diesen Tagen ja auch. Und man muss mal eins festhalten. Wir haben in den 30er Jahren die Olympischen Spiele in Berlin gehabt. Da gab es Konzentrationslager, das war später. Aber wir haben Internierungslager in Xinjiang und gleichzeitig das zweite Mal hintereinander Olympische Spiele in China. Wir haben aus der Konsequenz heraus, auch der Debatte vom letzten Mal, jetzt gerade im Menschenrechtsausschuss ein Schwerpunktthema Sport und Menschenrechte. Ich glaube, dass wir diese Diskussion mit den Verbänden stärker brauchen. Ich muss sagen, ich schäme mich für einen deutschen IOC-Präsidenten, der sich am Ende auch noch verneigt vor dem großen Führer Xi. Solche Unterwerfungsgesten, die braucht es nun wirklich nicht. Und der Letzte, der es in den letzten Monaten noch nicht begriffen hat, dass diese unheilige Allianz zwischen Putin und Xi, die ja dann auch sichtbar wurde bei den Olympischen Spielen, am Ende einen Preis hat, das sehen wir ja gerade. Und insofern ist eins völlig klar, dass diejenigen, ich nehme meine Regierung und meine Bundeskanzlerin aus der Kritik überhaupt nicht raus. Es gibt nicht nur Fehleinschätzungen, meine Analyse ist eine ganz andere. Diejenigen, die jetzt sagen, wir haben das nicht gesehen, kann ich nur aus meinem Erleben sehr klar sagen, das ist falsch. Wir wollten es nicht sehen. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Ja, das ist ein ganz großer Unterschied. Insofern glaube ich, dass die Frage, wir haben das, Professor Zenz war unser Sachverständiger, und das muss man einfach mal sagen, die Politik würde an der Stelle wenig reagieren, wenn es nicht Wissenschaftler wie ihn und anderen gäbe. Oder nehmen wir andere Expertise, hier sitzt ja eine ganze Menge, zum Beispiel Falun Gong, die Frage von Organraub, illegaler Organhandel, alles, was sich in diesem Bereich abspielt. Politik würde sich wenig bewegen, wenn die Beteiligten nicht ständig darauf aufmerksam machen würden. Und hier ist es gelungen, einem Wissenschaftler dann auch nachzuweisen, das und das spielt sich dort ab. Mit Geburtenkontrolle, die dort, das muss man sich ja auf der Zunge zergehen lassen, im Jahr 2022. Deswegen habe ich diesen Vergleich auch in die 30er Jahre gezogen. Da muss man einfach sagen, wenn man dann nicht bereit ist, noch nicht mal den diplomatischen Boykott zu machen, oder, ich muss jetzt aufpassen, ich muss die Kurve kriegen, es gibt noch eine ganze Menge mehr dazu zu sagen, aber die Frage war ja über die Frage von Völkermord und wie benennt man das. Ich fand die Debatte im Menschenrechtsausschuss, um es sehr offen zu sagen, nicht sehr zielführend, weil die juristische Debatte, ist das Völkermord oder ist es nicht Völkermord, die dann am Ende zu nichts führt, die hilft uns nicht weiter, wenn wir am Ende darüber vergessen, über brutalste Verbrechen in China zu sprechen, nämlich die Internierung von Uiguren, über 1 Million, die Frage Gehirnwäsche, die Frage von Arbeitslager und eben auch die ganze Breite an Aggression nach innen und nach außen durch die Kommunistische Partei und durch den großen Führer in Peking. Insofern würde ich sagen, die Debatte über die rechtliche Frage ist wichtig, aber sie ist nicht die entscheidende, sondern die entscheidende Frage, und das war mir zu kurz in der Debatte über den Menschenrechtsausschuss, ist, welche Konsequenzen ziehen wir politisch aus diesen brutalen Menschheitsverbrechen, die eine neue Qualität haben. Das ist der Unterschied. Ja, wir haben im Koalitionsvertrag einen Absatz drin, End to Impunity. Und ich selber bin neu in den Bundestag gekommen. Ich habe im Bereich Völkerstrafrecht gearbeitet und ich bin sehr, sehr glücklich über diesen Satz, der da steht. Aber es ist erstmal nur ein Satz. Und End to Impunity, Ende von Straflosigkeit, ist ein Versprechen an sehr, sehr viele Menschen auf der ganzen Welt, die unter Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, eben Völkermord leiden. Und im Augenblick kommt ein Ereignis dazu, dass das Verbrechen der Aggression wieder zurück ist in Europa. Auch hier müssen wir uns Gedanken machen, wie wir dieses Versprechen, End to Impunity, umsetzen, realisieren, machen können. Ich wäre ein großer Freund davon, ein Sondertribunal zu machen, um letztlich auch juristisch erfolgreich diese Dinge zum Thema zu machen. Und da bin ich eben doch ein bisschen im Unterschied zu Michael Brandt. Mir ist die juristische Debatte sehr, sehr wichtig. Wir können politisch sehr viele Dinge fordern. Und ich frage, wenn das französische Parlament den Begriff verwendet und 3 Tage später der Begriff von der Regierung wieder kassiert wird, was ist da gewonnen? Und ich sage Ihnen aus der fachlichen Expertise, es gibt für mich keinen Unterschied Verbrechen gegen die Menschlichkeit
Völkermord, was die Wertigkeit angeht. Beides sind schlimmste Verbrechen. Und ich finde es viel wichtiger, dass wir juristisch erfolgreich sind am Ende, diese Verbrechen auch zu ahnden und dann tatsächlich zu erreichen, dass es ein Ende von Straflosigkeit gibt. Weil das ist das, worauf es ankommt. Und hier würde ich Dr. Zenz ebenfalls hervorheben wollen, weil das ist die grundlegende Arbeit, die es zu unterstützen gilt. Dass wir eben solche Forschungsarbeiten haben, dass solche Dinge dann auch präzise benannt werden können und dann auch entsprechend dokumentiert und zur Ahndung an die Gerichte übergeben werden. Und diese Gerichte, diese Institutionen zu stärken, auch den Generalbundesanwalt zu stärken in Deutschland, dass wir solche Dinge haben wie ein Weltrechtsprinzip, das ist das, was aus diesem Satz an Aufgaben für mich politisch kommt, das in dieser Regierung dann auch zur weiteren Umsetzung, Ausführung zu bringen. Also ich habe das gelernt in der Beobachtung von außen, dass die Bundesregierung Deutschland, Bundesrepublik Deutschland immer dann besonders stark war, wenn überparteilich oder überfraktionell am Völkerstrafrecht gearbeitet wurde. So war es in den Nullerjahren, als das Rom-Statut in die Umsetzung gebracht wurde. So war es auch an anderer Stelle, als wir Völkerstrafrecht definiert haben. Und ich würde mir wünschen, dass wir an der Stelle wieder stärker zusammenkommen und hier gemeinsam in der Sache arbeiten und dort eben schauen, dass es Erfolge gibt. Weil das ist das Entscheidende. Schauen Sie, wir haben ein wegweisendes Verfahren gehabt in Koblenz und in Frankfurt in Bezug auf Syrien. Da sitzen beim Generalbundesanwalt Juristinnen und Juristen 2 Jahre dran, bereiten das vor. Und wir sind tatsächlich noch nicht in der Strafprozessordnung oder in der Übersetzung so weit, dass wir das international, was dort erarbeitet wurde, gut zur Verfügung stellen können. Das sind für mich Bausteine, die dazu führen, dass wir auch den Fall, und jetzt komme ich auf die Situation heute, dass wir auch den Fall der Uiguren stärker nach vorne stellen können. Deswegen nochmal die Arbeit von Dr. Zenz, aber auch die Arbeit der Aktivisti im World Congress oder auch an anderer Stelle stärken, nach vorne bringen. Das ist unsere Politik. Und die Verurteilung, was es dann am Ende genau ist, das würde ich dann gerne an dem Tribunal oder den Gerichten überantworten. Für mich, und das ist jetzt die letzte Bemerkung, gibt es auch Hinweise, dass es einen Völkermord gibt. Es ist vorhin von der Sterilisation gesprochen worden, die ist ausdrücklich in der Konvention, aber auch im Rom-Statut als Gegenstand benannt. Es gibt auch andere Hinweise mehr, Umsiedlungen, Zwangsverheiratungen, solche Dinge mit Chinesen, auch das kann man adressieren. Aber nochmal, ich würde aus der Debatte tatsächlich aus der Oberfläche nochmal stärker in die Gegenständlichkeit reingehen, um da dann auch der Sache stärker zu helfen und so. Ja, ich wollte noch 2 Bemerkungen machen, weil ich glaube, also ich will da gar nicht widersprechen, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe in den 90er Jahren in Bosnien Zeugenaussagen der Frauen aus Srebrenica dokumentiert für das Kriegsverbrechertribunal später. Insofern ist das alles richtig mit der internationalen Strafgerichtsbarkeit und die Stärkung. Ich muss nur sagen, manchmal muss man die Priorität, wie jetzt im Falle Russlands, sind einige sehr stark unterwegs, über das Völkerrecht zu argumentieren. Aber der erste Schritt wäre erstmal, dass man versucht, den Völkermord zu verhindern. So, das eine schließt das andere nicht aus, dass man die strafrechtliche Aufarbeitung macht. Ich habe nur bei manchen Diskussionen gerade den Eindruck, wir legen einen großen Schwerpunkt auf die Frage, wie können wir finanziell unterstützen, um sozusagen Beweise zu sichern. Das ist wichtig und das muss parallel passieren. Aber die größere Anstrengung ist beim Thema Russland aus meiner Sicht jetzt, dass wir Völkermord verhindern. Zweite Bemerkung zum Thema China. Ich sag mal, die Diskussion, die im Menschenrechtsausschuss war, kann man das jetzt Völkermord nennen und so weiter, und dann wird nicht mehr über die Sache geredet. Das halte ich für hochgefährlich, weil ich sag mal, im Gegensatz zu dem Krieg, den ich in den 90er Jahren hautnah in Bosnien erlebt habe, wo wir dann auch die politische Diskussion um Srebrenica hatten, da gehört ja zur Wahrheit dazu, es wurde erst dann reagiert in Deutschland und in Europa, als sozusagen der Leichenberg in Srebrenica so angehäuft war. Die Wahrheit ist aber, es gab eine Reihe von kleinen Srebrenicas vorher. Und es gab die kleinen Mladic und Karadzic, die vorher schon Völkermord begangen haben und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und insofern ist die Strategie Chinas eine ganz andere. Und die ist viel perfider. Denn die Völkermordskonvention, die Definition, spricht ja von der Auslöschung. So, und da ist China, die sozusagen mit dem, was sie in Xinjiang tut, ich würde mal sagen, mit einem Totalitarismus 2.0
Nicht wie im Mittelalter mit den Methoden, aber mit mittelalterlichen Methoden, aber mit neuer Technologie. Und sozusagen den Unterdrückungs- und Vernichtungsapparat mit neuen Mitteln tut. Und insofern müssen wir uns schon auch fragen, bei der Frage der Definition des Völkermordes, ob wir nicht gerade übersehen, dass die Leichenberge nicht wie in Srebrenica auf einem Haufen liegen, sondern dass die Strategie eine viel längere ist. Wie perfide ist es eigentlich, durch Umsiedlung, Han-Chinesen und durch Zwangssterilisation, durch Geburtenkontrolle ein Volk auszulöschen über eine längere Perspektive? Was ist das denn anderes als Völkermord? So, und insofern brauchen wir eigentlich die Debatte, genauer hinzuschauen. Es ist nicht die Debatte, ich zähle jetzt die Opfer, sondern die Absicht, die Uiguren auszulöschen über eine längere Perspektive. Und jetzt ist die Frage, wir waren schwach gegenüber Russland, es wollten Zeichen nicht gesehen werden, genauso wie gegenüber China. Und jetzt brauchen wir die Debatte darüber und auch die Konsequenz darüber, hinzuschauen, ist das nicht schon Völkermord? Weil die Instrumente sind da, um die Absicht zu erreichen, und die Kommunistische Partei und Herr Xi rechnet doch mit der Schwäche des Westens und sagt, wir strecken das über ein paar Jahrzehnte, aber es bleibt am Ende dieses Ergebnis. Darf ich da? Nur ganz kurz. Ich teile, was Michael Brandt sagt an den Stellen zwei Ideen. Die Verkürzung auf den Begriff des Verbrechens halte ich halt für verkürzt, also für falsch. Wenn wir nur darauf gucken, wie wir das benennen, was da passiert, machen wir einen Fehler, indem wir dann die Folgen nicht in den Blick nehmen. Und das, finde ich, müssen wir stärker diskutieren, Michael. Wir haben Anhörungen gehabt mit Professor Jesberger, und er ist tatsächlich einer der 3, 4 führenden Völkerstrafrechtler. Und wenn die Experten uns sagen, dass das schwierig ist, diesen Begriff so zu verwenden, dann müssen wir politisch damit umgehen. Und wenn wir heute schauen, welche Produkte aus dieser Region auf dem Weltmarkt günstig angeboten werden, Stichwort Baumwolle, Stichwort Solarpanels, dann ist es eine Aufgabe für unsere Wirtschaft dort auch entsprechend aktiv zu sein. Und da müssen wir in die Lieferketten rein. Das ist das, was ich halt sage. Wir machen die eine Debatte auf, weil da jeder hinguckt, und das finde ich schwierig, und vernachlässigen andere Debatten über Lieferketten und das, was an Produkten da kommt. Ich habe so schnell einen Termin bei dem Siemens-Chef gehabt, ich konnte gar nicht gucken, weil der Annalena Baerbock kurz nach Weihnachten angegriffen hat in der Zeitung, nach dem Motto, jetzt leg dich mal nicht so viel mit den Chinesen an, am Ende kriegst du keine Solarpanels mehr. Verzeihen Sie meine Sprache, ich versuche das umgangssprachlich ein bisschen zusammenzufassen. Dann haben wir einen Brief geschrieben und gesagt, lieber Herr Bosch, das ist ja nicht ganz richtig. Ich hatte ruckzuck einen Termin mit dem seinem sozusagen Stab, um darüber mal zu sprechen. Und das sind die Debatten, die wir in die deutsche Wirtschaft tragen müssen, weil diese Produkte und diese Lieferketten immer noch eine große Rolle spielen, und da können wir auch nach vorne gehen. Barbara Lochbieder, du verfolgst die langen Linien der deutschen Menschenrechtspolitik und auch der deutschen China-Politik vielleicht. Wie ordnest du den Blick, oder wie ist dein Blick auf die Politik Deutschlands in Bezug auf China und ganz besonders auf die Uiguren? Also ich mache das ja immer sehr detailgenau, also auch bei Amnesty, nicht so grob, was man machen soll. Mir ist aber aufgefallen, jetzt gerade bezogen auf die Uiguren, dass früher das Thema die Repression gegenüber den Uiguren in Deutschland nicht ernsthaft aufgenommen wurde von der Politik. Ich weiß, ich bin da auch immer noch vorstellig geworden als bei Amnesty. Es ging darum, dass zu Unrecht zwischen 10 und 20 uigurische Personen in Guantanamo einsaßen, und die haben sich nichts zu Schulden kommen lassen, und man konnte die eigentlich, wenn sich ein Staat bereit erklärt hat, die aufzunehmen, wären sie da rausgekommen. Also Deutschland auf keinen Fall, weil eben das gezählt hat, sie sind dann doch vielleicht nur für die Sezession und Terroristen. Ist mir eigentlich lauter. Auch Entschuldigung. Also ich sage das jetzt nur punktuell. Also mir ist aufgefallen, dass wenn man Menschenrechtspolitik oder Menschenrechtsverletzungen in China angesprochen hat, früher war immer, also Standard, war ja auch immer was los, wenn der oder die Kanzlerin nach China fuhr und alles verkaufen wollte, was so ging. Und aber da in dieser Zeit, also das war vor 2000, würde ich jetzt mal sagen,
nicht von also das war das Thema Unterdrückung der Uiguren in unterschiedlichsten Formen kaum wahrzunehmen in der deutschen Politik. Und damals habe ich für Amnesty International gearbeitet und ein Dossier war, dass Uiguren, die zu Unrecht in Guantanamo einsaßen, in Deutschland Aufnahme fanden. Es gab hier eine Infrastruktur, die hätten also auch schneller Fuß gefasst und so weiter. Es gab und da war kein Durchkommen, weder auf Regierungsseite in den Behörden noch in der Politik, weil die uigurische Minderheit so wahrgenommen wurde, vielleicht ist doch was dran an Sezession als Hauptthema und sie sind ja Terroristen. Ich weiß jetzt nicht, wie es ausgegangen ist, ich glaube Albanien. Ja, genau, hat aufgenommen. So, es war aber in Einzelpunkten möglich, zum Beispiel die Situation von Rabea Kadir. Also in Einzelpunkten hat man sich gegen Unterdrückung ausgesprochen. So, jetzt in großen Zügen ja, ist es sehr schwierig. Ich meine, ich sage mal, ich habe mir eigentlich so jetzt überlegt, wie China innerhalb der UN-Gremien agiert in den Menschenrechtsgremien. Also, und da war zum Beispiel eine Politik, die sich auch in Deutschland dann wiedergespiegelt hat. Also China versucht immer in der UN direkte Kritik an den zivilen und bürgerlichen Menschenrechten runterzubringen und hat dann vorgeschlagen, auf anderen Fragen, wir machen Dialoge, bilaterale oder regionale Menschenrechtsdialoge. Und Deutschland hat das auch aufgenommen und es war eben auch im deutschen Kontext dann sichtlich, die chinesische Regierung hat sich dann erwartet, wenn wir einen Dialog haben, der in der Regel nicht öffentlich geführt wird oder der soll nicht öffentlich geführt werden, dann halte ich die Kritik weg. Und die Schröder-Regierung hat dann gesagt, ja, die wollen auch die wollen nicht mehr, dass ein Menschenrechtsdialog ist, da sind sie allergisch, sie wollen nur Rechtsstaatsdialog. Ja. Und man hat das beides eingeführt. Und es ist dann schwierig zu sagen, macht es Sinn oder nicht. Also es hat sich in Deutschland meiner Meinung nach nicht eingelöst. Und die chinesische Seite konnte die öffentliche Kritik aus der Zivilgesellschaft fernhalten. Die war immer da. Ich glaube auch nicht, dass die einzelnen Kanzler und Regierungsvertreter, die gereist sind, haben eigentlich in der Regel immer ein oder zwei Menschenrechtsthema mitgenommen. Die Kanzlerin hat es immer sehr gut gesetzt, gleich ist direkt hin. Hat sich in diesen Dialogen etwas in der deutschen Politik verändert? Also ich weiß es nicht, der Chef von Siemens hat früher bestimmt auch sehr gute inhaltliche Zuarbeit gehabt, der hätte auch ohne diesen Rechtsstaatsdialog wissen können, was los ist. Ja? Ich glaube, der Einfluss durch diese Dialoge auf die Wirtschaft war gleich null. In einzelnen Bereichen, das Max-Planck-Institut hat und die Frau Deublok-Melin, die ist ja eine sehr durchsetzungsstarke Politikerin und kenntnisreiche, die hat es dann auch immer vertreten, aber da hatte sie auch, finde ich, auch einen Punkt, dass man dann immer Rechtsstaatsdialog, zum Beispiel Juristen und Richter ausgebildet hat in China, was das ist, eigentlich Richter zu sein. Das darf man, insofern hatte das schon Auswirkungen, aber auf die große Richtungsorientierung keine. Dafür reicht eigentlich, wenn man in der KP war. Also man kann auch nicht immer sagen, dass alles, was man versucht hat, im Kleinteiligen, ist nichts geworden. Das kann man auch nicht sagen. Ich glaube jetzt durch das Ausmaß der Repression gegen die Uiguren ist es jetzt anders. Ich weiß das jetzt nicht konkret, ich war ja im Europaparlament, aber das Standing der Anliegen, dass man diese Menschenrechtsverletzungen anders sieht, das hat sich geändert. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie da gute Lobbyisten waren, aber ich vermute mal, weil die Repression sich ausgedehnt hat. Ja. So, jetzt, was macht die... Wäre das schon? Weil ich jetzt geguckt, was kann ich jetzt da, was nicht schon alle wissen, beitragen. Jetzt ist es so, die chinesische Regierung ist eine der aktivsten, die auch die Vereinten Nationen und eine regelbasierte Weltordnung unterstützen. Wie sieht es dann aus? Also sie sind der zweitgrößte Truppensteller für Peacekeeping-Truppen und auch sonst. Ja, die USA hat sie ja zeitweise ganz rausgezogen und die sind ja auch finanziell, hätten da einen wichtigen Beitrag zu leisten.
Wenn man jetzt schaut auf die Menschenrechtsinstitutionen, hat natürlich China da kein Interesse, die finanziell auszustatten, dass die gut arbeiten können. Und wenn man guckt, was ist die Strategie Chinas, ist die Kritik abzuhalten. Und in der ganzen Umstrukturierung von der Menschenrechtskommission zum Menschenrechtsrat waren sie sehr aktiv, zusammen mit Iran, Ägypten, Kuba, weiß jetzt nicht, also auch solche, die das System sehr gut kennen, dass es überhaupt keine Länderresolutionen, keine direkte Kritik mehr gibt. Und es war knapp, ja, weil die anderen wollen sich auch nicht mehr kritisieren lassen. Sie haben sich aber da nicht durchgesetzt. Also nach wie vor, nicht nur zu China, sondern generell, kann Ross und Reiter benannt werden, wenn es um Menschenrechtsverletzungen geht. Sie sind jetzt in der Position, dass sie nach wie vor sehr defensiv sind und alle schlecht reden, die China kritisieren, aber sie sind nicht so weit gekommen, wie sie sein wollen. Dann steigern sie natürlich jetzt die Attacken auf diejenigen, die die Kritik ausüben. Zum Beispiel gab es vor einigen Jahren ein gemeinsames Statement der Sonderberichterstatter zu verschiedenen Themen, extralegale Hinrichtung, alles Mögliche. Ja? Und die haben gemeinsam, weil die Repression so stark wird, und China sich in diesen Bereichen überhaupt nicht bewegt. Die sind mit einem öffentlichen Statement rausgegangen und haben gefordert, also China muss es grundlegend ändern und sie müssen sich noch mehr öffnen und so weiter. Und China reagiert jetzt, das ist ja noch nicht so lange her, mit massiven direkten Drohungen und Beleidigungen gegenüber die Fachlichkeit von einzelnen Sonderberichterstattern. Und sie agieren auch mit größerer Aggressivität und nutzen die Regeln, die es innerhalb der UN gibt, um auch die nichtstaatlichen Akteure zu diskreditieren. Und auch der Herr Dolpen, der Generalsekretär vom Weltkongress der Uiguren. Ja. Jetzt ist Präsident. Oder Präsident. Okay. Also wenn immer dann ein Gremium ist, ich habe ihn das letzte Mal getroffen beim Weltkongress gegen die Todesstrafe in Norwegen, gibt es ja immer öffentliche Debatten und es gibt von der UN Gremien, wo man eine Akkreditierung braucht. So, jetzt sind die über das Akkreditierungssystem der UN gegangen und haben gesagt, das ist ein Terrorist. Und es war richtiger Kampf, ja, dass der dann gelassen wird. Also sie verfeinern ihre Technik und sie beziehen eben uigurische Gruppen von außerhalb zusammen. Jetzt aktuell ist die Sache, dass die Hochkommissarin Bachelet im März angekündigt hat, sie wird einen Besuch machen können. Auch wenn jetzt, und so ein Besuch, wenn der gut ist, also ein Hochkommissariat, in einem Land und eben sie Genehmigungen hat, überall hinzugehen, in die Gefängnisse, aber auch in Gebiete, wo man sonst nicht hinkommt, kann sie eigentlich mit einem Gehäufte vom Material wieder zurückkommen und das in die ganzen Menschenrechtssachen einspeisen, was wichtig ist. Weil in der Menschenrechtsarbeit, ich muss jetzt das mal so sagen, und gleich jetzt zur parteipolitischen Arbeit oder im Parlament, kommt schon darauf an, dass man wirklich gute Fakten hat und begründbar ist. Ja? Hilft auch in der Politik? Ja, manchmal sagen wir mal so. Aber Sie müssen zum Beispiel jetzt auch, wenn Sie sagen, das ist ein Genozid und jetzt auch nichts machen können, müssen Sie trotzdem ganz gut dokumentieren, dass das dann nicht wieder revidiert werden kann. So ist auch jetzt, das ist immer wichtig, vor Ort zu sein. Also das ist jetzt für die Bachelet nicht leicht, zum einen zu wissen, wenn sie da nur hinfährt und schöne Figur macht, ja, und mit 3 Verfolgten reden kann und mit nichts zurückkommt, was die Faktenlage besser macht, wird schwierig. Ihr Ansehen, das steht auf dem Spiel. Das Zweite ist, die Chinesen wollen natürlich auch möglichst das einen gesteuerten Besuch aussehen lassen, wollen aber auch gelobt werden, dass sie eine hohe Repräsentantin der Menschenrechtsinstrumente der UN einreisen lassen. So, und in dieser Gemengelage befindet sie sich. Und jetzt hat sie aber schon seit September öffentlich angekündigt, letzten Herbst, dass sie einen sehr umfassenden, gut recherchierten und stichhaltigen Bericht zur Situation der Uiguren in den unterschiedlichsten Facetten in ihrem Haus hat.
Ja, jetzt kann man sich ja vorstellen, dass die chinesische Botschaft nicht erbaut ist. Ja? So, und jetzt ist die Situation, dass man von außen das jetzt nicht genau weiß. Dieser Bericht wurde dann angemahnt, wann kommt er jetzt? Im Dezember ist er auch nicht gekommen, aber der ist wahrscheinlich auch fertig. Ja? So, und warum bringt sie den jetzt nicht? Und jetzt ist die Situation dass die hat ja jemand hingeschickt, der vorher den Besuch vorbereiten soll, dass sie entweder wahrscheinlich jetzt, soll sie jetzt reisen, was soll man jetzt fordern, soll sie reisen, unbedingt, aber mit dem Risiko, dass sie vielleicht, was weiß ich, Peking und noch sonst halt nichts, oder soll sie sagen, nein, also ich veröffentliche meinen Bericht und riskiere dann, dass ich nicht reisen kann. Und in der Situation sind wir, ich glaube jetzt 60 NGOs haben gesagt, sie soll sehr vorsichtig sein, sich nicht vorführen lassen, wenn sie reist. Das könnte ich mal unterstützen, aber ich muss auch denken, also China ist ja ein Gigant, ja? Und wenn sie nur so Politik machen, was die alles nicht machen, so brauchen die ja auch einen Teil, müssen sie auch mitmachen. Ja, das ist nicht so einfach. Und jetzt wollte ich noch sagen, nicht zur Ehrenrettung, da ist keine Ehre zu retten in China. Ja? Weil mit dieser Menschenrechtspolitik von China ist einfach auch der Ansatz, den sie versuchen international durchzudrücken, ist der, dass sie sagen, sie respektieren die Menschenrechte. Sie haben die zwei Pakte, also die wirtschaftlichen, soziale und kulturelle Rechte, haben sie ratifiziert. Und da kann man sie auch kritisieren, zum Beispiel Schulrecht und Zugang zur Gesundheitsversorgung für die Wanderarbeitnehmer. Und da haben sie auch Fortschritte gemacht, nach langem Glauben. Ja, haben sie lang. Aber bei dem zivilen und bürgerlichen Pakt, bei diesen Rechten, den haben sie nur signiert, nicht ratifiziert. Und werden sie es auch in nächster Zeit nicht tun. Und auf dieser Schiene argumentieren sie immer noch, nicht nur 1993 bei der Weltmenschenrechtskonferenz, sagen sie, wir haben ein anderes Menschenrechtsverständnis. Das Gesamte der Gesellschaft steht über also die Rechte die Kollektivrechte stehen über den Einzelrechten. Ja? Und da ist es leider so, da kann man zwar sagen, das ist jetzt nicht mal jeden zweiten Tag ist es auf der Agenda in der UN, aber mit so einer Haltung haben sie natürlich auch immer Unterstützung von anderen Staaten, die sich nicht kritisieren lassen. Ja? Und wie jetzt die chinesische Vertretung hier auftritt in den Debatten in Deutschland, das weiß ich nicht. Also in Bezug auf Sportereignisse war das letzte Mal, wo ich da bei Amnesty war, das war die Sommerolympiade, glaube ich, in China, ja. Da war das immer ganz stark, dass also dann auch Sportvertreter immer diese Relativierung mitgemacht haben. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das dieses Mal war, weil der Deutsche Sportbund hatte sich ja intern ein Papier gegeben, diese Menschenrechte zu verstehen haben, aber in der Umsetzung ist wahrscheinlich nicht. Nee, also vielleicht als Disclaimer, vielen Dank, dass du auch die NGO und die Zivilgesellschaft erwähnt hast, gerade in Bezug auf die Reise der Hochkommissarin, die sie ja hauptsächlich auch nach Xinjiang führen soll. Ist in der Tat, vertrete auch ich eine Organisation, die das sehr kritisch sieht, weil wir eben auch befürchten, dass eben dieser Besuch instrumentalisiert wird und sie eben nicht halt diesen unfettered access bekommt, also diesen ungehinderten Zugang und auch mit Opfern von Menschenrechtsverletzungen frei sprechen kann, ohne dass die dann irgendwelche Repressionen erleben müssen. Und es ist natürlich so, dass die Erwartungen sehr hoch sind, auch von den NGOs, weil das Thema der Menschenrechtsverletzungen im Menschenrechtsrat in China ja schon eigentlich ein Dauerthema ist, aber ja gerade du erwähntest, dass 2020 in so einer großen gemeinsamen Erklärung von über 50 Special Mandate, wo das nochmal hervorgehoben wurde, wie dramatisch die Lage eigentlich ist. Und da war eben auch erwähnt, die Lage in Xinjiang, die Lage in Tibet, in Hongkong, der chinesischen Menschenrechtsverteidiger und so weiter. Und unsere Enttäuschung, wenn ich das da noch sagen darf, war die, dass eigentlich die Hochkommissarin das nicht aufgegriffen hat. Das muss man konstatieren, sie hat es nicht aufgegriffen, sie hat es nicht quasi in ihren öffentlichen Statements vor dem Menschenrechtsrat thematisiert, sondern stattdessen nach unserer Einschätzung eigentlich eher minimalistisch sich geäußert zu den doch wirklich riesigen Problemen, die es in China gibt und Xinjiang, von Tibet gar nicht zu sprechen.
Also, danke für deinen Hinweis. Vielleicht können wir darüber noch mal sprechen. Ein paar Themen hast du angesprochen. Verantwortung von Unternehmen, ja, auch der Gesamtgesellschaft, also nicht nur der Politik, also der verfassten Politik im Bundestag und Bundesregierung. Ich wollte aber gerne noch mal von Adrian Zenz seine Einschätzung machen. Wie sehen Sie die Politik in Deutschland zu den Uiguren? Was sind für Sie so Schlaglichter, negative wie positive? Genau. Ich war ja, wie Herr Brandt gesagt hat, mit dabei bei der Anhörung. Ich war einer der Experten bei der Anhörung zur Diskussion im Ausschuss des Bundestages zur Frage des Völkermordes im letzten Jahr. April war es, glaube ich. Und habe hier so ein bisschen was vorbereitet zu dem Thema, was ich gerne hier sagen möchte. Was mir auffällt, einerseits Deutschland hat beim Thema Völkermord zweifelsohne eine besondere Verantwortung. Das schafft aber auch ein Problem. Und zwar versucht man hierzulande dieser Verantwortung dadurch gerecht zu werden, dass man den Tatbestand des Völkermordes von der Definition her so anspruchsvoll wie möglich macht. Es muss also mindestens schon ein kleiner Holocaust sein, bevor man das Wort in den Mund nehmen sollte. Ja? Weil Völkermord, man möchte halt das ehren und vorsichtig sein. Völkermord, so die Vorstellung, das sind Massengräber, das sind Tausende von Leichen, die physische Vernichtung einer Bevölkerung, ein unvorstellbares Grauen. Ja? Die Feststellung eines Völkermordes muss ebenfalls den höchsten Anforderungen genügen. Ein Völkermord, das sind Massengräber, vor denen man physisch stehen muss. Der Tatbestand des Völkermordes muss komplett nachvollziehbar vollzogen sein. Man muss ihn wissenschaftlich messen können. Nur so kann man dem Anspruch genügen, nicht leichtfertig zu übertreiben oder vielleicht eine Fehlentscheidung zu fällen. Und da gibt es ja auch ein Element, das vielleicht stimmt daran irgendwas, aber es gibt auch vielleicht etwas, was daran nicht stimmt, und darauf möchte ich eingehen. Auch auf internationaler Ebene ist es oft so, dass Experten es befürworten, beim Tatbestand Völkermord den juristischen Maßstab anzusetzen, der erforderlich ist, eine Individualperson des Völkermordes zu überführen. Dabei wird etwas ganz Wichtiges übersehen. Die Völkermordskonvention von 1948 beinhaltet mehrere Elemente des Völkermordes. Und sie ist also nicht nur Tötung, sondern zum Beispiel Geburtenverhinderung und andere Elemente. Und zweitens, sie ist nicht nur auf die Bestrafung dieses Verbrechens ausgelegt, sondern das Hauptziel der Konvention ist ja die Verhinderung. Herr Brandt hat mir da schon einige gute Punkte vorweggenommen, das finde ich gut, die können Sie gerne auch zweimal hören, finde ich ganz wichtig. Die Verhinderung, dass dieses schreckliche Verbrechen nicht mehr durchgeführt wird. Das Problem ist, dass seit 1948, soweit ich weiß und gelesen habe, de facto noch nie ein Genozid verhindert wurde. Und das liegt genau an dieser Methodik und an dieser Herangehensweise. Mit dieser Methodik und Denkweise ist es unwahrscheinlich, dass die Bundesrepublik Deutschland jemals frühzeitig genug aktiv werden wird, um einen Völkermord möglicherweise zumindest potenziell zu verhindern oder zumindest konkrete Maßnahmen anzudenken und einzuleiten. Die Verantwortung eines Landes, das diese Konvention unterzeichnet hat, ist nämlich nicht nur den Standard eines Strafgerichtsverfahrens nachträglich anzusetzen, bei dem man natürlich besonders vorsichtig vorgeht, weil man nämlich einem Menschen unter Tatverdacht des Völkermordes das Unschuldsprinzip zugesteht. Und man würde einen Menschen nur des Völkermordes verurteilen, wenn die Indizienlage ganz eindeutig ist, weil man dem ja eine Freiheit entzieht. Die Verantwortung eines Staates, einen Völkermord rechtzeitig zu verhindern, ist eine völlig andere und erfordert eine andere Methodik. Hier ist es besser, wenn man eine Situation rechtzeitig, gegebenenfalls frühzeitig, als eine Risikosituation des Völkermordes einstuft. Man kann und sollte also von einem Risiko sprechen, dass ein Völkermord in der Entwicklung ist, beziehungsweise schon im Gange ist oder sein könnte. Das ist also eine ganz andere Herangehens- und Denkweise. Genau zu diesem Zweck gab die UNO im Jahr 2014 einen Analyserahmen zur frühzeitigen Bewertung sogenannter Atrocity Crimes heraus, der unter anderem auch Indikatoren für Anzeichen eines Völkermordes
sowie anderer Verbrechen wie Verbrechen gegen die Menschlichkeit enthält. In der Einführung zu diesem Dokument mahnte der damalige UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon die Staaten dazu an, anhand dieser Indikatoren die Anzeichen solcher Verbrechen rechtzeitig zu erkennen, damit diese frühzeitig verhindert werden. Dieser Analyserahmen fordert Staaten dazu auf, die pragmatisch formulierten Indikatoren dazu zu nutzen, die Anzeichen eines potenziellen Völkermordes frühzeitig zu erkennen. Zu diesen Indikatoren gehört zum Beispiel auch ein Abschnitt, der von der möglichen Schlussfolgerung auf eine Intention zur Begehung des Völkermordes anhand aktuell bewertbarer Daten spricht. Indikatoren sind zum Beispiel das zur Seite schaffen der kulturellen und intellektuellen Elite, etwas, das wir in Xinjiang ja sehen. Einleitung von Maßnahmen zur Geburtenverhinderung, etwas, das wir auch sehen. Einleitung von Maßnahmen generell, die einen möglichen Genozid andeuten. Ich selbst spreche in Bezug auf Xinjiang von einem Risiko, ich benutze gerne das Wort Risiko, dass Handlungen, die ein Kriterium des Völkermordes erfüllen, begonnen haben und dass im Verlauf der kommenden Jahrzehnte sich diese Handlungen bei weiterer Anwendung aktueller Policies, Maßnahmen des Staates, sich zu einer empirischen Realität summieren können, die einen Völkermord darstellen oder darstellen könnten. Man spricht hier auch manchmal von einem schleichenden Genozid. Der britische Anthropologe und Xinjiang-Experte David Tobin spricht von der Zerstörung der essentiellen Fundamente, die für das Überleben einer Gruppe notwendig sind. Die Tatsache, dass Peking essentielle Daten zur Bevölkerungsentwicklung aus ihren aktuellen statistischen Veröffentlichungen entfernt hat und nach wie vor nicht vorhanden sind, ist Grund zur großen Sorge. Für die Risikobewertung eines aktuellen oder schleichenden Völkermordes ist dieser Tatbestand der Datenzurückhaltung von großer Bedeutung. Vor kurzem schrieb die spanische Forscherin und Expertin Esther Brito einen sehr aufschlussreichen Artikel darüber, wie autoritäre Regime in den letzten 2 Jahrzehnten eine neue Methodik des Völkermordes entwickelt haben. Blutige Massenmorde sind zwar in der Vergangenheit meist nicht verhindert worden, wurden aber oft nachgehend von anderen Staaten geahndet. Brito beobachtet, dass Regimes gelernt haben, diese Konsequenzen zu vermeiden, indem Methoden des Völkermordes langsamer und schleichender geworden sind. Statt blutiger und schneller Blutbäder werden Genozide über längere Zeiträume gestreckt, mit verminderter Intensität. Unleidlichen Gruppen, die man aus dem Weg räumen möchte oder die Probleme verursachen, wird stückweise die Lebensgrundlage entzogen. Man nennt dies auch Genocide by Attrition, Völkermord durch Zermürbung. Diese Art der Gewalt fördert eine Haltung der Unaufmerksamkeit bei den Unterzeichnerländern der Konvention von 1948. Man wendet sich stattdessen den dramatischeren Krisen zu, wie zum Beispiel bei uns dem Krieg der Ukraine. Weiterhin, so Brito, nutzen die Täter weniger aufmerksamkeitsheischende Methoden, um ihr Ziel zu erreichen. Statt Tötung kommen Methoden wie sexuelle Gewalt, Geburtenverhinderung oder der Entzug lebensnotwendiger Ressourcen zum Einsatz. Diese alternativen Formen der Gewalt führen nicht zum Massenmord, erzielen aber über längere Zeiträume ähnliche Ergebnisse. Brito führt die Unterdrückung der Uiguren in China als ein Beispiel an, wie ein Staat mit einer marginal ausfallenden internationalen Reaktion und weitgehend ohne reale Konsequenzen seine Ziele umsetzen kann. Das sieht man jetzt auch dramatisch im Vergleich mit der Ukraine. Putins Methode ist sehr unintelligent. Bilder von ausgebombten Wohnhäusern, Leichen in den Straßen. Die Reaktion der westlichen Gemeinschaft ist gerade auch aufgrund dieser Bilder so schlagkräftig aufgefallen. Es gibt natürlich andere Aspekte auch. Ne? Chinas Vorgehensweise in Xinjiang ist unvergleichlich viel geschickter, unsichtbarer, natürlich auch wegen der allumfassenden Zensur. Die Zensur von Informationen ist ein wichtiger Bestandteil des modernen Völkermordes. Die Frage ist deshalb, Genocide is adapting. Genozid wandelt sich. Are we ready to respond? Sind wir dazu bereit, auf diese adaptierten Formen des Genozids einzugehen? Das ist genau die Frage, die sich die deutsche Politik und Öffentlichkeit stellen sollte. Ich bin fast fertig. Im April 2021 gab es im Bundestag die Anhörung zum Thema Völkermord in Xinjiang. Die Rechtsexperten konnten den Tatbestand Völkermord nicht feststellen. Vokabular wie Risiko oder Verhinderung kam in den Aussagen dieser Juristen nicht vor. Null.
Wenig später stellte der Ausschuss des Bundestages, glaube ich zumindest, dann fest, dass in Xinjiang Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen wurden oder werden. Darauf konnte man sich einigen. Das stimmt ja auch und es ist ein empirisch belastbares Urteil. Sehr gut. Das Problem ist, der Tatbestand Verbrechen gegen die Menschlichkeit bringt keine vertraglichen Konsequenzen mit sich. Der Tatbestand Völkermord verpflichtet das Unterzeichnerland, aktiv etwas zu tun, um den Völkermord so weit wie möglich zu verhindern. Das heißt, es müsste zumindest müsste etwas getan werden. Man müsste sich zumindest bemühen. Klar, bei China ist das schwierig, aber es gäbe mehr Debatte. Das heißt, statt dass man sagt, können wir mit absoluter Sicherheit sagen, dass ein Völkermord stattfindet, müsste sich die Bundesregierung fragen, können wir weitgehend oder großenteils ausschließen, dass ein Völkermord stattfindet. Dass ein Völkermord nicht stattfindet. Ja? Wenn nicht, wie hoch kann man das Risiko einschätzen, dass der Völkermord stattfindet oder sich aktiv in der Vorbereitung ist? Das wäre ein konzeptueller Ansatz, der erstens der Präventionsverpflichtung gerecht wird und zweitens den Anforderungen nachkommt, die durch die neuesten Entwicklungen von Genozid als schleichenden Prozess entstanden sind. Gleich 2 Repliken, Boris. Dankeschön. Ja, gut. Ich glaube, ich kann mit großer Nüchternheit sagen, dass das Europäische Parlament in Europa das Parlament ist, das am deutlichsten, lautesten und wirkmächtigsten seine Stimme erhoben hat gegen die Verbrechen, die China in Xinjiang begeht. Ich glaube, es hätte ohne die Rolle des Europäischen Parlaments, zum Beispiel die insgesamt betrachtet sehr schwachen Sanktionen, die im letzten März gegen die 4 Personen und Bingtuan verhängt wurden, wovon Adrian Sens geredet hat, nicht gegeben. Und jetzt das Merkwürdige. Das Europäische Parlament hat sich nie über die Frage zerstritten, ob wir jetzt Völkermord sagen oder nicht Völkermord sagen. Sondern das Europäische Parlament hat sich darauf konzentriert, praktische Schritte einzufordern gegen diese verdammte Praxis. Und einige von uns sagen, es ist Völkermord und andere sagen, wir nutzen den Begriff Verbrechen gegen die Menschlichkeit, so wie es zum Beispiel auch Human Rights Watch tut. Und wir wären verrückt, wenn wir so eine Debatte ins Zentrum rücken würden, welchen Begriff wir benutzen. Weil es nicht darum geht, ein juristisches Seminar zu gewinnen, sondern weil es darum geht, zu mobilisieren. Es hat offenkundig unbestreitbaren Völkermord gegeben, zum Beispiel in Ostafrika, ohne dass irgendjemand, der formal dazu verpflichtet gewesen wäre, irgendwas dagegen unternommen hätte, weil eben die formale Verpflichtung gegen Völkermord etwas zu tun in der realen Politik im Zweifel nichts zählt, wenn es niemand gibt, der Druck macht. Deswegen versuchen wir, Druck zu machen. Und für mich ist deswegen im Zentrum dieser Debatte nicht jetzt eine Begriffsklärung. Und ich bin dem Adrian Sens für seinen Versuch der Begriffsklärung dankbar und will es überhaupt nicht runtermachen. Aber für uns ist das nicht das Entscheidende. Wir sagen Völkermord oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und dabei ist mir eines wichtig. Man soll nicht so tun, als wäre die Haltung unaufrichtig, nur wenn man nicht das jeweils schlimmste Wort verwendet. Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist aus meiner Sicht kein minderes Verbrechen. Es ist nicht etwas, wo ich sage, dann ist es ja nicht ganz so schlimm. Also wenn es noch kein Völkermord ist, ist es ja nicht ganz so schlimm. Ich finde das furchtbar. Und deswegen ist mein Appell, sich zu konzentrieren auf das, was man tun kann. Und da habe ich ein paar Punkte, die für mich im Zentrum stehen, die zum Teil schon angesprochen wurden. Erstens, es gibt nach wie vor Länder, die haben Auslieferungsabkommen. Es gibt 10 Länder in der EU, die Auslieferungsabkommen haben mit der Volksrepublik China.
Ich finde, wir brauchen eine Kampagne gegen diese Auslieferungsabkommen. Wir machen das von IPAC, der Interparliamentary Alliance on China, der auch dabei ist. Frontline Defenders macht das. Andere machen damit. Ich finde, das ist eine wichtige Sache. Das würde schon mal ein paar Leuten vielleicht das Leben retten. Das Zweite ist, das hat jetzt Barbara angesprochen, mit der Rolle der Wirtschaft. In Amerika gibt es ein Uyghur Forced Labor Prevention Act. Danach darf kein Produkt auf den amerikanischen Markt eingeführt werden, bei dem der Importeur nicht nachweisen kann, dass keine Zwangsarbeit drinsteckt. Sowas haben wir in Europa nicht, aber sowas brauchen wir in Europa. Die Kommission hat versprochen, einen Vorschlag zu machen. Aber dieses Versprechen steht so lange auf wackeligen Füßen, solange es keinen massiven gesellschaftlichen Druck dafür gibt. Weil es gibt natürlich auch Gegenbewegungen, die das nicht wollen. Also unangenehm. In Amerika ist das für die Unternehmen sehr unangenehm, dass sie ihre Tomatenpaste und so weiter nicht mehr einfach so einführen können. Und ich glaube, an den zwei Stellen könnte man das konkretisieren. Was wir dazu beitragen können, dass es nicht einfach weitergeht und wir uns dann sozusagen händeringend an den Rand stellen und beklagen, was in China ist. Ich glaube, es ist überhaupt nicht so, dass wir uns einbilden können, wir könnten China leicht verändern, von außen. Aber wir können Bedingungen schaffen, unter denen die internationalen Kosten für China sehr, sehr groß werden. Und wenn wir es schaffen, dass die internationalen Kosten für China sehr, sehr groß werden, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht dann doch das eine oder andere geändert werden kann. Und deswegen würde ich sehr werben für diese pragmatische Orientierung, wie wir es im Europäischen Parlament haben, und würde mir wünschen, von der Regierung wie von der Opposition in Berlin, dass sie an den zwei Baustellen systematisch arbeiten, dass diese Sachen von Deutschland aus in den Europäischen Rat getragen werden und dort eine Unterstützung. Mir wurde genehmigt, ganz kurz darauf zu reagieren. Ich stehe diesen Aussagen sehr sympathisch gegenüber. Sehr, sehr sympathisch. Und wenn jeder diese Einstellung hätte, bräuchte man vielleicht gar keine Völkermordskonvention. Man bräuchte gar nicht diese Dinge. Ich sehe das auch so. Es ist weniger ein Streit um Begrifflichkeit. Aber da es ja schon die Konvention gibt und da Staaten, die unterzeichnet haben, das Europäische Parlament zum Beispiel ist ja kein Unterzeichner dieser Konvention, hat von daher auch nicht diese Verpflichtung, kann sich von daher auch völlig aus der Diskussion raushalten. Aber für mich ist diese Konvention von 1948 ein weiteres Mittel, um Verantwortungsdruck auf Staaten auszuüben, die diese Konvention unterzeichnet haben. Dass die, und wie Herr Bütikofer richtig gesagt hat, in der Realpolitik hat das bislang eigentlich keine Rolle gespielt. Das liegt aber an dieser Denk- und Herangehensweise. Diejenigen, die sich mit Völkermord beschäftigen, wie das Uiguren-Tribunal zum Beispiel, weil es so umfassend ist, beschäftigen sich dann sehr intensiv mit diesem Tatbestand, laden Zeugen ein und so weiter. Allein dieser Untersuchungsprozess würde unglaublich viel Datenmaterial schaffen. Das hat man an dem Uiguren-Tribunal in London gesehen. Da wurde unglaublich viel neues Material geschaffen. Und ich denke, es ist einfach ich stimme dem zu, dass wir sollten uns nicht irgendwie verrennen in Debatten, wo man dann weniger tut. Es geht darum, was getan wird. Für mich ist die Konvention eine weitere Methode, Druck auszuüben, Verantwortung groß zu schreiben und das Thema hochzubringen. So sehe ich das persönlich, aber ich habe das jetzt auch eher wissenschaftlich beleuchtet. Die Politik ist dann die Politik, die kann sich dann informieren. Vielen Dank. Zuallererst mal bin ich Rainer Bütikofer sehr dankbar für die Ausführungen, weil mir auffällt, dass ich mit den 6 Monaten, die ich jetzt im Bundestag bin, sprachlich noch einiges von ihm lernen kann, was er viel besser auf den Punkt bringt als ich. In der Sache bin ich da gar nicht
überhaupt keine Nuance weg von ihm, weil tatsächlich genau diese Aufgaben vor der Brust stehen. Und er hat den Act in den Staaten angesprochen, was Zwangsarbeit angeht. 20% der weltweit produzierten Baumwolle kommt aus Xinjiang. Kommt deswegen aus Xinjiang, weil es so billig ist, die Arbeiter dort auf den Feldern auszubeuten. Und seien Sie mir nicht böse, aber ich weiß nicht, wie viel Xinjiang ich trage. Und meine Damen und Herren, das wissen Sie auch nicht. Und das ist auch mit dem Act noch nicht besser geworden. Ich sage es einfach mal. Da müssen wir tatsächlich viel stärker ran. Und das ist das, was ich vorhin auch mit den Lieferketten meinte. Ich hatte mich nochmal gemeldet wegen dem Sport. Sie hatten ja vorhin danach gefragt. Und wir sind ja im Bundestag gerade im Ausschuss dabei, dieses Schwerpunktthema zu bearbeiten. Es gibt tatsächlich in den Verbänden eine ganze Reihe von Hausaufgaben, wo die Verbände sich aufgemacht haben, das zu bearbeiten, aber wo wir von der Politik auch tatsächlich noch stärker rein müssen. Es gibt jetzt einen Athletinnenverband, der sehr interessant ist. Sportlerinnen und Sportler, die sich organisieren, um in diesen Verbänden auch demokratische Strukturen zu unterstützen. Machen wir uns doch nichts vor, die Entscheidung für Beijing 2020 ist irgendwann 2013, 2014 gefallen und man hat sich versteckt. Ja, wir machen Menschenrechte, aber das haben wir erst 2016 gemacht, da war die Entscheidung schon gefallen und deswegen haben wir das jetzt noch nicht umgesetzt, machen wir aber noch. Wenn man solche Aussagen dann in der ARD, in der Dokumentation hört, dann fühlt man sich natürlich komplett auf die Raufe genommen. Und diese Verbrechen, die dort stattfinden und bestehen, es ist unsere Aufgabe, das zu adressieren. Und das war der Versuch mit der Erklärung, dort das Augenmerk darauf zu setzen, dass dieses Regime eben nicht die Olympischen Spiele benutzen kann, um sich selber reinzuwaschen. Und ich glaube, das ist ein Stück weit gelungen, dass in der öffentlichen Wahrnehmung das Thema deswegen auch stärker vorgekommen ist und dann auch gesetzt werden konnte. Weil ob es Völkermord ist oder Verbrechen gegen die Menschheit, es sind großflächige, systematische Verbrechen, die stattfinden und die zu ahnden bedeutet, eine Öffentlichkeit dafür zu sensibilisieren und Aufmerksamkeit zu schaffen. Und was die Umsetzung der UN Principles on Business and Human Rights angeht, da haben sowohl IOC als auch FIFA noch sehr, sehr, sehr weite Wege vor sich. Machen Sie sich nichts vor. Die WM in Katar steht vor der Brust. Wir haben die nächste Debatte darüber am Start, was Migration, was Arbeitsbedingungen angeht. Dort sind andere Bedingungen, aber in der öffentlichen Wahrnehmung ist es eben schwierig, in die Tiefe reinzugehen. Ich hoffe, dass wir mit der ILO genau diese Situation genauso anschauen können und dort entsprechend Erfolge erzielen, damit die nächsten Spiele, es ist ja nicht unser Interesse, dass solche Ereignisse nicht mehr stattfinden, aber wir wollen die Bedingungen dafür verändern und dafür brauchen wir eben auch den Druck aus der Politik. Vielen Dank. Barbara Lochbieler und Michael Brandt und dann Enver Can. Also ich wollte nur Anmerkungen jetzt machen, nochmal auf diese UN-China-Menschenrechtspolitik zurückkommen. Ich finde, es wäre wichtig, wenn auch von europäischer Seite über die Botschafterin Lotte Knudsen, die jetzt dort ist, nochmal darauf zu drängen gegenüber der Hochkommissarin, dass der Bericht zur Situation der Uiguren jetzt wirklich veröffentlicht wird. Man kann da zeitnah sagen, aber der ist schon seit September. Ja? Und ich vermute fast, dass der Besuch nicht stattfindet. Aber egal, ob er stattfindet oder nicht, auf jeden Fall muss man sagen, der muss rauskommen, weil dann haben wir wieder gutes Material. Und der scheint auch ein guter zu sein, auch ohne dass er dorthin führt. Ich glaube, die deutsche Botschafterin hat es schon auf dem Schirm, aber man könnte auch von deutscher Seite nochmal darauf hinweisen, dass das gut wäre, dass sowas veröffentlicht wird. Dann zweitens sagen Sie noch, die Einzelfälle sollen wir weiter bearbeiten, auch in deutscher und europäischer Politik. Der Professor Ilham Tohti hat den Sacharow-Preis bekommen. Er hat eben auch den Martin Engels Award. Übrigens, das weiß wahrscheinlich hier niemand, wer das ist. Das war einer der ersten Generalsekretäre international von Amnesty International. Und da haben wir jetzt so eine Stiftung, die gibt es schon länger in Genf, die immer den Martin Engels Award, diesen Preis verleiht. Und da gibt es eben zwei Preisträger, die aus China kommen. Und bei dem anderen, dessen Namen jetzt nicht weiß, ein Jurist, der ist sogar nach Haftstrafe jetzt mal entlassen worden und bis jetzt kann er noch unbehelligt dort leben. Also solche Forderungen kann man muss ja auch immer denken. Egal, ob man jetzt für eine NGO arbeitet oder Politiker ist oder in einem Amt arbeitet. Was kann ich bewirken mit der Politik? Unter uns kann man immer sagen, wer hat den radikalsten Punkt oder so. Ja? Aber was kann ich eigentlich tun für die Leute in China? Und da ist wirklich schwierig. China ist nicht Katar zum Beispiel. Ja? Das ist denen auch wurscht. Wenn die dann auch schlecht
angesehen wird, weil China ja von sich aus auch versucht, einen anderen Menschenrechtsdiskurs zu führen. Nicht nur sich anzupassen, was jetzt die Normen der anderen wären. Also das ist da schwierig. Und da wollte ich dann nochmal auch sagen, jetzt bei Unternehmen und Menschenrechtsverantwortung, ich weiß nicht, wie das in der jetzigen Regierung ist, aber die deutsche Regierung und das deutsche Wirtschaftsministerium war immer ausgesprochen aktiv gegen UN-Menschenrechtsverbindungen und Business. Da gibt es eine eigene Arbeitsgruppe, da war die EU mehrheitlich waren da dagegen und die Deutschen auch. Jetzt weiß ich nicht, müssen wir mal bei unserem Wirtschaftsminister nachfragen. Wahrscheinlich hat er jetzt noch keine Zeit gehabt. Aber man müsste da auch noch mal gucken, dass man das noch stärker hervorheben kann. Und weil ich denke schon, Wirtschaft und China wir haben große Handelsinteressen, aber die auch, dass das ein guter Hebel wäre, China zu bewegen. Und nur nochmal an die EU-Adresse. Das Problem mit China-Politik ist halt auch, dass die EU manchmal nicht mit einer Stimme sprechen kann in Genf. Weil der wirtschaftliche Druck auf einzelne Länder sehr stark ist. Wir hatten das einmal, das war wirklich aber der Tiefpunkt, da hatte das niemand auf dem Schirm, da war ich im Europaparlament und so kommt immer eine China-Resolution, ja, jedes Jahr. Und dann stimmt auf einmal Griechenland gegen diese Resolution. Oder dass es die überhaupt liegen soll. Und dann waren wir alle erstaunt, das war einfach der Druck so stark. Und es war in dem Jahr, wo eben auch China den Hafen von Piräus und alle mögliche Infrastruktur aufgekauft hat und das Land dem Druck nachgegeben ist. Das heißt, man muss auch innerhalb der EU immer aufpassen, dass da die Spaltung nicht stattfindet. Vielen Dank. Gerade was die Wirtschaft, die du erwähnt hast, die Rolle, gerade was Xinjiang anbetrifft, in der Vergangenheit sehr negative Eindrücke gewonnen und wir als NGOs fordern ja auch immer quasi das Prinzip Primat der Politik, also dass nicht die Unternehmen quasi unsere Außenpolitik bestimmen, sondern dass die Politik den Rahmen setzt. Und wenn ich mir anschaue, wie zum Beispiel Volkswagen agiert hat, das ist vorhin schon angeklungen war in der Diskussion, empfand ich das als sehr, sehr schwierig und hat auch eben die Position der Menschenrechtsverteidigerin der Menschen in China selbst auch untergraben. Und das fand ich sehr, sehr bedauerlich. Von daher kann ich das nur unterstützen, dass auch hier unsere Politik, unsere Regierung da ein besonderes Augenmerk auch haben sollte, dass eben solche Dinge nicht die Diskussion dominieren. Sicherlich kann man nicht hier die Äußerungen unterbinden, selbstverständlich nicht von Unternehmensführern, aber ich glaube, da muss auch eine deutliche Gewichtung auf eine Politik kommen. Michael Brandt. Also ich sag mal, nochmal, Jahr 2022, es wird Zeit, dass diese deutschen Unternehmen jetzt endlich mal offenlegen, wie Siemens, was denn eigentlich die strategische Partnerschaft mit China bedeutet. Und es ist an der Zeit, dass VW und auch der niedersächsische Ministerpräsident als Anteilseigner eine wichtige Stimme dort endlich mal Transparenz walten lässt und sagt, wie viele Uiguren in Zwangsarbeit werden denn dort in Xinjiang beschäftigt. So, das ist doch eigentlich relativ gut. Und ich will eine Bemerkung machen zu dem, was Kollege Bütikofer eben gerade gesagt hat. Ich teile das absolut. Das war mein Kritikpunkt auch. Diskutieren wir jetzt, Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind nicht so schlimm wie Völkermord, dann verlieren wir die Debatte. So. Und dann helfen wir den Leuten nicht, die mit Leben bedroht sind und die ihr Leben verlieren. Dennoch will ich sagen, die Diskussion, Sie haben gesagt, schleichenden Völkermord, die neue Art des Völkermords, so nenne ich es, die neue Art des Völkermords, die muss auf den Tisch, weil sie nämlich in dieser langen Strategie dazu führt, dass der Völkermord zum Erfolg kommt, zum bitteren Erfolg. Was meine ich? Damit einbeziehen. Weil, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Der Fokus liegt auf den Uiguren, nachdem Sie haben vollkommen recht, über Jahrzehnte ignoriert worden ist, Frau Lochbier, wie Sie es gesagt haben. Jetzt macht aber China eins, sehr erfolgreich seit Jahren, nachdem sie nicht mehr leugnen konnten, nachdem auch die Vereinten Nationen gesagt haben, sind Internierungslager. Versucht sie, nicht nur versucht, sondern hat Erfolge dabei, zum Beispiel im Menschenrechtsrat. Uiguren können sie nicht mehr leugnen, das kriegen sie nicht raus aus den Resolutionen derzeit. Aber dann versuchen sie Geländegewinne an anderer Stelle zu bekommen, nämlich indem die Tibeter
in den Unterlagen und in Resolutionen nicht mehr vorkommen im Menschenrechtsrat. So, das heißt, dieser Völkermord und die kulturelle Auslöschung der Tibeter, die seit den 50er Jahren stattfindet, da muss ich mal sagen, wir kämpfen da gemeinsam, aber früher war es mal sehr schick, sich für die Tibeter einzusetzen. Heute findet man nicht mehr so viele Unterstützer und sie sind schon ziemlich weit gekommen in Tibet. Das ist auch diese langfristige Strategie. Und deswegen ist die Diskussion über die neue Art des Völkermordes, nämlich, und die heißt am Ende, ist der Westen schwach? Oder hat er jetzt wirklich Zeitenwende kapiert? Also sagen wir Zeitenwende oder meinen wir Zeitenwende? Und wenn eine neue Art des Völkermords unterwegs ist, dann ist doch die Frage, ob der Westen die freiheitlichen Demokratien, sind sie bereit, ins Räderwerk zu greifen und zu sagen, okay, wir sehen das, wir legen Naivität ab und es gibt eine Konsequenz. Das ist die entscheidende Frage. So, weil ansonsten ist das Gerede über Zeitenwende hohles Geschwätz. Und das ist aus meiner Sicht gerade die Entscheidung. Ich bin dem Europäischen Parlament sehr dankbar und auch dir persönlich dankbar, beim Investitionsabkommen dort eine Schranke reingehauen zu haben. Weil das war kein gutes Investitionsabkommen zwischen China und EU. Da stand mal, ich sag's mal mit meinen Worten, so ungefähr drin, wir könnten uns überlegen, vielleicht mal zu überlegen, dass wir bestimmte Dinge künftig nicht mehr tun. Das ist nichts. Das ist nichts als Gegenleistung für dieses Abkommen. Jetzt gibt es gerade aktuell ein neues Abkommen und jeder, der sich mit der Thematik beschäftigt, der weiß und glaubt nicht daran, dass das, was dort drin steht, ernsthaft umgesetzt wird. Zum Beispiel beim Thema Zwangsarbeit. Ich würde im Übrigen auch sagen, bei der Wirtschaft und die Menschenrechte müssen wir auch einen neuen Blick machen. Siemens und VW sind zwei große Unternehmen und Herr Käser, der jetzt nicht mehr im Amt ist, aber der sich noch vor jedem autoritären Herrscher in den Staub geworfen hat, das sind nun wirklich krasse Negativbeispiele. Ich erlebe aber in den letzten Jahren, ich nehme mal das BDI-Papier, ich erlebe in der deutschen Wirtschaft, im Mittelstand, immer mehr und eine differenziertere Sicht, sodass wir die Diskussion auch nicht nur führen dürfen, Wirtschaft hier und Menschenrechte dort, sondern ich erlebe da eine Reihe von Leuten, die sagen, wir sind dazu nicht mehr bereit, wegzuschauen oder näher hinzuschauen, wie man es definieren will, weil sie seit Jahren merken, dass dieses Durchregieren auch auf ihrem Unternehmen stattfindet. Ja, im Übrigen natürlich diese Unternehmen sagen, dass deutsche Staatsbürger dann vielleicht nicht mehr nach China gehen wollen, weil sie sozusagen unter einer Repression stehen, die dann heißt, nach dem Motto, die solidarisieren sich mit der Demokratiebewegung in Hongkong. Was tun die? Die haben einfach sozusagen einen Post abgesetzt. Also diese Regime werden doch deswegen keck, weil wir zu schwach sind. Und deswegen ist die entscheidende Frage aus Russland. Und da schaut natürlich der große Führer in Peking sehr genau, wie wir gerade realisieren. Ob wir am Ende bereit sind, diese Konsequenz und dessen, was wir diskutiert haben, am Ende auch mit einem Preisschild zu versehen. Das ist ganz konkret, den Punkt, den du bei Wirtschaft gesagt hast, aber er ist auch ganz konkret und das ist ja gerade die Auseinandersetzung, sagen wir Zeitenwende oder machen wir Zeitenwende? Und das heißt am Ende auch, dass ich bereit sein muss, mit schweren Waffen zu sagen, ich werde diejenigen, die jetzt angegriffen werden, nicht allein lassen. Und es geht schon lange nicht mehr um die Ukraine, sondern es geht um die freiheitlich-westliche Welt insgesamt. Und letzten Punkt möchte ich sagen, auch nach vorne. Wir reden ja jetzt nicht nur darüber, wie waren Dinge in der Vergangenheit und was muss getan werden, Zeitenwende. Aber ich will noch eine Bemerkung machen. Frau Lockbitter hat den Menschenrechtsdialog angesprochen, um es mal sehr klar zu sagen. Es gibt nur ein Land, mit dem Deutschland einen Menschenrechtsdialog macht. Das ist China. So, und warum? Weil China die öffentliche Kritik nicht hören will. Und diese Frage stelle ich nicht erst seit ein paar Wochen. Das gilt für die alte wie für die neue Regierung. Wenn ein Menschenrechtsdialog zu einem Feigenblatt verkommt, dann kann man ihn sich sparen. Und dann muss man sagen, das ist kein Dialog auf Augenhöhe. Wir sind ja mittlerweile in Deutschland so weit, dass wir schon dankbar sind, wenn Peking uns nach 3 Jahren einen Termin gibt. Und wir müssen einfach erkennen, und das meine ich mit der Oberflächlichkeit ablegen, Naivität ablegen. Bei uns kriegst du dann sehr oft, und das habe ich ja auch nur wieder zu hören bekommen,
als Antwort nach dem Motto, wir dürfen das nicht so laut ansprechen, damit Peking das Gesicht nicht verliert. Andersrum wird natürlich auch ein Schuh draus. Wenn wir die Dinge nicht auf Augenhöhe ansprechen, dann haben wir das Gesicht schon lange verloren. So, und ich bin nicht dafür, immer alles laut zu machen. Aber wenn diese angeblich leise Diplomatie der letzten Jahre zum Erfolg geführt hat, dann frage ich mich, wie es denn eigentlich sein kann, dass die Aggression Chinas nach innen und nach außen seit Jahren dramatisch zugenommen hat. 2008, das sind ja nicht mehr als Lippenbekenntnisse, hieß es dann in den Sportdiskussionen, ist doch schön, dass wir jetzt über Menschenrechtsdiskussionen debattieren. Da haben wir eine große Gelegenheit, das Thema zu diskutieren. Ja, das ist doch ein feiges Wegducken. Wir haben doch gesehen, nach 2008 ist die Menschenrechtssituation in China nicht nur nicht besser geworden, sondern sie ist dramatisch schlechter geworden. Und insofern bin ich auch total dankbar, dass auch im Sportbereich, zum Beispiel dieser Athletenverein, Athleten Deutschland e.V., da sehe ich Punkte, wo Leute ich habe eben die Wirtschaft genannt, Teile des BDIs, das BDI-Papier, im Sportbereich Leute sagen, pass auf, wir wollen Konsequenz, wir wollen nicht nur die Diskussion darüber, sondern es gibt am Ende auch Konsequenzen. Allerletzte Bemerkung mit dem Lieferkettengesetz, wir haben ja in Deutschland eins vorgelegt. War hoch umstritten. In meiner Fraktion gab es einen Wirtschaftsminister und einen Entwicklungsminister, Peter Altmaier und Gerd Müller. Am Ende ist das Ganze zusammen mit dem Koalitionspartner verabschiedet worden. Das war ein erster Schritt. Da gab es im Übrigen die Diskussion, ja, das können wir doch nicht machen, jetzt vorpreschen, soll doch erstmal die EU das Ganze machen. Da gab es natürlich auch Blockadehaltung in der Koalition. Aber wir haben dieses Lieferkettengesetz verabschiedet und ich finde, da gibt es gute Vorlagen auch für die Kommission, für Brüssel. Da gibt es auch manche andere Akzente, die gerade gesetzt werden. Aber es gibt genau diese Instrumente. Meinen wir am Ende nur, es müssen bestimmte Standards eingehalten werden, oder tun wir es am Ende auch? Und ich glaube, dass wir Einflussmöglichkeiten haben. Allerletzte Bemerkung. Ich glaube, dass die Narrative, die auch manchmal in Berlin unterwegs sind oder in anderen europäischen Hauptstädten oder in Brüssel, dass wir am Ende ja nur von China abhängig sind, das sind total gefährliche Narrative, weil am Ende sind wir noch jedenfalls stärker als China und insofern ist dieses Zeitfenster jetzt mit Russland, mit China und auch mit unserer Macht, auch wirtschaftlich, eine, die wir nutzen müssen. Das Zeitfenster wird kleiner. Ich habe da eine konkrete Nachfrage auch auf die Gefahr, dass das vielleicht etwas zu speziell wird. China hat vor, glaube ich, zwei Wochen die ILO-Konvention ratifiziert. Die meinte ich. Ja, vor dem Hintergrund unserer Feststellung oder auch heute der letzten Zeit der Situation in Xinjiang. Welche Rolle spielt überhaupt diese Ratifikation überhaupt noch? Das ist die $1 Million. Also das ist der Kern der Frage. Also der Zenz hat vorhin gesagt, dass wir Völkermordskonvention 1948, ich wollte nur noch den Begriff der Schutzverantwortung hinzufügen. Wir haben natürlich Mechanismen und Instrumentarien auf internationaler Ebene versucht, über die UN zu etablieren, von 2005 an, ongoing. Und Schutzverantwortung, Responsibility to Protect, hatte ja 3 Aspekte, um da letztlich ein Frühwarnsystem zu machen. Und wir haben keine Instrumentarien, um konsequent zu sein. Weder bei solchen Dingen, noch an der Stelle sowas umzusetzen. Und die Konsequenz, von der Michael Brandt gerade gesprochen hat, ist etwas, wir haben auf internationaler Ebene kein staatliches Gewaltenmonopol oder ähnliches oder eine Gewaltenteilung da. Und das ist unser Problem. Wir machen ILO-Konvention 169, wir machen an vielen Stellen solche Fortschritte oder solche Papiere oder solche Systeme und haben dann aber keine richtigen Möglichkeiten oder keine richtigen Instrumentarien. Und die Frage ist dann, gibt es eine Koalition der Willigen, gibt es ein wie auch immer geartetes Verbundssystem, das dann handelt, auf welcher völkerrechtlichen Basis dann das Einzelne zustande kommt, ist dann ja auch irgendwie schwer in der Debatte. Und das ist unsere Aufgabe heute. Wenn dieser Ukraine-Krieg eins gemacht hat, dann hat er die westliche Welt insofern wachgerüttelt, als dass es notwendig ist, tatsächlich über dieses internationale System nochmal deutlicher nachzudenken und dann auch über Arbeitsschutz oder über andere Standards dann auch Konsequenzen tatsächlich auch nicht nur in Worte zu packen, sondern auch in Maßnahmen zu packen. Und die Bemerkung muss ich mir dann doch irgendwie rausnehmen, 10 Jahre am Liefergesetz zu arbeiten und das dann sozusagen als Erfolg darzustellen, finde ich auch ambitioniert. Ich habe
sich verabschiedet als Erste. Das ist jetzt, also... Ich würde gerne die Frage beantworten, was die Ratifizierung bedeutet, aber das kann man zurückstellen. Ich wollte nur fragen, ich habe es nicht verstanden, welche ILO-Konvention haben Sie da? 29 und 114. Ja, dann das war's. Kai? Ja, Eva meldet sich schon bereit. Bitte, Herr Schulze. Bitte. Dankeschön. Ganz kurz möchte ich diese Gelegenheit benutzen, Frau Barbara Lochbücher ganz kurz zu bedanken, weil 2016 wir haben mit einer Konferenz Ilham Tohti in der Europäischen Parlament vorgestellt und da Frau Lochbücher hat mich gezielt gefragt, was wolltet ihr von uns? Ja, was wollte Uiguren von uns? Ich habe beantwortet, dass Ilham Tohti für Sacharow-Preis nominiert wird. Und das war der Anfang des Prozesses und 2019 hat er das Preis bekommen und Sie sind Architektin von diesem Prozess. Ja, und ich habe seitdem keine Gelegenheit gehabt, aber jetzt habe ich die Gelegenheit. Und gestern Abend, wenn Sie geschafft hätten, von Uiguren hätten Sie einen Strauß Blumen bekommen und jetzt habe ich nicht dabei. Meine eigene Frage, die loswerden muss, Herr Mijazovic, vielleicht liegt an meiner Sprachbarriere, aber ich habe nicht verstanden, wie Zusammenhang zwischen einer Entscheidung im deutschen Parlament oder irgendwo, der juristisch nachvollziehbar sein sollte oder müsste. Wir hören in der ganzen Welt, in demokratischen Ländern, sogar über historische Ereignisse vor 1000 Jahren oder vor 500 Jahren stattgefunden ist, von Parlamenten etwas auf irgendeine Weise in einem Ding eingestuft wird, darüber entschieden wird. Ich meine damit zum Beispiel jetzt die letzten Entscheidungen in Beziehung mit Krieg in der Ukraine, wie viele davon ist juristisch nachvollziehbar. Darum, ich verstehe nicht, wie eine Entscheidung im Bundestag zum Beispiel über Völkermord oder Crimes against Humanity, egal, warum das juristisch nachvollziehbar sein soll, weil das eine politische Entscheidung ist. Möchte ich diese Erklärung, erklären, was Sie damit meinen. Dankeschön. Wir haben die aktuelle Debatte ja gehabt zu der Erklärung im Bereich Sport. Diese Erklärung, die wir im Menschenrechtsausschuss gemacht haben, ist ja in der Folge der Olympischen Spiele passiert. Und da war ja die Debatte, die Frage, warum der Begriff Völkermord in dieser Erklärung nicht aufgetreten ist. Und dann hatten wir die Situation, Sie haben das vorhin gefragt, das französische Parlament hat einen solchen Begriff eingeführt und 3 Tage später die französische Regierung sich distanziert. Und das ist dann für mich die Frage gewesen, ist es aktuell klug, diesen Begriff zu setzen in einer politischen Debatte, wo es juristische Zweifel gibt, ob das der richtige Begriff ist. Juristische Zweifel insofern, als dass die Anhörung, die ist im April 2021 gewesen, waren Zensor dabei, waren aber auch Völkerrechtsexperten dabei. Es gibt eine Beschreibung oder einen Aufsatz des Wissenschaftlichen Dienstes und die sagten, das ist eine schwierige Situation, diesen Begriff zu verwenden. Juristisch schwierig, weil die Belege dafür nicht ausreichend sind. Ich fasse es jetzt mal so zusammen. Ich habe vorhin gesagt, für mich sind Hinweise da. Es sind schwerwiegende Verbrechen. Macht keinen Unterschied in der Wertigkeit Verbrechen gegen die Menschlichkeit, weil die systematische und großflächige Zahl der Verbrechen gegeben ist. Für mich ist das klar, dass das die Frage ist aber tatsächlich, wie kommen wir in der Sache weiter? Und deswegen habe ich vorhin gesagt, weiß ich nicht, ob es zielführend ist, die Völkermordsdebatte zu führen. Und deswegen würde ich im Augenblick gar nicht mehr, weil Sie andere Fälle angesprochen haben, und das ist ja das, was ich auch meinte, wir brauchen sozusagen diese Dokumentation, und weil Sie das angesprochen haben mit der Ukraine, ich bin froh, dass wir dort eben noch nicht sozusagen in diesem feineren Teil oder in dieser Auseinandersetzung sind, weil die Beschreibung dessen, was passiert
und dokumentiert ist, ist unglaublich wichtig. Butscha ist 300 Leute, teilweise mit gefesselten Händen. Das muss man tatsächlich, oder die Angriffe auf die Zivilbevölkerung, die Wohnhäuser und so weiter, das muss man sammeln. Und ich bin sehr froh, dass der Staatsanwalt, der Oberstaatsanwalt des ICC vor Ort ist, dass das Verfahren, der Untersuchungsraum erweitert wurde, dass es eben Untersuchungen gibt und dass das eben von den juristischen Institutionen, die wir jetzt geschaffen haben, vorangetrieben wird. Ja. In Ihrem Fall, jetzt in dem Fall der Uiguren in Xinjiang, wäre tatsächlich die Frage, welche rechtliche Instanz würde denn Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Völkermord überhaupt behandeln? Also wo würde man diese Institution schaffen? Für die Ukraine könnte man ein Sondertribunal auf ukrainisches Recht aufbauen. Das ist im Fall Xinjiang eben so nicht möglich. Und das sind Fragen, die ich mir halt stelle. Und die sind vielleicht ein bisschen zu spezifisch Völkerstrafrecht, aber dafür komme ich aus diesem Bereich als kleiner Kriminologe und habe das sehr, sehr lange bearbeitet. Und da möchte ich halt gerne erfolgreich das gewinnen, dass man am Ende tatsächlich Straflosigkeit beendet und nicht nur am Anfang den Begriff starten. Vielen Dank, aber diese Beweise werden wir nie bekommen, was auf die Uiguren ist. Die Beweise werden wir nicht bekommen. Die wissen alle. Das bekommen wir nicht. In der Ukraine, ja. Aber das ist ja genau die Debatte, die wir führen. Über den schleichenden Begriff, also den schleichenden Genozid, tatsächlich auch eine Veränderung hinzubekommen und da entsprechend Aufmerksamkeit für zu schaffen. Ich habe Erlaubnis, ganz kurz auf eine Sache einzugehen. Die britische Regierung hat ja auch sozusagen gesagt, ja, es muss ein Gericht geben, wo also Juristen gerichtlich feststellen, das ist ein Völkermord oder nicht. Das Problem für mich ist, ich bin da jetzt nicht so der Experte, aber ich denke, es ist relativ banal. Die Bundesrepublik ist ein Unterzeichnerstaat eines Vertrages. Dieser Vertrag oder diese Konvention enthält Verpflichtungen. Diesen Verpflichtungen muss die Bundesregierung nachkommen. Von daher denke ich, müsste die Bundesregierung unter Zuzug von Experten eine Risikobewertung eines möglichen potenziellen Genozides durchführen, um entsprechende Präventivmaßnahmen einzuleiten. Das wäre meiner Meinung nach zumindest vom Grundsatz her der richtige Ansatz. Nämlich der Ansatz, dass man versucht, dann irgendwie irgendein Gericht, da muss dann Beweise kommen, da muss man dann die Leichen herbeizerren und so weiter. Ich denke, so kann man eine Einzelperson nachträglich 10 Jahre später des Völkermordes überführen und ihr die aufgrund von konkreten Beweisen die Freiheit für viele Jahre entziehen. Aber die Verantwortung, einen Völkermord zu verhindern, denke ich, funktioniert anders. Vielen Dank für diese Beiträge. Rainer Bütikow hatte noch eine Wortmeldung. Dann kommen wir zu einer Fragerunde. Ich bin ja weder Wissenschaftler noch Jurist und deswegen in der glücklichen Lage, mich auch nicht als solcher aufführen zu müssen, sondern einfach politisch zu agieren. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, worauf es am Ende ankommt, ob wir politisch handlungsfähige Mehrheiten zusammenbringen, die etwas ändern. Da will ich jetzt die Frage aufgreifen von der Ratifizierung der 2 Konventionen. Es gibt 2 Kernnormen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. Die eine hat die Nummer 29, die andere hat die Nummer 105. Die eine ist schon aus den 30er Jahren, die andere ist jüngeren Datums. Die beide in unterschiedlicher Weise Zwangsarbeit verbieten. China hatte diese Normen bis jetzt weder unterzeichnet noch ratifiziert. Wir haben das von europäischer Ebene aus kritisiert im Zusammenhang mit dem Investitionsabkommen, weil die Europäische Kommission sich leider, das ist jetzt meine Meinung, auf eine windelweiche Formulierung eingelassen hatte, ohne eine Verpflichtung Chinas zur Ratifizierung festzuschreiben. Jetzt hat der Ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses entschieden, dass diese beiden Kernkonventionen ratifiziert werden. Ich glaube, sie sind noch nicht ratifiziert, aber das ist jetzt politische Beschlusslage in China. Was ist die praktische Konsequenz? Meines Erachtens, was China betrifft, null. Es ist nämlich erklärt worden,
Es gibt in China keine Zwangsarbeit. Es hat nie eine gegeben und es wird auch nie eine geben. Und deswegen können wir das ratifizieren, ohne dass in der Realität irgendetwas ändert. So ist es. Die einzige Ebene, auf der diese Ratifizierung eine Rolle spielen soll, ist die europäische. Wenn wir uns nämlich jetzt zufrieden geben mit den Bekundungen, ja, wir unterzeichnen diese Konvention und dann glauben, es wäre etwas passiert, außer bla bla, ja, dann sind wir die Deppen, die dann wieder der totalitären Führung Chinas einen Kredit einräumen, den sie nicht verdient hat. Und deswegen glaube ich, ist das Entscheidende, dass man jetzt an der Stelle nicht auf das formelle Verhalten abhebt, sondern auf die reale Gestaltung der Verhältnisse in China, an denen sich durch diesen Schritt null ändert. Und die chinesische Seite hat schon mal erklärt, diesen Konflikt mit der europäischen Seite, sondern mit dem Europäischen Parlament, können wir doch einfach lösen. China ratifiziert diese Konventionen und sagt gleich dazu, wir ändern nichts und die Europäer erklären sich damit zufrieden. Und das ist jetzt die Frage, die an uns gerichtet ist. Lassen wir uns auf so ein schäbiges Spiel ein oder nicht? Und ich glaube, unsere richtige Antwort wäre, ich wiederhole das, dass wir jetzt Druck machen, dass diese Gesetzgebung gegen Import von Produkten aus Zwangsarbeit in den europäischen Binnenmarkt auf europäischer Ebene kommt. Dazu muss noch dieses Jahr ein Vorschlag der Kommission auf den Tisch und dann müssen die Parlamente in den nationalen Mitgliedsländern Druck machen, dass das Realität wird. Ja, vielen herzlichen Dank. Das ist irgendwo hier auf dem Podium, da jetzt die Abstimmung ansteht. Ich denke, wenn jetzt noch Fragen gestellt werden sollen oder wer Fragen stellen möchte, kann das jetzt gerne noch. Eine Frage, aber wir müssen uns wirklich kurz halten. Und dort noch mehr. Zwei. Zuerst. Ja, ganz kurz wollte ich sagen, die 27 europäischen Länder haben es ein bisschen schwieriger, gemeinsam was zu entscheiden. Wir sind jetzt hier in Deutschland und wir sehen, was China macht, wir sehen, was autokratische Länder nebendran machen, von Russland bis Myanmar. Und wir haben eine Handelsbilanz. Deutschland und China ist fast ausgeglichen, das heißt, wir haben aktuell 108 Milliarden zu 115 Milliarden. Und die sieht so aus, dass 50%, was Deutschland und China liefert, sind Maschinen, hochwertige Maschinen, und das andere sind Fahrzeuge. Und wir kriegen von China zu 100% Massenware, was sie Metro und sonst wo einkaufen können. Dann frage ich, wofür haben wir das? Haben wir, wie Herr Anzeiger, nicht verstanden, die Zeitenwende, haben wir nicht verstanden, was China eigentlich vorhat. Wir haben 2 Tage darüber geredet. Es ist eindeutig, was China vorhat. Wir müssen anfangen, uns zu wehren, sonst ist es in meinen Augen nur noch mit blinder, dummer Feigheit zu erklären. Frage. Sehr große Frage, vielleicht eine kurze Antwort von jemandem. Oder vielleicht sammeln wir nochmal weitere Fragen. Ja, sammeln Sie. Ja, bitte. Tietchi. Also zu dieser Zwangsarbeitsprodukte, ich habe in Washington DC 10 Jahre mit der Lauga Research Foundation zusammengearbeitet. Ich weiß, wie schwierig das ist, festzustellen, welches Produkt ist von den Zwangsarbeitslagern festzustellen. Das ist erstmal kaum machbar. Und außerdem, die USA haben, wie Herr Büskopf schon gesagt haben ein Gesetz verabschiedet, also kein Import von solchen Forced Labor Produkte von der Forced Labor. Aber das kann man trotzdem lernen. Zweitens, vorhin ist es gesagt worden, also ein Feigeblatt ist diese
Menschenrechtsdialog. Noch ein zweiter Blatt von der Bundesregierung ist dieser Rechtsjustizdialog, ja, also dieser Rechtswesendialog. Ja, genau. Das ist auch ein wirklich gibt gerade die chinesische Seite eine tolle ein stolze Zeige und auch für die deutsche Regierung können die Medien sagen, guck mal, wir führen Dialog mit der chinesischen Regierung. Es ist wirklich zum Lachen. Also all diese, ich sage das sind kleine Kratzer, das nützt überhaupt nicht. Man muss die wichtige Sache anpacken, zum Beispiel diese Handelsabkommen. Das muss man wirklich stoppen. Und auch, ich finde es so schade, dass Winterolympiade, dass die deutsche Seite keine klare Position bezogen hat. Das ist so eine Sache, was China wirklich wehtut. Das muss man anpacken. Gut, das ist schon vorbei. Aber ich finde, auch neue Außenminister, Annalena Baerbock, wieso sagt sie, ich gehe nicht nach China als eine Privatperson? Sie soll sagen, ich bin Außenministerin von Deutschland, ich gehe nicht dahin. Warum sagt sie das nicht? Vielen Dank, da war eine weitere Meldung. Ich habe große Probleme mit der Anwendung des Begriffs Zwangsarbeit in China. Unabhängig von der Situation in Xinjiang, glaube ich, muss man sagen, dass es viele, viele Millionen Arbeitskräfte in China gibt, die in Arbeitsverhältnissen tätig sind, die ihnen von irgendjemandem, sage ich mal, Arbeitsamt oder von irgendeiner Vermittlungsstelle vorgegeben wurden und die gar keinen Plan haben. Die sind dort tätig und die sind jetzt stolz darauf, oder in Anführungsstriche, in einem Lohnarbeitsverhältnis zu sein, aber ob sie sich das so freiwillig ausgewählt haben, ob sie die Chancen haben, über ihre Lohn- und Arbeitsbedingungen zu diskutieren, möchte ich sehr bezweifeln. Also das ist ein Problem in China, was weit, weit über das Thema der zwangshaften Beschäftigung von Angehörigen von nationalen Minderheiten hinausgeht. Es ist ein globales chinesisches Problem. Von daher halte ich das auch ein bisschen für eine Augenwischerei, wenn wir uns hier in dieser Richtung Mühe geben, dann müsste man irgendwie sehr harte Konsequenzen ziehen, das ist aber unsinnig. Also ich denke, wir kommen da nicht drum rum, hier in einer Grauzone uns weiter zu bewegen. Eine Frage. Ja, ich bin von der Tibet-Initiative aus Hamburg, Regionalgruppe. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein kann. Ich finde eigentlich alle Beiträge sehr ansprechend und möchte mal so ein bisschen aus Aktivistenseite den kleinen Denkanstoß reingeben. Warum geht nicht das eine und das andere? Die Grenze sehe ich höchstens bei den Ressourcen dran, also man hat ja nur beschränkt Zeit. Aber für uns als auf der Straße, die wir mobilisieren müssen, weil sonst passiert auch nicht viel dann in der Politik, das hat Herr Bütikofer vorher gesagt, spielt es natürlich eine Rolle, wie man die Dinge nennt. Und wenn gleichzeitig noch auch auf wirtschaftlicher Ebene was passiert oder was vorher auch angesprochen wurde, ich weiß nicht mehr von wem, vielleicht von Ihnen oder zweimal wurde es angesprochen, dass man gegen die Auslieferungsabkommen, das auch eher was machen muss, also von Ihnen beiden, bei den Uiguren. Sowas ist wichtig und ich weiß nicht, warum man dann hier, also ich möchte mal ein Zitat bemühen, Time is running out, das gilt für Tibet schon seit langem. Ich frage mich, warum die Leute da eigentlich immer noch den Widerstandsgeist haben. Da stecken sich 20-jährige erfolgreiche junge Sänger an, also erst kürzlich wieder. Und wir sollten uns nicht so sehr in diesen Diskussionen aufhalten, was ist der richtige Weg, sondern vielleicht mehr so in Modulen denken. Beides kann richtig sein, aber dieses konzeptionelle Umdenken, was Herr Zenz angeregt hat, finde ich dabei extrem wichtig und hilfreich. Vielen Dank. Eine letzte Wortmeldung. Genau, ich wollte nur ganz kurz zum Thema Zwangsarbeit was sagen. Ich würde Ihnen sehr unser Buch nahelegen wollen. Wir haben da mehrere Aussagen von Menschen gesammelt, die in der Zwangsarbeit waren, die im Lager waren und direkt vom Lager in die Zwangsarbeit geschickt worden sind, dort in riesigen Nähhallen in Käfigen eingesperrt worden sind und 12 bis 14 Stunden genäht haben, bis sie ohnmächtig geworden sind. Und es gibt auch noch andere Zeugen, wie Frau Said-Bay, die dazu auch Wichtiges beitragen können.
Ich würde Ihnen sehr empfehlen, diese Zeugenaussagen zu lesen. Unbestritten. Habe ich gar kein Problem mit. Ich meine nur, das Problem ist viel, viel größer. Es geht weit über das hinaus, was wir jetzt hier an empirischem Befund besprechen. Michael Brandt. Vielleicht nur zwei Aspekte will ich rausgreifen. Ich glaube, das, was zu Tibet gesagt worden ist, erfordert aus meiner Sicht ein wirklich klares Umdenken in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Wenn ich mir mal vor Augen halte, ob der Dalai Lama, der in Norwegen den Nobelpreis verliehen bekommen hat, heute noch dort empfangen werden würde, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist am Ende eine Schwäche der Europäischen Union und ihrer Mitgliedsländer. Das war der Appell, den ich loswerden wollte und für den wir gerade kämpfen, dass Zeitenwende auch begriffen wird. Im Übrigen würde ich das deutsche Lieferkettengesetz nicht zu gering schätzen, lieber Kollege Mijatovic. Denn eins ist wahr, wir sind jetzt die Ersten, die es durchgesetzt haben und ich wünsche der neuen Regierung viel Erfolg dabei, das durchzusetzen, was Rainer Bütikofer gerade eben gesagt hat, dass wir nämlich auf europäischer Ebene an der Stelle auch vorankommen. Denn Deutschland ist kein ganz unwichtiges Land. Kein unwichtiges Land. Wir sind die stärkste Volkswirtschaft. Sich nicht zu groß machen, aber sich eben auch nicht zu klein machen. Und da wünsche ich viel Erfolg bei dem, was man vorher gesagt hat, auch jetzt diesen Maßstab zu erfüllen. Und die letzte Bemerkung bezieht sich auf das Thema der Zwangsarbeit. Sie haben recht, das Problem ist größer von Beschäftigungsverhältnissen. Nur eins will ich sehr deutlich machen. Zu akzeptieren, was in China passiert an Zwangsarbeit, an brutaler Zwangsarbeit, ob es die Uiguren sind oder, ich nehme mal die Laogai-Lager, ist auch so ein Thema, ich sag mal, die Dinge sind schwer, ich sag mal, das Regime ist so abgeschottet und das Reich so erfolgreich, auch bei Tibet, aber wir haben eine solch brutale Zwangsarbeit, das sind nicht schlechte Arbeitsverhältnisse, sondern es ist wirklich das Brutalste, was man sich vorstellen kann, garniert damit, dass sie bei illegalen Organhandel dass sie beim illegalen Organhandel heute Termine ausmachen können, wann ein Organhandel stattfindet. Und wir wissen in der freien westlichen Welt, dass das nicht funktionieren kann. Bei uns funktioniert Organhandel anders. Was will ich damit sagen? Es ist kein Organhandel, es ist ein Ausschlachten von Zwangsarbeitern, von Menschen, die da stattfindet. Wir haben das in der letzten Wahlperiode zu einem Schwerpunktthema im Menschenrechtsbericht gemacht. Das Thema des illegalen Organhandels. Wenn Sie sich das anschauen, was da als Antwort von der Bundesregierung gekommen ist, dann muss man sagen, auch das ist ein Skandal. Weil es nicht das Bemühen, die Beweisführung, da haben Sie recht, Herr Can, das ist alles schwierig. Aber umso mehr muss ich mich reinknien, um die Indizien lesen zu können, um zur Konsequenz zu kommen, um zu sehen, was passiert und daraus eine politische Schlussfolgerung zu ziehen, weil am Ende sind wir diejenigen, die noch den Mund aufmachen können für die Uiguren, für die Tibeter oder für die Ukrainer und für die gemeinsamen Rate, die dahinter stehen, weil am Ende ist eins klar, der Machtanspruch ist mittlerweile so groß. Das ist eine Expansionsstrategie, die nichts weniger ist und ich glaube, das ist die große Herausforderung, in der wir leben. Das ist die große Herausforderung unserer Zeit. Liberale Demokratie oder autoritäre Diktatur. Und dieser Kampf ist nicht entschieden. Und wir haben es mit in der Hand. Dass dieser Kampf nicht leicht ist, das ist jedem klar. Aber wenn wir das nicht begreifen, dann werden in die Lücke, die wir lassen, die autoritären Herrscher und die Diktaturen reinstoßen. Und wir erleben es ja gerade. Und insofern glaube ich, Boris Mijatovic hat gesagt, wir sind jetzt aufgewacht. Ich habe einen Zweifel, dass wir alle schon aufgewacht sind, die schlichtigen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Ich wollte kurz auf einen Film hinweisen. Es gibt über die Zwangsarbeit einen wunderbaren Film und der heißt The Letter of Masanja. Und das ist ein authentischer Film und den kann ich nur empfehlen von der IDFM her, dass man den irgendwie zeigt, ob es im Bundestag ist oder wie auch immer. Und da sieht man das, wie der hat das Original gefilmt, wie es in die Fabrik gegangen ist, wie er rausgekommen ist. Und er hat Zeichnungen gemacht von den Folterungen, die dort stattgefunden haben. Und ich kann den Film nur empfehlen, jeder, der darüber Bescheid wissen will, diesen Film anzuschauen. Der Letter of Masanja. Vielen Dank. Ja. Ich würde gerne jetzt die Fragen beantworten. Ich wäre vorsichtig bei dem Importvergleich, dass wir nur Plastikschrott importieren.
Also ich denke da an Lenovo, an Huawei, an Technik und so weiter. China ist lang nicht mehr so, wie Sie das dargestellt haben. Das Zweite, was die Zwangsarbeit bzw. was auch der Import von Rohstoffen angeht, da müssen wir ran, weil es ist nicht nur China, es ist eben auch seltene Erden aus dem Kongo, die in unserem Handy sind, es ist Mica aus Indien, es sind Rohstoffe aus Brasilien, die dort entsprechen. Mercosur wird gerade diskutiert. Also wir können uns natürlich ertränken in den Problemen der Welt, aber da aufzugeben, halte ich, also deswegen habe ich mich nicht für dieses Amt beworben, da würde ich gerne weiter dranbleiben und ich würde Sie auch gerne in diesem Kampf unterstützen. Das ist überhaupt keine Frage, auch wenn wir vielleicht in der Begrifflichkeit dann am Ende im Augenblick noch unterschiedlicher Analyse sind, aber das ist das Wichtige. Neben mir sitzt die Barbara Lochbieder, die seit Jahrzehnten nichts anderes macht, großes Vorbild für mich, und da weiter dran zu arbeiten, ist, glaube ich, unsere aller Aufgabe. Von daher vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass Sie extra gekommen sind. Und wenn ich darf, ich werde Sie in diesem Fall öfter belästigen. Frau Bause kann es bestätigen. Wunderbar, ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Ich möchte jetzt noch am Ende, also herzlichen Dank für die Diskussion. Ich denke, war sehr intensiv und lebhaft. Ich möchte gerne Margarete Bause bitten, wo ich mich sehr freue, dass sie heute hier ist, ich sie wiedersehen kann, ein Schlusswort zu sprechen für die Veranstaltung. Ja, mir kommt die ehrenvolle Aufgabe zu, am Ende dieser spannenden Tagung ein kleines Resümee zu ziehen. Ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht. Ich glaube, was immer wiederkehrte in den verschiedensten Statements von Ihnen, war das Thema nicht wegschauen. Nicht wegschauen und nicht schweigen. Und ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir aktiv werden und vor allen Dingen auch nicht uns zum Schweigen bringen lassen, weil der Druck ist groß. Das haben wir im Parlament erlebt. Das erleben die Zeuginnen und Zeugen immer wieder, wie permanent da massiver Druck auf sie gemacht wird, wie versucht wird, sie zum Schweigen zu bringen, sie mundtot zu machen. Und das zu durchbrechen, nicht zu schweigen, nicht wegzuschauen, das ist in vielen Statements immer wieder gekommen und das erscheint mir ganz zentral. Zweiter Punkt, auch das ist immer wieder deutlich gemacht worden, hinter dem Vorgehen Chinas steckt ein langfristiger, systematischer Plan, der seit vielen Jahren ausgearbeitet ist. Das ist nicht mal ein Reagieren auf eine aktuelle Situation, sondern das ist ein systematischer Plan. Darauf hat Herr Zenz sehr ausführlich und sehr gut hingewiesen und das nochmal nachgewiesen. Und wir sind gut beraten, nicht nur den Zeuginnen und Zeugen zuzuhören, sondern wir sind gut beraten, auch den Tätern zuzuhören. Xi Jinping zuzuhören, was er plant, was er äußert, so wie wir jetzt sagen, wir wären gut beraten gewesen, wenn wir Putin besser zugehört hätten und ihn ernster genommen hätten, das auch als Lehre für die Zukunft. Hat auch Herr Zenz noch mal darauf hingewiesen, das finde ich ganz wichtig, noch mal sich zu vergewissern. Es ist jetzt sozusagen eine neue Phase in der Gewaltherrschaft gegenüber den Uigurinnen und Uiguren. Es ist möglicherweise nicht mehr sozusagen die aktivistische Masseninternierung, sondern auf der Grundlage des Erfolgs dieses Vorgehens passiert jetzt sozusagen eine neue Phase der Gewalt, der Unterdrückung, des Mundtotmachens, der Auslöschung der Kultur, das zu realisieren und nicht der Propaganda auf den Leim zu gehen, es wird irgendwie besser werden, sondern zu realisieren, es ist eine neue Phase der Gewaltherrschaft, eine neue Phase der Massenverbrechen, die nicht weniger dramatisch und schlimm sind als die in den letzten Jahren. Ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist und den ich wichtig finde, das Narrativ zum einen der Abhängigkeit und das Narrativ, wir können ja eh nichts tun, der Hoffnungslosigkeit. Dass China versucht, beide Narrative zu bedienen, zu verankern, auch bei uns im Westen in der Öffentlichkeit und beiden nicht auf den Leim zu gehen. Abhängigkeit im Zusammenhang mit unseren wirtschaftlichen Kontakten. Sie haben auch nochmal das Thema hier sehr stark gemacht und auf der anderen Seite auch die Botschaft gegenüber den Zeuginnen und Zeugen, ihr habt eh keine Chance, es wird euch niemand helfen, weder im Inland noch im Ausland und damit zusammenhängend
das Narrativ oder die Botschaft auf den Westen könnt ihr euch nicht verlassen. Und ich glaube, an der Stelle fängt unsere Politik hier in Europa, in Deutschland und in den westlichen Demokratien an. Genau diese Unterstellung, ihr könnt euch auf den Westen nicht verlassen, die sind korrupt, denen geht es nur um die Wirtschaft und am Ende sind ihnen die Menschenrechte nicht so wichtig wie gute wirtschaftliche Beziehungen und gute Beziehungen zu den Diktatoren. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, diesem Narrativ eben auch nicht auf den Leim zu gehen und vor allen Dingen deutlich zu machen, wir kämpfen, wir stehen auf, Menschenrechte sind nicht nur etwas für schöne Reden, sondern für ganz konkretes politisches Handeln, für politische Bündnisse. Und darauf hat Rainer Bütikofer nochmal sehr stark hingewiesen, ganz konkret zu werden, mit gemeinsamen Aktionen, mit gemeinsamen Strategien, mit gemeinsamen Bündnissen, sich vorzunehmen, welche Kampagnen machen wir, ganz konkret zu werden, sich nicht zu zerstreiten über Detailfragen oder über Definitionsfragen, sondern politisch konkret ins Handeln zu kommen, Bündnisse zu schmieden, wie IPEC eins ist, auf der europäischen Ebene, aber auch, dass Deutschland als starkes Land hier auch Initiative ergreifen muss und vorangehen muss. Und hier sind die Schlagworte schon gefallen, das ist das Importverbot für Produkte aus Zwangsarbeit auf den europäischen Markt, das ist die Verhinderung von Abschiebungen aus vielen verschiedenen Ländern. Deutschland macht das zum Glück nicht mehr, aber es ist noch nicht so lange her. In meiner Legislaturperiode im Bundestag bis zur Hälfte hat Deutschland noch Uiguren und Uiguren nach China abgeschoben und zum Glück ist es uns gelungen, das zu verhindern, aber es ist wichtig, dass eben all die Länder, die heute noch ein Auslieferungsabkommen haben, all die Demokratien, dass wir auf die auch einwirken und Druck machen, das zu ändern. Druck machen war auch noch ein entscheidender Punkt, auch das Agieren gegen dieses Narrativ der Hoffnungslosigkeit. Nein, wir können etwas tun, es ist nicht so, dass uns die Hände gebunden sind, dass wir hilflos sind, dass wir nicht handeln können, sondern wir können etwas tun, Druck machen, ganz konkrete Projekte benennen, aktiv werden und gemeinsam handeln. Und das wäre aus meiner Sicht sozusagen auch das Zusammenfassende, das Schlusswort auch aus dieser gesamten Tagung, aus diesem Vormittag. Und an der Stelle komme ich dann auch zum Dank an alle, die es möglich gemacht haben. Ich finde wichtig, dass diese Tagung überhaupt stattgefunden hat, dass das Thema Situation der Uiguren und Uiguren und der ethnischen Minderheit in Xinjiang wieder hier mitten im Herz von Berlin stattfindet, auf der politischen Tagesordnung wieder verankert wird, neben vielen anderen Themen und anderen Problemen, die wir haben, aber die Menschenrechtsverbrechen, die durch China zu verantworten sind, eben nicht zu vergessen, nicht in den Hintergrund drängen zu lassen. Deswegen erstmal mein ganz, ganz großer Dank an alle, die diese Tagung möglich gemacht haben, an Rainer Bütikofer als Schirmherr dieser Tagung und auch Unterstützung durch dein Büro. Für bedrohte Völker, die sich seit vielen Jahren sehr engagiert für die Rechte der Uiguren und Uiguren einsetzt. Dank an Sie als Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Dank natürlich auch an die Referentinnen und Referenten auf dem Podium und insbesondere Dank an Enver Can. Ich weiß, wie viel Schweiß diese Tagung für dich gekostet hat, wie viele schlaflose Nächte sie dir bedeutet hat oder damit verbunden waren. Ich weiß, du bist mit viel Herzblut seit vielen, vielen Jahren dabei. Herzlichen Dank an dich für diese Initiative. Du hast mit relativ wenig Mitteln, aber mit viel Unterstützung diese tolle Tagung auf die Beine gestellt. Wollten Sie mal vielleicht